Hello and a very warm welcome to the Sympathy Lab 3rd edition. I have a very emotional moment because we have the chance to have a mobile Sympathy Lab, and to explain what Sympathy Lab is, my intro is important. We are creating together with the outdoor and sporting good industry a platform where we can share good ideas, solutions, personalities, and also the big topics on sustainability, digitalization, and getting people to more active lifestyle. This edition belongs to a partner, and this is also why the Sympathy Lab works from the heart and also works in collaboration, because we try to focus on good projects. And on today's edition, I warmly welcome Matthias Aßmann. Thank you so much. Nice to be here. We have a complete session of 7 hours. I guess it is a good sharing on the market, on what is going on in the outdoor industry, and we teamed up with Matthias because he is hosting a press day and a collaboration platform which never existed before. And this is why Sympathy Lab team, my name is Scholze by the way, and host moderator, very happy to be part of the story. And Matthias, I would love to start with the question before we come to the platform: who are you and what makes you tick? We know each other for quite a while, but those people do not. I'm a German. I live in Sweden, in Stockholm, since 16 years. I was a part of introducing Scandinavian Outdoor Group 22 years ago, and Scandinavians impressed me. I'm married to a Finn, and I run Mandel. Mandel is a communication agency. So what we did is we tried to put Scandinavia into Munich, I guess, like the Scandinavian kind of hospitality and meeting each other, being relaxed. Probably the last 16 years, it got a little bit into me as well. Like still a German from Hessen, and partly my heart is beating for collaborative and communication between each other and partnerships like the Scandinavians do. And what I know from you, and we met on several meetings and association stuff, you are not only very well known in our industry, but you stand for new concepts, you stand for creative communication, and as you founded one of the biggest agencies here in Germany for that part of our industry, maybe you can explain a little what's the current situation for press and communication work, and what is your offer? I guess the confusion is out there. Like, what should we do? Are we still a press, PR agency? Are we a communication? Are we digital? Do we send out press releases as before? How do we do? And then we have influencers and bloggers, and how do they fit into this? Today we have a mix of all the traditional journalists and the new digital and influential press with us. So I guess that changed a lot with how we work. Less showroom, stiff, big, huge offices, but rather corporations. So that is rather what I learned during the last 5-6 years in Scandinavia. The change was very, very dramatic already 6 years ago, which happens now in Germany as well. So new ways of collaboration, new, test things, be a little bit forefront and try new things, and sharing, being transparent, and that is what we do here as well with this event. We could do 1 or 2 hours on all the projects you do in Scandinavia, but maybe you can mention that at the end of our 10-minute speech, where to find more on how new and creative communication as a press agency or a communications agency works. But why are we here for, and what happens today, mid-March 2022? What's the new thing? The new thing is what we call Sport Outdoor Media Day, Sport und Outdoor Medientag, and that word is very clearly describing what we do. Sport and outdoor brands from our industry with a big heart, with a lot of news, meet for one day the media, and that's describing already. The system is, or the concept is very simple. Like, we pop up this event with a tremendous effort of everyone. 8 o'clock in the morning, 11 o'clock starts the event with media guests coming in until 17, 18 in the evening, where we have leisure, presentations, interviews, and of course 1 or 2 beers or a happy hour. The concept is proven. We do this, and we call it Mandel Media Day in Scandinavia since 10 years. We do this in Stockholm, in Oslo, and in Helsinki. Not every year, twice, but in the last 2 years we have missed 4 or 5 occasions, unfortunately. But the upstart last October with the Mandel showroom or Mandel Media Day back in Stockholm again was the biggest outdoor happening in Sweden.
So it was so good that we thought on that wave we would like to bring it here. So when ISPO was cancelled due to obvious reasons, we said like we go on an ISPO date. Then we switched from January to March. Everybody went with us. So it was really picking friends with their brands, getting them together here, and then a collaboration with 8 PR agencies. That's on what I one wanted day. to ask, right? The credentials. Let's face facts and figures. How many people are here? How many brands? So you moved so much and you brought so many activational. It's crazy what we all did together. It's 28 brands, each brand with 2 persons. Then we have 80 media guests. Then we have VIPs, influencers who will present something, another 10, 20. And then we have you here, the Sympathy Lab, Correct. Which I'm so proud and glad for. And what we're going to do today is, with your guidance, we fixed a plan on like 7 hours live media stream. Well, we will ask all the brands, and maybe you can mention some afterwards. But the thing is, we have the right spot here to ask the brands what's new, what do you do, how much efforts do you do to gain like consumers, and what are the main topics of the industry at the moment. So. This question, of course, needs to be asked to you as well. Yes. What do you see for the next months in terms of where does our industry lead when it comes to sport and outdoor? And what kinds of brands do you have here? I think we are moving into a fantastic direction, because that event has given so much opportunity to step out of your own bubble and meet in another occasion in this place. So the first 3 hours are already done. We fixed the whole setup. It's perfect. I guess it will have an effect on all the shows coming up, like Outdoor by ISPO will happen here at this spot in this area in June. So I guess everybody will sort of be shaken up and say like, okay, we need to collaborate. We need to work together. We have brands, standard brands you could call it in Germany. One is Deuter, for example, a traditional brand. And we have Haglöfs, we have Salomon here. Fantastic brands everybody knows, and they will reconnect. But then we have, so proud, brands who have never touched the German ground, never been to some press event before. It's Cake with the e-bikes, it's Dometic from Sweden, it is Artilect from Boulder, Colorado, they are here. So just to mention those 3, it's amazing that they are here, and what every brand took on effort to bring the stuff here, to bring the people into this town is amazing. So I'm totally flattered. So we see what happens in the next hours. I Totally excited. I wish you all the luck, and you do this so good. And I hope you will have a lot of joy 7 hours long. Yes, I love asking questions, so that's the perfect moment. And we see each meet other at the very end. At the very end. Yes. Looking forward to see you there, hopefully. Good luck today. Yes. Good emotions. Take care. See you later. So, next guest, and the starting point for the interview session is the brand Devolt. And I guess we do a 2-minute break until everybody's here, and I'm looking very forward to the next minutes. Wie kriege ich denn mit, dass ein Break ist? Genau, Wo gucke ich denn hin? Irgendwie? Der Kameramann, der sagt dir das. Der sagt mir das, okay. Also folgendermaßen. War das jetzt okay? Ja, das war mega gut.
Hello and a very warm welcome to our next session on Sympathy Lab on the Sport and Media Days in Munich. I have the honor to have DeVault team here with me in the Sympathy Lab, and I'm really proud because I love the products of DeVault. Before I explain everything, I asked the experts. It's you as an ambassador, Astrid Der, and CEO and responsible person on the business side, Herbert Horeld. Normally I should ask with you, but to provide the base for understanding what DeVault does, I would like to ask you the first question. What is DeVault? What do you stand for? Give us a short introduction to understand. DeVault exists since 1853. It's a quite long time ago, so we are pretty old, and we're working from beginning only with wool. And our main task is to provide the best merino wool products. The shirt I'm wearing today is just 100% merino wool, so there's no synthetics included. Thank you very much. And for your setting as a CEO, can you describe us a little, because it's a business-to-business setting at the moment, a little on where you sit, where you distribute, some facts and figures, what might interest our... So our office for main Europe is close by to Kempten im Allgäu, so we are not far away from Munich. And I taking care about the European markets, and mainly in sport and outdoor business, but on the second leg we're standing on protection, which is fire brigade, military or police business. But the focus today is definitely on outdoor and sports. That's the Outdoor and Sports Day, exactly. Yeah, exactly. So if you could, Astrid, as an ambassador, you have a lot of feelings, I guess, for the products you use, because you do not only need security, but you need like something which helps you being so passionate on your sports. Maybe you can introduce yourself on what you do as a sport and what you use your passion for. Yeah, I'm a travel writer and an adventurer, so I traveled all around the world and do a lot of different sports. So I'm not a specific athlete for one sport, but I do lots of ski touring. So I climbed around 20 volcanoes around the Pacific Ring of Fire with ski. So I'm a passionate ski mountaineer, but I also do like cycling and mountaineering in general. So, but ski mountaineering is my focus on. And yeah, I'm a big traveler. I'm writing about my trips. I'm writing guidebooks. For example, about Morocco, I wrote several guidebooks. But I'm also writing for mountain and travel magazines. So in the last 20 years, I traveled all over the world, and I used the DeVault equipment from the Arctic to the desert and from the high mountains in the Himalayas and Andes to the coast. And I love the natural materials. So it's 100% merino wool. I, for example, love this Nibber jacket. I wear it on the couch at home, and as well for skiing or any other activities. So. Can you help and explain why does that work? I'm sure most of our listeners and viewers will understand what you need to make yourself professionally equipped for what you do. So you have a huge range, and I totally admire what you do. Yeah. So maybe you can explain what is the product itself in performance. The good thing about the merino wool is that you can wear it in any climate. Like you have different thickness of the material. Like you have very thin shirts that you can wear in the tropics and in the desert and in really warm environment, and it keeps you cool. You don't sweat a lot, and even if you sweat, it still keeps you warm when it's wet. So synthetic materials don't keep you warm anymore when it's wet, but merino wool does. So I can wear the shirts when I'm in tropical environments as well as in very cold environments. Then it's a bit thicker wool, and so I can also wear it on high mountains, or when I'm, like, for example, sleeping in a tent. And when I have to carry up a lot of equipment, I just bring one or two shirts, one shirt to change, but just one other shirt that I wear basically day and night. So because it feels very comfortable on your skin, the natural material, and you feel comfortable even when you are very active and you sweat, and you can just keep it on when you go in your tent and your sleeping bag and sleep with it, and then get up very early before sunrise and do whatever you do. So you feel comfortable. In my mind right now what you do, and maybe seeing it now as a season after lots of hurdles and hassles, not only for us all but also for our industry. Maybe you can have some words, Herbert, on
how do you see the market right now for DeWalt? Of course, in general, but specifically for your products, and what's in your mind right now, if you can let us be part? Yes, the market is quite strange based on the COVID situation. Nobody was expecting the sell-through because the people stay in our areas, don't leave. Far traveling is not so possible, at least the last 2 years. So the money was spent here to do activities in front of your home door. So a lot of people have been out. Even I have 3 children, unexpectedly, they went out 6 o'clock in the morning for a hiking trip. If I would have asked 2 years ago for that, I would be shooting directly. So nowadays also the young generation goes out, very active, and that has helped in the sell-through business. So business is quite good, and we see also a higher demand for this kind of wool sustainability products. It's growing. So, and with DeWalt we have the right answer to this kind of demand. So we are quite happy with the development. And our big success story is also we producing in Europe. We have our own facility in Lithuania. So we produce ourselves, so our stock situation was also pretty good during the season. We could act in a very short time. Okay, and seeing it now for trends in market, is there something you want to share from the business side? And maybe Astrid, you can also put in what makes you and your emotions when traveling tick. So where do you see the market and the future of DeWalt in some months? Yeah, we see 4 to 5 mega trends, but one big topic for us is the sustainability issue. And Astrid is on board because she can talk about mobility. Not every time using your car or whatever. She is very keen to use a bus, but you can explain by yourself better than me. Yeah, of course, sustainability is a very important topic, and that's what I like about the equipment too, because it's produced in Europe and it's 100% natural, as I said. And a big trend is what Herbert also said, that you start your activity right in front of your door, so that you don't use so many other terms of transport anymore. And I also try, since I'm the mom of a 2-year-old, so I take my child with and I start in front of my door with a bike, for example, and him in a trailer, and I try to do biking around my house. And I also want to plan a bigger trip of a few weeks just cycling. So yeah, that's a big trend, I guess, that you don't go so far anymore. I will still go far because it's part of my job, but I also try to do as much as I can on foot or by bike. Or on skis, of course. Okay, now from macro perspective to micro, for the day here with Mandl showroom and with the collaboration press work, what's going on? What are you showing here? Use that stage for... We're showing our new innovation, because wool is only known so far as for sweaters or for underwear. We have a shell jacket and a shell pant for freeride skiing made of 100% wool, which is you can see downstairs on our dolls. So we want to present it to the audience here, and at the same time we want to communicate also to end consumer in the long run that wool is not only underwear. You can do much more out of wool. With new innovations are on the road, how to say. We are developing mid layers and shell layers made 100% out of wool. Interesting. Okay, I'll drop by later to have a check. Yep. As I said, I really love it. So is there anything for the end of our interview you want to leave as a call out, as a pledge for the industry or for what's coming? It's quite difficult. It would be a very long story, but I think overall it's good to be back on this kind of audience, to see people. We have Outdoor by ISPO in front of us. We missed this the last 2 years, so our business is based on relationships, on personal contacts. So this kind of digital meetings was fine, but it's time to see each other on a personal level again. Yeah. Anything for you? Some inspirational from active to all of us? Yeah, just go outside and enjoy your life. It's not all about work and yeah, just to forget what's going on in the world at the moment as well. Just go out and do sports and enjoy it with the right equipment, of course. Thank you very much, you both. Thank you. It was a pleasure, and I hope to continue that soon on different formats to make sure that everybody gets your brilliant products and messages. Thank you. Thank you so much. See you. Thank you for that session. We will be back in a minute with Polygiene.
Hello and welcome back to Sympathy Lab in Munich today with a live session on wonderful, beautiful outdoor brands with Sport and Media Days. My session now is with Polygiene. And not only because a lot of my former colleagues from ISPO are with Polygiene now, I'm really happy to be with Nick Brosnan, Global Marketing Manager. Hello, Nick. Good afternoon. To ensure that everybody knows what Polygiene does. So before we start, that we all can listen to you as a professional and in our B2B surrounding, maybe you have some words on yourself. Who are you and what are you doing to Polygiene? Sure, I appreciate the introduction and I really feel thankful to have this opportunity to meet. It's a great day and great group of people in person, which is super nice to have. My personal journey has been really exciting. I'm originally from the States, if you can't hear. And I'm an outdoors guy and, love experiencing nature and hiking and being out with the family. And the reason I was introduced to Polygiene was because we work with so many outdoor brands and I was able to experience how that performance affects me in a personal level. No one enjoys doing laundry. I'd like to spend as much time as possible running, hiking, camping, whatever it might be. And so for me, I was able to have this realization of how the brands that we work with at Polygiene, that performance of odor control actually was a really great sustainability story of saving water, but also having that ability to spend more time doing the things that I love. Because that's one of the experiences with Polygiene that really opened my eyes, like, wow, this is something, what isn't more of the gear that I have this technology? So that kind of opened my eyes a little bit to what Polygiene was. I ended up doing the PR for them in the US, and through doing the PR for them with my old firm in the US, I was introduced to the head office team in Sweden. And the opportunity became available for me to move over to Malmö, Sweden, which is where we're based. And we moved over about 5 years ago, and it's been a great journey. It's been a really fun ride with Polygiene, growing not just the outdoor segment, which of course I'm very passionate about and my true love, but also working more into lifestyle brands and more everyday home products as well. So really broadening that reach. So understanding that you moved from States to Sweden would already be some hour session on how culture. Yeah, you can have. There's a lot to discuss on that for sure, but maybe we'll say that for another time. That would not be the right timing right now. Absolutely. So, looking at the aim here for the Press and Media Days and using that beautiful moment that you have a stage for you now, can you explain us what is Polygiene in a nutshell? So Polygiene, we're the global leader in Stays Fresh technologies. We currently work with over 300 brands globally for everything from the outdoor segment to home, to lifestyle. We're even now working with hard surfaces as well. And the overall message and performance of Polygiene is odor-free, but also keeping items fresh so you can wear it more, wash it less, enjoy it more, have a longer life for the product. And by doing so, you're able to actually have a great sustainability story of the product living longer and not washing it and being able to sell it in the secondhand market. So it's a really application. We're a technology brand. We don't make any of our own products or textiles. We work with brands to make their products better, to give them more love, have more experiences, and a longer life. Do you call yourself an ingredient brand? We are, a technology brand. Technology brand. So how is the process? How can I, if I wear what I wear for sports or work or whatever? Yeah, absolutely. So, we actually don't sell anything direct to the consumer. What we do is work with our brand partners, and we work with, like I said, over 300 of the leading brands globally, and we work with them in their production cycle. So when you're actually making the t-shirts or shoes or apparel, whatever it may be, we work at that initial stage. So the product, the technology gets embedded into the fabric and it lasts for the lifetime of the product. So how does that work? So it's actually typically, there's a couple different ways you can wash the fabric, but it's a finish for the technology. So it's not actually a laminate or a textile, it's a finish that gets washed into the product. All right. So you have production facilities all over the world, I guess? It's actually not our own facilities, but what we do is we work with the brands wherever they're producing, whatever mill that they're working. We get recommended, that's where they're making their t-shirts or jackets. We go to those mills, we certify and make sure that everything is running up to our standards. And then from there,
those processes get put in place. And so it's a very simple, straightforward process to work with the brands. Interesting. And seeing this as an opportunity here to inform other brands you want to work with, but seeing your current situation, is there any super good case you love what you do? Is there any process or case study or? Yeah, I mean, for us, it's always, because it's something that needs to be experienced and used, we love that like aha moment. When someone is actually, we test them, challenge someone to say, okay, wear this t-shirt for 5 days without washing it, travel, like this trip here, I just flew into Munich. I'm going to be here for 3 days, and then I'm going to go do a ski tour over the weekend. And so I'm going to wear the same base layers for this whole time. And so for someone to have these for multiple days and say, wow, this is amazing, this still doesn't smell. Typically I wash my gym shirt every day or every time I wear it. It's that aha moment that you're then realizing, wait, I can actually have a performance, or I can actually have an effect on saving water, less microplastics that go into the water system from the effluent that gets washed out. My product, my t-shirt, my clothes are going to last longer, and then I can sell on the secondhand market because they don't smell. And that realization, that growth, that is super exciting to be a part of. Yeah, and I was able to test it as well. So is there any call for action or call to action for our visitors now and listeners? Absolutely. Where can they test? Yeah, and how do they get to so that we have opportunity? a couple hundred t-shirts here actually. So everyone that comes, we were handing out a t-shirt and challenging them, don't wash this for 5 days. But we do this digitally, so yeah, well, offer. let us know. Reach out to us at info@polygene.com. Good. And we'd love to help you guys get a t-shirt, test the product for yourself, so you can get the realization as well. It's one of those things, like as a consumer, sometimes this is a story about sustainability and saving, lowering carbon monoxide is very overwhelming. And simply as like recycling or using a reusable plastic bag or a reusable bag to the grocery store, it's the same thing as washing less. So you, as a personal consumer, can have a big impact in your day-to-day life. But this is also a consumer behavior of washing less. And so that's a challenge. So people have to understand that you don't have to wash every time you use it. So that's what we're working on, and it's super exciting. Super exciting, and a wonderful bridge to like my last question for now would be, what kind of call to action, pledge, or I guess the main message which I receive is sustainability and change processes, what you can like underline or help with. Is there a message to not only sporting good industry, but also to the crossover things you work with? And I think this goes to the industry, but definitely the end consumer. As we're looking more for transparency from our brands, the products that we use, I think it's us as a consumer and brand to really push and find out the deeper stories, not just taking for the marketing message for what it's worth, but understanding what do these technologies mean, how do they impact my life, how can I use and purchase something that's going to maybe cost a little bit more, but it's going to have a better durability, it's going to last longer, and that in its lifespan is going to have a better impact for the world around me as well. So there's a number of things, like we talked about little trends, so definitely durability, transparency, and then that in turn is the sustainability story that we're all working on here as well. Okay. Thank you very much, Nick. I really appreciate the time. Thanks for having us. Same for me, and hope to meet soon somewhere on other platforms. Absolutely. Thanks for your time. Yeah, this is and great. have a very, very good day with all the journalists here. And we do a little break, and the next brand I have the honor to speak with is the brand Eisbach. See you in a minute.
Welcome back to Sympathy Lab and my next session here on Outdoor and Sports Media Days in Munich. The next guest is someone I really admire in his work. He did so many things for the outdoor industry and now being here as a country representative for Eisbach. Dear Matthias, hello. Hello, Kim. In our pre-conversation, for me it's important that you underline and that you take yourself a minute to explain who you are, what makes you as a personality tick and what you did already for the industry. So stage is yours, introduce us to what Matthias Basedow is. Well, first of all, I want, of course, to thank you for hosting me and for already all those nice words in advance. I hope I can deliver. I'm sure. I now working 15 years around in the sports and outdoor industry. And I would say I'm with Eisbach now for 6 years, and one of the core things is that we really want to change how we do things. I had before the pleasure of working with an outdoor association, and it was a really great time. And then at some point as well, I said oh, come on, I need to do something more. And I had the pleasure then that David approached me, who's our CEO, and he's a real change maker personality. David, sorry. Do the underlines. It's David Ekelund. It's David Ekelund. He's a really great guy, and he at that point said oh, come on, our industry needs to change. There's a lot of great things about our industry, and I think our industry is in the change. We all understand that we all value nature, we love nature, and you can see all those trends are coming around in society. We have still growth in our industry. We have given that we come through a supply chain crisis, we have in a way outstanding figures. But the core thing is our industry needs to understand that we still need to change. We need to be a real change leader. Our audience, our consumers, they love the nature. And we as well need to deliver and make sure that the next generations have the same opportunities as us of enjoying the nature. I know how humble you are, but I need to step back to what your life and the 15 years in outdoor industry are, because the association you worked for, you were in a role of putting things together, of combining dots which were not obvious, and you made the path for what the European Outdoor Group currently is. In terms of when we got to know, there were a lot of hurdles, but also a lot of perspectives. And I think this is important to understand, to really listen to you on the right ear, because what you are or what you're thinking is the overall picture of outdoor and shoe industry. And this is how we should listen to you. So it's not only the Eisbach perspective, what you will deliver us in the next 10 minutes, but a little more holistic picture, of course, in the combination of good personalities. Is that a right summary? I think obviously collaboration is definitely a key thing, and it was always part of my past. And I would say obviously I had the chance to work with really other great personalities, including Mark Held, who I still see one of the mentors of myself. And there was always clear that to have an impact, you need to do things together. And as an association, it's sometimes tricky because there are legal boundaries, what you can discuss, what you can do. But there are so many elements where, in a way, to have the impact, you need certain size of scale. And if you take, for example, the overall apparel or fashion or footwear impact, we are even small as outdoor industry. And then as a big brand, you are even smaller. And then as a small brand, you are tiny. So in a way, if we don't work together, it's not going to work. We're not going to have an impact. And this is always in our thinking. We need to understand the time is over to be symbolic about things. I mean, I think that was already the same with my former roles, where we realized we need to act, we need to do the things, we need to make the step forwards. We can see now that I would say a few years ago, the brands were still leading it. We can see now retailers starting to do climate commitments and going as well in the same direction. And then the next step is, of course, that the consumer even puts more pressure out again, and the whole circle will start again. So there will be need for collaboration. There will as well be some need for pressure in a way on of changing, because not changing is not an option in a way. This is it's both for climate reasons. It's not an option to stay where we are, and as well the market is changing way too fast. It's just not the same it was 3 years anymore. I mean, COVID just swept up a lot of issues which were already there. We knew that the cycles exactly, and as well it made it visible. Before people were stuck in their own old circles, and because it wasn't very clear in your face, you can't hold it. It was a bit just
you didn't really talk about it and everybody accepted, you just potter along. But by that time already, the digitalization played such a big role in a way. The way you can access data, the way you can create data, and the way, in a way, this should then influence your decisions to make the right decisions. That already all happened in the background, and we were a bit already. And exactly in the sales side. We were a bit like, oh, we just move on in our general circles and try to do it as it was before. And kind of like by the time kind of like COVID hit, it was clear we need to change how we do things, and in a way that gave us all a positive now kick in the backside to move us a bit quicker. I know that we could talk for hours now, but try to use the like focus time. It would be great. I have two more questions. One is base milestones for Eisbach, and the other thing is, where do you focus on for the next month? So maybe we can start on a little intro on what Eisbach is, a little fact and figures, and then the holistic pictures, why you have these milestones. I know you have, but you need to explain it to our spectators. So there are two things we are. In a simple way, we are a footwear company. So we were founded by a mother and son in Sweden, and our original product is a product that makes sure that you don't slip. It's kind of like an awesome product. If you try it for the first time, you go on ice, you don't slip anymore. I would say it's saved a lot of people from hospitals. Yeah, it's kind of like definitely very great in the Scandinavian culture, where people are very open to use something preventive. So that's really a fantastic original thing that happened. The second thing that happened in the change is that we said, okay, we want to give people a sustainable choice. We're not saying we can make fully sustainable footwear, because at the moment it's not possible. All consumption is negative. So in a way, we can't tell you buy the shoe and it's a positive thing you do. The positive, what we want to do though, is that we know that more people are aware that they should limit kind of the resources we use, and for them we kind of like give them the opportunity. So that's kind of the two, I would say, core pillars on what we deliver on the product. On the other side, what we as a brand really want to do is to be a change maker. So we want to lead in two ways. We do examples. We are owned by ourselves. We don't have other people who can kind of like control what we should say. It's not a group. We don't have a big corporation behind it, so we can do very free. So we have kind of like a manifesto where we say clearly there are things we don't do, and we will never put profit actually before doing something that hurts the planet. So at the end, when there's a tough decision to make, and I mean, I think this is a good example of what we are doing. We had the chance to save a lot of sales with flying in products. To say like, oh, we have supply chain issues, you need to be quick in the market, that's how you catch sales. But we said, no, we don't do that, because we have the data by now. We know transporting a shoe by ship or by lorry or kind of like those things, you have like half a kilo, maybe 2, depending on what you do of transport. If you ship the same product, you have 10 times that, you have 20 times that. You have actually the same amount of CO2 you have during the whole production of the product. So it's an absolute insane in a way. You double your climate impact just with this one little move. What's that one? Because you want to save your sales. So we can clearly say as a company, no, we don't do that. And we are still a company that's actually making money. So we want to be the positive example that people say, oh, business for actually, yeah, exactly, it's possible. You can follow that. And on other things as well, we want to be a bit of a pain maker. So we want to say kind of like, okay, we started this process 5 years ago. We have the data. It's possible. Come on, guys. Those who are bigger, maybe you didn't go there first now, but that's fine. You know, just follow us. We are fully transparent on our products. Every product can be scanned with a QR code. You will know where it has been manufactured, where the different parts come from. So we want to kind of like as well raise awareness about kind of like business needs to be transparent. And not only a certain product, not say, okay, we have the one green product of the month, but say like, okay, we are fully transparent, we are committed not only on the product level, but on the company level, and that's as well what we need to do as an industry. We want to lead that, but we are very happy to share the information, because we don't think that we are big enough in a way to have the right impact. And I remember David Eckelund, your CEO, sharing already CO2 emission compensation quite early when he started that process. So ideally, to finish our short session right now, or I do need a little market foresight from you, but before that, can you share with our listeners where to find that, like what is the key thing? If you say we share, how could I get it? What can I do? How can I learn?
I mean, if you are really somebody who's using products, just buy an iceberg product, take your phone out. No, it is like that. You don't even need to buy it if you don't need it. Go into a shop or go onto our website. You will find a link. It's kind of TrustRace is our partner for that. You will literally see all the information about the product. We are very transparent about that. And so if you are as well a company... Derivations from that. Exactly. If you are a company who actually wants to have more information, or as well, we do actually share as well with some other companies who do have their own data. We share data, so just approach us, send us a quick information on LinkedIn or via Facebook or whatever, and we will be happily look into it. Thank you, Matthias. Apart from collaboration, sharing, and sustainability approach, is there something you want to share within what's happening now, what's in the next months? Where do you focus on? What could you foresee, or what do you wish? Well, wish is, of course, kind of that we take actually decarbonization serious as an industry. So in a way, what we did, and I would hope for a lot of other brands are start doing now, is really to get this data, or in a way, if they don't have their own data, take data as it is from us or from other brands who did it. So the example I make here is, a lot of the companies produce either in Asia or in Far East, and we are part of that as well. And you have actually perfect conditions for solar panels. Mm-hmm. You don't own the factory normally, you own the materials and you bring them to them, and at the end there's a production facility, and that's kind of like the biggest angle we have right now. So from our data, we know that most of the emissions are done in this process of assembling products. Mm-hmm. Because you use coal energy, you use other energy. And this is just the status quo there, so everybody is accepted that. So we started now to actually, in this case, we finance that, even though we don't own the production facilities, we finance that for our partners, said like, okay, we finance just a study that you can actually look for partners to put solar roofs on your roof. We can't tell them really what to do. Yeah. This is not how it works. But we started to do the process, and all of them are looking now into it. Some of them actually, we talked to industry colleagues who helped us to mobilize them, to say like, okay, this is in your own interest. And at the end, from all the data we have now, it is a positive impact, not only on the CO2 for them, but actually financially. Financially, yeah. So from that perspective, it's an absolute no-brainer to really follow that path now and try to roll that out wider. Could keep on talking for hours. Thank you very much, Matthias, for sharing all that information. For the next session I will host here is the brand Salomon, and for now I wish you good luck for the little show today. Yes. I hope we meet a lot in the next months when everything is up and running. Yes, no, it's really great to see people again. It's great to have this kind of like getting together. It's great to be hosted here, so appreciate it. Thank you. Thank you. And we are back in a minute.
Welcome back to Sympathy Lab on Sport and Outdoor Media Days. I'm having the honor now to have the brand Salomon on my couch and I will switch to German right now. Es tut mir ein bisschen leid für die, die mich jetzt nicht mehr verstehen, aber wir werden das ja mit Untertiteln gut lösen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es ist ein echt cooler, besonderer Tag, weil es nochmal sich ganz anders anfühlt, dass wir uns alle sehen. Ich freue mich riesig über das, was wir jetzt hören werden. Es ist eine Mischung aus Produkt und Energy für Events. Heute spreche ich mit dir, Stefanie Demuth, Marketingmanagerin. Hallo. Und mit dir, Philipp Reiter. Ich muss zwischendurch ablesen, weil wir so eine lange Session heute machen, bitte entschuldigt. Du bist Community Manager, was mir ja grundsätzlich sehr im Titel schon nah ist. Aber natürlich wollen wir gerne verstehen, was ihr macht. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen. Starten wir mit dir. Genau, also mein Name ist Stefanie Demuth. Ich bin Marketing Manager für Salomon Deutschland. Und wir haben heute das Thema Trailrunning mit hierher gebracht, weil das passt ja für uns, genau, weil das für uns das Fokusthema nach wie vor Nummer 1 ist. Deswegen haben wir auch den Philipp mit dabei, der wird sich nachher selber vorstellen, aber für uns ist das Thema Events, Athleten im Trailrunning-Bereich einfach sehr wichtig und deswegen sind wir heute hier und unterhalten uns unter anderem eben auch um das Thema Community und auch Global Community, deswegen ist der Philipp da dabei. Und von dir, so haben wir es jetzt uns vorher überlegt, hören wir gleich ein bisschen was über die Produkte, genau, was ihr hier zeigen wollt. Aber noch nicht. Passend dazu die Produkte dabei, genau. Freue ich mich sehr drauf, bin total gespannt, was ihr zeigen werdet. Vielleicht stellst du dich uns noch kurz vor? Ja, ich bin der Reiter Philipp. Ich arbeite für Salomon. Ich bin als Athlet dazugekommen vor mittlerweile 12 Jahren. Ich schaue noch gar nicht so alt aus, aber es ist so. Ich bin schon zuvor gekommen. Genau, und bin halt als Athlet eigentlich zur Marke dazugekommen, auch total viele Rennen gelaufen, international auf der ganzen Welt unterwegs, richtig cool. Und bin dann eigentlich über längere Verletzungen, weil ich es übertrieben habe, passiert, bin ich dann eigentlich hinter die Kulissen gekommen. Und sehe jetzt halt schon in diesen 12 Jahren sehr viel Veränderung in dem Sport. Das wird immer professioneller und wir als Marke haben den Anspruch, Elite Sport auch da mit federführend zu sein in der Entwicklung und die in eine gewisse Richtung auch zu lenken. Und wir reden heute ein bisschen über die Golden Trail Series, das ist das, was ich vorstellen werde, weil das ist eigentlich so unser Produkt oder das, wo wir denken, dass die eine gute Richtung für den Sport hat. Okay. Und um das jetzt so ein bisschen einzuordnen, weil wir ja mit vielen jetzt sprechen, mit der Kamera, mit all dem, was diese ganze Kollaboration so ausmacht. Beschreibt mal ganz kurz, wie ihr arbeitet, wo ihr sitzt, so ein bisschen die Settings von eurer Marketing. Genau, also für die, die es nicht wissen, Salomon ist 1947 gegründet in Annecy. Am wunderschönen Lac d'Annecy, kommt aus Frankreich und kommt eigentlich aus dem Wintersportbereich, ist mit Skibindungen, mit Alpin-Equipment groß geworden und hat sich dann in viel größeren Sportarten, wo Salomon jetzt überhaupt nicht mehr präsent ist, zum Beispiel auch im Boardsport, hat sich da ausprobiert und ist jetzt in einigen Outdoor-Sportbereichen zu finden. Einmal im Trailrunning-Sport, im Roadrunning-Sport, alles was das Thema Outdoor, Hiking, Trekking betrifft, sowohl Sommer wie auch Winter. Und dann natürlich im alpinen Sportbereich, im klassischen Pistensport, also Ski-Equipment, im Backcountry, im Tourenski-Bereich. Also das sind die Bereiche, wo Salomon können wir quasi den ganzen Tag zusammen gestalten. So schade, dass wir so wenig Zeit haben. Das ist alles so schön. Genau, also da sind wir zu Hause. Wir sitzen in Deutschland hier in Garching bei München, haben unsere Deutschland-Niederlassung hier und arbeiten aber sehr eng natürlich mit dem Headquarter zusammen in Frankreich.
Ich habe es eben schon erzählt, das war ja einer meiner ersten Arbeitgeber damals, deswegen habe ich ja große Dedication. Also und du bist viel auf der Straße unterwegs, nehme ich an, nicht nur laufend, sondern ja auf dem Trail, Entschuldigung, wie doof von mir. Trail natürlich. Ja, genau, Beschreib mal, ich was bin viel ist unterwegs. Also ich bin Fotograf, Community Manager und aber habe das Athletenteam auch. Also ich bin sehr eng an die Leute, die quasi den Sport auch sehr, sehr intensiv betreiben. Ich auch. Was wir machen... Ich frage jetzt dazwischen, weil wenn ich zuhören würde, würde ich es wissen wollen. Wenn du es ein bisschen hinterlegen kannst mit sowas, wie viele Athleten sind denn das und wie viel seid ihr unterwegs, dann kann man sich das, glaube ich, noch besser vorstellen als... International ungefähr 20 Trailrunning-Athleten auf internationalem Niveau und ich arbeite eben auch viel in Deutschland und da sind wir 15. Also es sind tendenziell mehr Männer, weil es mehr Männer diesen Sport betreiben. Wir versuchen immer ein gutes Verhältnis dahin zu bekommen und das auszugleichen. Genau, und was halt unser Flaggschiff ist jetzt diese Eventserie. Also dass Marken Events sponsern, das ist das eine, das passiert überall und immer und wir versuchen mit der Golden Trail Series einfach eine ganze Serie zu sponsern. Und was ist jetzt das Spezielle an dem? Also das Besondere ist, dass wir versuchen, das Level von den Athleten, von den Kontrahenten insgesamt wieder auf ein neues Niveau zu setzen. Der Sport hat das Problem, es gibt keine wirkliche Vereinigung, kein Verband, der dahinter steht, wie jetzt halt Skiverband oder in größerem Maße, sondern das sind ganz viele Einzelteile. Das ist sehr kleinteilig. Und selbst jemand, der so wie wir Insider von der Szene sind, denkt sich oft so, wieder eine Weltmeisterschaft und wieder eine Europameisterschaft. Und es gibt es im Team auch noch. Mir so gegangen, dass ich es gelesen habe und dachte, okay, was heißt das jetzt für die anderen Serien und wie müssen wir das denn einordnen? Also das ist wirklich ein Problem und Medien, die kennen sich überhaupt nicht mehr aus. Und dann berichten sie lieber gar nicht über den Sport und denken, okay, 3 Weltmeisterschaften? Irgendwas stimmt da nicht. Und wir versuchen jetzt als Marke wirklich das Niveau wieder zu heben, dass die weltbesten Sportler auch bei der Serie mitlaufen. Und das funktioniert so, dass wir erstmal wirklich gute Preisgelder auszahlen. Was jetzt auch in dem Sport, das ist gerade, wie ich schon sagte, die Entwicklung ist so, dass das total in diese professionelle Ebene geht. Nur der Sport generiert für den Athleten und nicht so viel Geld, dass er davon leben kann. In den seltenen Fällen. Das ist gerade in diesem Transformationsprozess, dass man sagt, jetzt bin ich Profi und jetzt kann ich auch davon leben. Aber die meisten arbeiten noch, müssen aber eigentlich schon professionell trainieren und das ist schwierig. Und deswegen versuchen wir da wirklich zu sagen, hey, es gibt gute Preisgelder und auch wir als Salomon zahlen markenfremde Athleten, dass die da hinkommen. Weil natürlich schon das Problem ist, gerade junge Athleten oder Leute, die irgendwie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, aber gut sind, die will ich auch dabei haben. Ja, aber es geht ja wirklich darum, die Besten da rauszufiltern oder die Besten zu präsentieren. Und deswegen zahlen wir... auch dem Sport was zurückzugeben. Ne? Das ist ja das Entscheidende wahrscheinlich. Ja, und das ist eigentlich so die Idee. Und was halt auch ganz stark ist, man sieht es traurigerweise nach wie vor, dass einfach der Unterschied zwischen Männlein, Weiblein in Preisgeldern, in, sage ich mal, medialem Output auch total unterschiedlich ist. Es ist immer ein Männerüberhang. Ja, und wir versuchen, wir machen es, es gibt die gleichen Preisgelder, von der Berichterstattung ist es genau gleich. Männlein, Weiblein wird gleich behandelt. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich jetzt rumschaue, wie es sonst so funktioniert, doch einmalig in der Form. Ja, also vor allen Dingen finde ich in der Richtung wichtig, wenn es darum geht, was können wir hier mit einer Art von dem Format, was der Matthias Aßmann gegründet hat und was können wir alle davon lernen, ist das... glaube ich, ein wichtiger Impuls zu sagen, schaut euch das an, das funktioniert. Und ich glaube, das ist für alle Sportartenbereiche. Voll, also das ist echt traurig. Ich habe jetzt neulich einen Fall von einem Skitourenrennen, einem großen in Österreich. Also da gibt es ein Preisgeld oder ein Geld, wenn man den Streckenrekord gewinnt. Das gilt nur für die Männer. Wenn die Frauen den Streckenrekord brechen, kriegen sie nichts. Und da denkt man sich schon so, wieso ist jetzt die Leistung anders? Klar, es ist vielleicht nicht so viele Leute, die das mitmachen, aber die Leistung ist trotzdem genauso gut. Also das ist sicher ein Punkt, wo man Größe auch noch mal pushen können. Mehrere Tage mit dir darüber reden, was man da alles tun muss, damit wir die Zeit gut nutzen können. Vielen, vielen Dank für das Intro. Ich glaube, wir haben jetzt von dem, was wir auch im Vorbereiten hatten, noch nicht wirklich was vergessen, was die Serie betrifft. Vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen überlegen, wo du gleich zum Abschluss der Session hinlinkst, wo man sich was sucht. Aber vielleicht können wir zwischendurch kurz zu den Produkten gehen, die du mitgebracht hast. Genau, ich habe jetzt passend zur Golden Trail Series mal beispielhaft 2 Modelle aus unserer umfangreichen Range mitgebracht. Das ist einmal der Pulsar Trail und einmal der S-Lab Pulsar. Wie der Name schon sagt, S-Lab, das sind die Produkte, die von unseren international erfolgreichen Salomon-Athleten also Salomon Lab, für unsere Athleten, also von Athleten für
für Athleten, entwickelt werden, getestet werden und dann das Beste vom Besten tatsächlich in dem Schuh verpackt werden. Das ist in diesem Fall, der Philipp kann es wahrscheinlich aus der Praxis bestätigen, einmal die Sohlenkonstruktion, die Reverse Camber Konstruktion, die man aus dem Wintersportbereich kennt, also eine Konstruktion, die einfach für ein dynamisches und sanftes Abrollverhalten sorgt, ein bisschen so diesen Kick-Off-Effekt. Dann ist es eine spezielle Dämpfungs- und Kraftübertragungsmaterial eingebaut. Und ansonsten ist der Schuh relativ minimal gehalten, was jetzt die Sohle angeht, um einfach möglichst viel Gewicht zu sparen. Was aber besonders interessant ist und was auch neu ist bei dem Schuh, ist das Matrix-Obermaterial. Das ist ein sehr leichtes und dennoch robustes Material, welches den Fuß des Athleten oder der Athletin schützt. Es kommt kein Staub rein, es kommt kein Dreck rein, keine Steinchen, was total wichtig ist, wenn man jetzt auf den unterschiedlichen Rennen unterwegs ist. Dennoch durch die Perforation ist der Schuh trotzdem atmungsaktiv. Also das ist wirklich ein ideales Produkt, um auch mal so ein Rennen zu gewinnen, also um tatsächlich vorne mit dabei zu sein. Im Vergleich zum Pulsar Trail, der hat ein bisschen mehr Material, wie man schon sieht, wie man auch am Gewicht merkt. Er ist aber trotzdem unter dem Slogan Push Your Pace angesiedelt bei uns in der Kollektion. Er ist einer breiteren Zielgruppe zugänglich. Er ist dafür gemacht, seine eigene Bestzeit zu brechen, eine neue Bestzeit für sich selber aufzustellen. Sei es den Isar Trail zu laufen oder aber mal so eine ganze Etappe von der Golden Trail Series zu schaffen. Also richtet sich an ambitioniertere, aber auch Einsteiger-Trailrunner, würde ich in dem Fall sagen. Hat auch diese Rocker-Technologie, sorgt für ein dynamisches Abrollverhalten, hat die sogenannte Energy Plate-Technologie verbaut, die einfach für flexibleres Verhalten im Vorfuß eingebaut wurde. Und dann für alle, die Salomon schon kennen und schon länger verfolgen, das Sensifit System zusammen mit dem Quick Lace Schnürsystem einfach für ordentlichen Halt im Mittelfußbereich. Also ein Schuh für sowohl den ambitionierten als auch den Einsteiger-Trailrunner oder die Trailrunnerin. Schön, vielen Dank. Sehr gerne. Tolles Produktintro. Gibt es dem noch was hinzuzufügen von Athletenseite? Produktseitig nicht. Vielleicht noch eine Anmerkung zur Serie, weil ich gesagt habe, bisher die Elite-Athleten, dass wir wollen, die dabei sind, ist trotzdem auch für jedermann. Und das ist, glaube ich, auch in dem Sport Trailrunning auch sehr besonders, was den Sport noch ausmacht. Der normale Läufer steht an der gleichen Startlinie wie der Spitzenläufer. Also es ist nur nicht so, dass es da komplett elitär ist. Auch wenn es da die Gurten gibt und die Leute, die ihr eigenes Limit irgendwie pushen wollen, aber trotzdem ist es die gleiche Startlinie, man läuft das gleiche Rennen und auch da die Aufforderung, man kann das ja wohl auch als Normaler mitmachen. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, die Hürden so zu reduzieren, dass wir, sage ich auch ganz offen, dass wir uns das alle trauen, auch wenn wir jetzt kein Top-Athlet seit ewigen Zeiten sind. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr könnt viel aus dem Tag heute machen. Wir werden uns hoffentlich öfter sehen und für die Branche gute, tolle Beispiele machen. Vielleicht könnt ihr noch sagen, wenn du sagst, wo kann man sich was abschauen bei euch? Ihr teilt, nehme ich an, das Konzept, weil auch das gilt ja vielleicht für verschiedene andere Eventveranstalter. Wie kann man mit dir in Kontakt treten oder mit euch, um möglichst viel von den inspirierenden Lösungen auch anwenden zu können? Also entweder uns persönlich natürlich ansprechen oder auch über die Iris Werner, unsere PR-Beraterin. Gibt es immer Kontakt zu uns, genau. Und eigentlich alle Infos über die Serie, auch über die, was ich gesagt habe, die Gleichberechtigung und solche Dinge finden wir also auf der Website goldentrailseries.com. Das wollte ich hören. goldentrailseries.com. Vielen Dank euch. goldentrailseries.com und da gibt es einen Kontakt und dann landet man irgendwann bei uns oder den Kollegen. Super, vielen, vielen Dank. Ich schließe jetzt meine jetzige Session hiermit ab auf Deutsch and switch back to English, and my next guest would be Sidas. I'm looking very forward to that at our InSole Footwear Solutions. Come back in a minute.
and welcome back to Sympathy Lab on the Sport and Media Outdoor Days. I have the honor now to talk to a brand which I really know intensely from my work for ISPO because it's a game changer in footwear. But because we have a very hybrid, global and also regional national format, we switch in our interview format and now we switch to German. Hallo lieber Jan Otto. Du bist Marketing Manager bei der Firma Sidas und Thermik. Und ich freue mich sehr, weil ich mit dem, was eure Brand ist, sehr, sehr viel verbinde. Und ich verbinde das deswegen damit, weil ihr für die Sportarten, die unsere Welt ausmachen, Outdoor, Sportartikel für draußen sein, Skifahren etc., ihr Lösungen habt, die das Leben sehr viel leichter machen. Definitiv, ja. Vielleicht starten wir damit, dass du dich als Person uns kurz vorstellst, wer du bist und dann ein kurzer Schwenk und dann gehen wir aber nochmal tiefer, was Sidas und Thermik genau ausmacht. Sehr gerne. Ich bin jetzt seit knapp 6 Jahren Marketingverantwortlicher für den deutschsprachigen Raum, das heißt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und bin dort verantwortlich für alle Kommunikations- und Marketingaktivitäten im Bereich vom B2B, also zwischen Retailern und Händlern, als auch was die ganzen Marketingkampagnen an Endverbrauchern angeht. Und ihr macht sehr viel. Kommen wir dann gleich noch zu. Ihr macht sehr wirklich viel, fantastisches Zeug. Ja. Sehr interessante Sachen. Ja. Sag vielleicht noch kurz was zu dir. Was ist dein Werdegang? Ich bin jetzt seit 6 Jahren bei Sidas, war zuvor eine kurze Zeit bei Skins, dem australischen Hersteller für Sportkompressionstextilien, und habe davor Sport und Marketing studiert an der Uni in Konstanz. Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen Richtung der Expertise, die Sidas und Thermik ausmacht. Mein Intro zu Sidas ist, dass wir für verschiedene Plattformen auf der ISPO, bei der Messe München, gelernt haben von Sidas und von eurem CEO, dass Datenmanagement auf Performance-Level für das, wie kann ich meine Bewegung unterstützen, sprich, wie kann ich es mir leichter machen. Und bei Sidas habe ich gelernt, Datenmanagement für Sohlen ist das Wichtigste, um herauszufinden, wie man sich selber in der Performance gut fühlen und steigern kann. Vielleicht kannst du mich so ein bisschen abholen, was sich inzwischen getan hat und wie du das korrigieren würdest. Sehr gerne. Also Sidas ist eine französische Firma und sitzt in Grenoble in den Alpen und existiert schon seit 1975. Und wir sind prinzipiell dafür da, den Sport in vollen Zügen zu genießen, ohne eine Sekunde an seine Füße zu denken. Also, was besonders ist. Was besonders ist. Jeder, der uns zuhören wird wissen, das ist ein echter Gamechanger. Eigentlich wollen wir gar nicht, dass man an unsere Produkte denkt, sondern unsere Produkte sollen dafür sorgen, dass man alles drumherum vergisst und seinen Sport in vollen Zügen genießt. Und da gehört eben zum einen das Produkt dazu, das ist das eine. Das Produkt ist eine Sohle. Das Produkt kann eine Sohle sein, das Produkt kann eine Socke sein. All das, was eben bei Sidas jetzt im Speziellen dafür sorgt, dass man den bestmöglichen Komfort und die bestmögliche Performance hat in seinem Sport. Das kann sein im Skibereich eine Sohle, die dafür sorgt, dass man schön gebettet ist, die komfortabel ist, die für eine gute Kraftübertragung sorgt. Das kann aber auch sein ein Schäuminnenschuh, sodass wir den Schuh maßfertigen können, individuell an den Fuß, oder auch eine Schalenbearbeitung, wo man eben sagt, okay, wir haben die Gerätschaften dazu, um diese Schale entsprechend zu bearbeiten, um diesen Skischuh individuell an den Fuß anzupassen. Und das kann aber auch sein im Outdoor-Bereich eine Socke, die als perfekte Synergie zwischen Fuß und Einlegesohle da ist, um entsprechend Verletzungen vorzubeugen, also präventiv zu arbeiten, Komfort zu bieten, aber auch vor Ermüdungen zum Beispiel zu schützen insgesamt. Und wie du schon angesprochen hast, ist aber auch die Digitalisierung etwas, was vor allem im Sportfachhandel eine sehr, sehr große und wichtige Rolle einnimmt, jetzt schon und auch zukünftig wird. Und da versuchen wir, den Sportfachhandel und eben auch die Konsumenten mit auf die Reise der Zukunft zu nehmen, sozusagen, um mit unseren Produkten ein Einkaufserlebnis zu schaffen und auch nachhaltig einfach Spaß, Freude zu generieren. Beim Einkaufen, aber im Hinblick auf die Aktivität. Genau, sowohl beim Einkaufen als auch bei der Aktivität. Und eben dadurch eben nicht nur das Produkt in den Fokus zu stellen, sondern eben das Ganze drumherum eben auch. Und gerade bei der Digitalisierung ist es so, dass wir
Analysegeräte herstellen, die es schaffen, den Fuß zu vermessen, sowohl statisch, also einfach die Länge und die Breite, oder im 3D-Bereich, wo man dann wirklich ein 3D Bild des Fußes bekommt, wo man dann auch am Bildschirm die einzelnen Stellen aussuchen kann, wirklich wie breit ist die Wade, wie breit ist der Vorfuß, wie hoch bin ich, und eben auch mit einer Druckmessplatte zu schauen, hat man jetzt eher ein flaches Gewölbe, hat man ein mittleres Gewölbe, hat man ein hohes Gewölbe, um da eben die passende Einlegesohle zu empfehlen. In meiner Erinnerung ist das wirklich die erste Firma gewesen, die Individualisierung angeboten hat. Inzwischen ist das ja quasi given. Also, ja, definitiv. Geht nicht mehr anders. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also nur allein eine Sohle adaptiert an ein flaches, mittleres oder hohes Gewölbe kann ja schon einen Mehrwert bieten und eine erste Anpassung sein. Aber wir bieten auch die Möglichkeit und das Know-how, eine Sohle wirklich zu 100% individuell an den Fuß anzupassen. Also wirklich zu 100% customized. Da gehen wir hin und haben ein Fuß, also du musst dir vorstellen wie ein Kissen, ein blaues, da steht mal drauf, und dann sackt man da ein, indem ein Vakuum entzogen wird, und dann wird ein Negativabdruck des Fußes genommen und dann wird eine Sohle erhitzt, die Materialien verschmelzen und die wird dann eingelegt, die wird butterweich und passt sich dann wirklich zu 100% der Fußform an, sodass man dann wirklich eine 100% individualisierte Einlegesohle hat für seinen Sport. Bedeutet das denn jetzt für die, ihr arbeitet mit sehr vielen Händlern zusammen, ne? Wenn du so ein ja, bisschen wir haben ein sehr, sehr großes Händlernetzwerk. Facts and Figures ist immer schön, musst du aber nicht. Ja. Wie mache ich das denn jetzt als Händler, wenn ich es da habe? Muss ich dafür Schulungen machen oder wie funktioniert denn das? Ja, also es ist wirklich so, dass wir versuchen, den Händler von der Pike an mitzunehmen. Also wir gehen nicht hin und stellen irgendwelche Technologien zur Verfügung und lassen ihn damit alleine, sondern wir haben auch eine eigene Academy. Das ist eine Aus- und Weiterbildung, die den Händler dann mitnimmt auf die Reise und ihn optimal vorbereitet und ausbildet daraufhin, entweder eben zu der Maßfertigung des Skischuhs, also wird dann als Bootfitter ausgebildet, oder wie eben so eine Sohlenanpassung funktioniert. Das kann aber auch sein, der Verkauf der Zukunft, also wenn es dann auch um solche Digitalisierungsprogramme geht, wie beispielsweise so ein Analysetool, wo auch alle Schuhe, die auf dem Markt sind, 3D-Innenvermessen integriert sind, sodass der Kunde dann den bestpassendsten Skischuh, Bergschuh, Laufschuh direkt empfohlen bekommt vom System und gar nicht mehr 5, 6, 7, 8 Schuhe dem Kunden zur Verfügung stellen muss zum Probieren, sondern schon genau weiß, auch durch die Anbindung mit dem Warenwirtschaftssystem, das ist der bestpassendste Skischuh oder das ist der bestpassendste Bergschuh für meinen Kunden, der hier auf meinem Analysegerät steht. Spannend. Und wenn ihr jetzt hier seid bei den Sport- und Medientagen, gibt es was dir besonders wichtig ist, was du jedem Journalisten, der dich heute im Laufe des Tages besucht, mitgeben wirst? Was sind gerade die besonderen Strömungen im Markt? Was sind die Trends? Was ist dir besonders wichtig? Ja, der größte Trend ist mit Sicherheit die Nachhaltigkeit und die Ökologie aktuell. Ich wehre mich immer ein bisschen gegen Trend, aber ich weiß schon, was du... Ja, was heißt Trend? Also ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man sich als Unternehmen nachhaltig ausrichtet und wirklich auch versucht, nachhaltig zu agieren, oder ob man hingeht und versucht, einzelne Produkte zu kreieren und die eben möglichst nachhaltig und der Rest eben aber irgendwie da keine große Rolle spielt. Super. Genau, richtig. Genau. Und wir haben uns das da eher zur Aufgabe gemacht, dass wir hingehen und schauen, okay, welche Produkte haben wir und wie können wir diese Produkte so umgestalten, dass sie möglichst ökologisch und nachhaltig sind und eben auch das Ganze mit einbeziehen in zukünftige Produkte, sodass die Produkte, die wir zukünftig kreieren, eben möglichst nachhaltig und ökologisch sind. Und da schaffen wir es eben bei bestehenden Produkten, entweder durch einen Change von Materialien, die eben ökologisch und nachhaltig sind, oder bei Materialien, die einfach gewisse Eigenschaften haben, die wir nicht mit natürlichen Materialien hinbekommen, zu schauen, wie können wir da agieren und das irgendwie verbessern und optimieren. Und da gehen wir zum Beispiel hin und benutzen dann recycelte Garne, die wir da mit einbinden, um dann trotzdem das Produkt, obwohl die Materialien jetzt nicht unbedingt natürlichen Ursprungs sind oder nicht zu 100%, sondern nur zu 40%, da trotzdem so viel Nachhaltigkeit wie möglich in alle unsere Produkte zu bringen. Wichtig, so anzufangen, dass sich möglichst viel ersetzt auf die Zeit.
Ja, definitiv. Bevor wir dahin gehen, sonst würden wir wahrscheinlich unsere Zeit sprengen, vielleicht noch die letzte Frage für SIDAS, Thermik. Muss man Unterschiede kennen oder nimmt man euch einfach als Gesamtes wahr? Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Also SIDAS ist der Spezialist rund um den Fuß und Thermik ist der Spezialist für Thermoregulierung. Viele kennen Thermik vielleicht noch von der Vergangenheit, wo es eigentlich nur um Wärme ging und dafür zu sorgen, dass der Körper eben optimal mit Wärme versorgt wird, durch Heizprodukte von Heizsocken, Heizwesten, über Heizhandschuhe zum Beispiel. Versuchen wir das Ganze jetzt als eher eine Ganzjahresmarke aufzurollen, sodass wir die Thermoregulierung an erster Stelle sehen und es darum geht, egal bei welcher Temperatur, die optimale Körpertemperatur zu halten, sodass sich der Körper optimal regulieren kann sozusagen. Und da haben wir jetzt seit diesem Jahr das erste Mal auch eine Sommerkollektion im Outdoor-Bereich. Das ist eine Sockenkollektion, wo wir durch Verwendung von natürlichen Materialien, oder es ist ein Mix aus Verwendung von natürlichen Materialien und Technologie, es eben schaffen, eben diese Thermoregulierung optimal, egal bei welcher Temperatur, für den Körper zu schaffen. Das heißt, wir haben da eben auch Materialien wie Leinen, das kühlend wirkt, oder Tencel und ein Garn aus Rizinussamen, das sehr, sehr weich ist und das in Kombination mit Technologie, das sind so Mikrokanäle, die da eingebaut sind, die dann eben die Feuchtigkeit nach oben bringen und so optimale Feuchtigkeitsmanagement sorgen. Und so haben wir eine gleich kühlende Eigenschaft und in wärmeren Bereichen dann eben eher mit Merino arbeiten und Wolle, wo es dann eben darum geht, dass wir mehr die Wärme am Körper halten, bis hin dann eben zu ganz kalten Temperaturen im Isolationsbereich oder eben auch High-End mit Integration von Heizelementen, wo wir dann wirklich auch mit wärmenden Produkten auf den Körper einwirken. Wir hatten es jetzt eben bei einer anderen Partnermarke. Gibt es die Möglichkeit, was zu testen bei euch? Ja, klar. Das könntest du noch teilen, wie wir an Testsachen kommen als Konsumenten. Als Endkonsument? Ja. Unsere Produkte findet man sowieso in so ganz vielen Fachgeschäften, sowohl als auch online. Und es gibt aber auch immer mal wieder die Möglichkeit, über Social-Media-Kanäle von uns sich einfach mal zu liken und vorbeizuschauen. Da gibt es immer mal wieder Gewinnspiele, wo man die Produkte gewinnen kann. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, über Partner Produkte auch zu testen und dann so seine eigene Erfahrung zu machen. Also das Beste ist einfach so die Social-Media-Kanäle zu liken, uns zu folgen und dann sich zu melden und dabei zu sein, wenn es cool, das landet dann direkt bei dir und du nimmst ganz viel Testbestellungen an. Ja, ein Teil landet bei mir, ein Teil landet bei meinen Kollegen vom Headquarter. Aber es ist einfach super spannend zu sehen, wie unsere Produkte da vor allem High-End natürlich im Winterbereich, sowohl Spitzensportler, Athleten, Mountaineering, Leute als auch die Damen auf dem Markt oder die Gassigeher oder die Skifahrer einfach Wohlbefinden sorgen und nach vorne bringen. Toll, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr umfassendes, tolles Feld, was ihr macht, damit wir alle uns wohler fühlen dabei. Ja, es war jetzt nur mal so ein kleiner Einblick, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Aber so als kurzer Überblick über die SIDAS-Welt und was wir so alles machen, wofür wir stehen und wo wir uns auch hinbewegen. Und wir haben noch ganz, ganz viele tolle Projekte und zukünftige Technologien und Sachen in der Pipeline. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, auch in der Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald auf den Plattformen, die jetzt anstehen, damit wir da alle noch viel von teilen und lernen können, denn das ändert definitiv viel. Ich danke dir vielmals, Jan. Ich danke dir. Und an unsere Zuschauer gerichtet beende ich jetzt unser Gespräch hier auf Deutsch, switch to English and to our next guest, which will come in a minute, which is Dometic. And Dometic is one important brand for me because I love van lifestyle and mobility. So I'm really curious on my next speech, which will happen in a minute on this channel.
Welcome back to our mobile Sympathy Lab on the Sport and Outdoor Media Days here in Munich. The next guest I'm talking to is working for a brand which I really love. I already mentioned van life is something which I admire and try to be as mobile as possible. So I'm really curious for all the information my next guest can share. It's Karim Maubon, Channel Manager for Dometic, and we switch to German. That's an international format, and we switch between the languages. Liebe Karin, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich bin so neugierig. Ich freue mich auch. Eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ja, wir haben wirklich, glaube ich, dem Matthias ein tolles Format zu verdanken. Absolut, absolut, ja. Tolle Veranstaltung. Ja. Nach 2 Jahren Ruhe mit der Presse und so weiter. Schön, dass die Community und die Industrie sich wieder hier findet. Und wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, ein bisschen was von dir zu lernen, was du genau tust und warum du, wie ich jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit schon lernen durfte, so für das brennst, was du machst, als Persönlichkeit, aber auch über Dometic selber. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass du dich uns kurz vorstellst. Gerne. Wer bist du und was hat dich dahin gebracht, was du heute machst? Ja, also ich bin die Karin. Ich bin Französin, aber eigentlich so Deutschland eingebürgert, weil die Hälfte meines Lebens verbringe ich schon in Deutschland. Und ja, meine professionelle Laufbahn hat mich in den letzten 15 Jahren in der Outdoor geführt. Ich habe für Firmen wie Lafuma, The North Face und Icebreaker gearbeitet. Ja, ganz, ganz schöne Industrie. Das hat einen sehr, sehr familiären Touch und ich bin auch ein Outdoor-Girl. Ich verbringe viel Zeit draußen, sei es beim Schwimmen, Trekking, Wandern, Klettern, also eine vielseitige... Du weißt, was du tust und wofür du arbeitest. Das ist eine schöne Vermischung. Ja, sobald ich draußen Zeit verbringen kann, dann mache ich das. Genau, und jetzt das Dometic-Abenteuer steht bevor. Seit wann arbeitest du bei Dometic? Ja, es ist ganz frisch. Ich bin nicht mal 1 Jahr mit dabei, aber ein ganz, ganz spannendes Thema. Als ich zu Dometic gekommen bin, kannte ich die Marke nicht, obwohl ich... Das machen wir nämlich als nächstes. Vielleicht kannst du, was ist Dometic? Genau. Dometic, um ein paar KPIs und Hardfacts hier auf den Tisch zu bringen. Dometic ist eine schwedische Firma, die ist weltweit agieren, in 100 Märkte vertreten, 9.000 Angestellte und wir erzielen die 2 Milliarden Umsatz. Also keine kleine Klitsche. Und wir blicken auf eine Firmengeschichte von 100 Jahren zurück. Wir können stolz sagen, dass wir eigentlich die Erfinder von der mobilen Kühlung sind. Und unsere Mission ist, das mobile Leben leicht machen. Also unser Motto ist Mobile Living Made Easy. Und wir sind in Anwendungen professionell in unterschiedlichen Industrien unterwegs, also LKW, Automotiv, Yachtindustrie und Wohnmobil. Da tun wir einfach, wir sind Top-Lieferant für zubaute Produkte sowie Klimaanlage, Fenster, Kühlschränke und unterschiedliche Lösungen. Da sind wir voll etabliert und Marktführer und wir erschlagen jetzt auch gerade die Brücke in dem Campingbereich. Da sind wir auch ein ganz bekannter Ausstatter mit Campingmöbel, Zelte in aller Form, Vorzelte, Dachzelte, Familiencampingzelte, Kochzubehör, die ganze Palette, was zum Camping dazugehört. Und für uns das nächste Abenteuer ist einfach die Brücke denn ins Outdoor zu erschließen und das wird durch eine Gesamtlösung ein Konzept für deine Reise mit dem PKW Ich kann keine Fragen stellen, ich bin zu begeistert. Ja, ich meine, wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, das nimmt da schon so seine Expansion, würde ich sagen. Das sind Lebenskonzepte tatsächlich. Ja, ne? ja, wirklich. Und da ist die Firma wirklich sehr stark mit seiner Vision, weil, wie gesagt, es ist keine Start-up, es ist eine Mission, die sie sich da gestellt haben, da einfach so eine Revolution in der Outdoor mit leichten Camping-Ausstattung und Lösungen. Und da wollen wir die Outdoor erobern mit einem Launch auf der Outdoor-Messe in Juni. Ah ja, okay. Ja. Und der Bestfall von dem Launch, das sind ja jetzt alles Branchenspezialisten und Experten, die dir zuhören.
Was genau erwartet uns, wenn du sagst, der Lounge und es kommt? Ich bin persönlich sehr neugierig. Ja. Ich darf jetzt zu dem Zeitpunkt nicht zu viel verraten, aber die Firma hat Wir sind ja unter uns, muss ich klar, jetzt ja sagen. Ja, ne? klar, hallo. Nee, aber die Firma hat wirklich gründlich in den letzten 2 Jahren eine komplette Lösung eben für deine Reise mit dem Pkw entwickelt, in dem da auf Basis von Endverbraucheranalyse, Marktanalyse, man hat einfach gesehen, dass da draußen eine komplette Audienz gibt, die Vanlifer, diese ganze Subkultur, die unterwegs ist, die braucht einfach Lösungen für Camping, die leichter ist, praktikabel ist. Also Camping ist manchmal einfach sehr stark verbunden mit schwerwiegiger Ausstattung, zu technisch aufzubauen. Und Dometic entwickelt und hat diese Vision, Camping einfach mehr accessible zu machen und dann auch durch das Pkw. Und dann brauchst du einfach nicht diese Startinvestition in deinem Wohnmobil, sondern du hast deine ganze Ausstattung im Pkw bereit für dein Mikroabenteuer, für dein Wochenende mit der Familie. Das fällt mir sehr schwer, hier ganz ruhig, nicht voller Begeisterung. Wir laden dich ganz ehrlich ein für ein Wochenende mit uns und mit unseren Vans. Und, ja, ich bin das tatsächlich im Herzen mit vielen eigenen Erfahrungen damit. Schön finde ich, wenn du jetzt aus der Perspektive von dir selber als Persönlichkeit, weil du mit so vielen Marken schon gearbeitet hast und Dometic, was wird denn in den nächsten Wochen und Monaten unseren Markt betreffen? Weil die Mobilität und die Veränderung der Lebenskonzepte und du hast das alles schon angedeutet, aber teil uns ein bisschen deinen... Genau, ja, also wir haben ganz klare Trends identifiziert, wie du gerade gesagt hast, Mobilität, das mobile Leben, Vanlife, der digitale Nomad. Ich sage immer, ich bin von der Lonely Planet Generation. Genau. Ja. Und jetzt kommt einfach die Vanlife Generation, die sind sehr Entrepreneur, digital nativs und die haben eine andere Art und Weise, um jetzt, sagen wir so, in die Natur zu gehen. Und da sprechen wir einfach mit unseren Produkten die sehr, sehr stark ein. Genau, Mobilität. Der zweite Trend ist Naturerlebnis. In den 2 letzten Jahren sehr stark geprägt, auch durch die Covid-Situation, wo die Leute das Erlebnis in der Natur nochmal auf einem neuen Start, würde ich sagen, so jetzt mitnehmen oder erleben und den Drang in die Natur oder mehr Zeit in die Natur zu verbringen. Und klar, denn ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch in aller Munde. Es ist kein Trend mehr, sondern ein Bestandteil von jeder strategischen Entscheidung, die jetzt Firmen einfach nehmen. Und die Outdoor war da wirklich Pionier auch an der Vorfront, um das voranzutreiben mit Nachhaltigkeit. Wir haben noch viel zu besprechen. Das reicht nicht in diesen 10 Minuten. Die 10 Minuten sind ein bisschen kurz, um jetzt über 100 Jahre auch zu sprechen. Also was aber natürlich vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, was wir jetzt hier ja machen, nämlich inspirieren, Lösungen teilen. Matthias Aßmann bildet dafür das Forum. Wenn du dir was wünschen würdest, was Marken mit dem, was du sagst, was Dometic ist, was ihr für Daten erhoben habt. Also auch da geht es ja dann um Teilen und was gibt es für, wie kann man mit dir arbeiten? Ja, also mit uns kann man, also wir wollen ganz gerne fast so eine neue Kategorie im Handel, in der Distribution, um diese Audienz Vanlifer zu erreichen. Also die Vision ist wirklich so ein bisschen eine Revolution in dem Handel zu bringen, weil das Konzept ist wirklich ganz, ganz neu und da müssen wir vielleicht ein bisschen die Boundaries shaken im Handel, weil das Konzept gibt es in der Form nicht. Also komplette Lösung für deinen Pkw, für deine Reise mit dem Pkw ist was ganz, ganz Innovatives und Neues. Und da kommt einfach Dometic mit voller Power dahinter. Also richtiges Powerhouse. Also wir können alles sehr neugierig sein über was jetzt auf der Outdoor-Messe kommt. Oh, das ist toll. Ich freue mich sehr drauf, was immer uns gemeinsam noch in unserem Format auch einfällt. Ich glaube, da sind wirklich alle sehr neugierig darauf, weil nicht nur wegen neuen disruptiven Konzepten, das ist ja das, wo man viel von lernt, egal jetzt in welchem Produktbereich, aber vor allem auch, weil ich glaube, wie viele Menschen haben wir jetzt hier? 120, 130 für den einzelnen Tag heute. Da wirst du wahrscheinlich 100% Zielgruppe haben. Ja. Wunderbar. Ich freue
freue mich. Sehr gespannt und Ja, toll, dass du gekommen bist. Toll, dass du danke deine sehr Zeit für mit das mir geteilt Interview hast. und viel Erfolg für deinen Interviewmarathon jetzt den ganzen Tag. Danke, durch Menschen wie dich macht es sehr viel Spaß. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. Und ich werde jetzt wieder auf Englisch herübergehen. Sympathy Lab next slot will be the wonderful brand Sokoni on footwear, business and running, and we will come back in a minute.
Hello and a very warm welcome back to Sympathy Lab in Munich with our daily live session or full day long live session. And now I have the honor to speak with the brand Saucony. I admire that brand because they set pace and the tone in running. I'll speak right now with Alexander Dobrova and Florian Sievert. We switched to German again because they are responsible for the region where we speak from at the moment. And I'm pretty curious to learn on what's going on in the market with marketing and also with technical developments. Lieber Florian, lieber Alex, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Es wäre toll, wenn wir damit einsteigen könnten, dass ihr euch kurz vorstellt, was ihr so bisher gemacht habt und euch dahin gebracht habt, wo ihr seid, und dann gehen wir danach zu Saucony. Sehr gerne. Ja, ich bin schon ein Drittel meines Lebens bei Saucony. Kann man rechnen, wie alt ich bin, aber ein Drittel meines Lebens bin ich schon da. Noch nachdenken? Ja, kann man kurz noch nachrechnen. Habe angefangen im Marketing vor 10 Jahren. Bin dann in Sales wieder gewechselt, alles mit Laufschuhen. Und bin jetzt wieder zurück zum Marketing. War erst für Deutschland, Österreich verantwortlich. Und bin jetzt relativ frisch für komplett Europa als Marketing Director verantwortlich. Oh, also kann man gratulieren. Man kann noch frisch gratulieren. Genau, ja, vielen Dank. Genau, mitgebracht habe ich meinen Experten fürs Produkt quasi. Genau. Ja, meine Werdegang sah so aus, ganz anders. Ich kam mehr aus dem Amateur bzw. Profi-Sportbereich im Fußball. Habe dann aber eine klassische Ausbildung erstmal im Handel belegt, da meine Einblicke in Biomechanik, Anatomie genommen und dann dual studiert und bin jetzt seit 1,5 Jahren bei Saucony und da in dem Bereich eben Technik, technischer Repräsentant in Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. Und habe heute das Glück, euch heute die technischen Features nahe zu bringen. Also richtig active field, ich freue mich sehr. Ja. Wir haben ausgemacht, dass ihr euch so ein bisschen gegenseitig ergänzt. Ich würde mich wahnsinnig dafür interessieren, wenn ich jetzt zuhören würde und es nicht wüsste, was ist denn Saucony? Wir haben auf ein paar interessante Fragen gehofft. Wir können gerne anfangen. Grundsätzlich geht es, glaube ich, erst um Saucony an solches, wenn man uns vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatte. Wir sehen uns als rein Laufspezialisten, das macht uns einigermaßen besonders. Das heißt, der Laufspezialist, wir kümmern uns nur um Laufschuhe und Laufbekleidung und nichts anderes. Da stecken wir all unsere Mühen rein. Wir sagen auch immer gerne, vor Corona, muss ich dazu sagen, immer von Läufern für Läufer. Mittlerweile sagen wir, wer ist eigentlich ein Läufer und wer bezeichnet sich selbst als Läufer, ist ja gerade so die große Debatte in dem Feld. Aber wir sehen uns als rein Laufspezialisten. Da stecken wir unsere ganze Power rein, unser ganzes Wissen rein und die tägliche Arbeit. Wir haben ein großes Labor in Amerika, sind immer bemüht, die neuesten Innovationen auf den Markt zu bringen, da wirklich Vorreiter zu sein, egal bei welchen Produkten, bei welcher Zielgruppe. Komfort, geht um Schnelligkeit, geht natürlich um Trail, gerade wenn wir über Outdoor sprechen. Also wirklich das komplette Portfolio für einen Läufer abzubilden und immer mit der größten Innovation, mit der neuesten Innovation. Thema Innovation spiele ich den Ball dann auch gerne direkt weiter, oder? Thema Innovation haben wir natürlich auch was mitgebracht. Zum einen natürlich Innovation Trail, wo wir unseren neuen Xodus Ultra präsentieren werden. Das heißt, was wir hier mit diesem Schuh schaffen, ist auf alle Fälle Trail auch nochmal auf einer anderen Ebene zu platzieren. Das heißt nicht nur Speed Trail, sondern wirklich einen konsumigen Trail. Läufer und da die Community ein richtiges Produkt an die Füße zu geben, was mit unserem leichtesten und reaktivsten Dämpfungsmaterial ausgestattet ist. Das ist unser Power Run PB-Material, was dadurch auch einfach eine Langlebigkeit und dem Läufer einen guten Support auf längere Läufen insgesamt einen Support gibt. Ja, und dadurch einfach wirklich schnelle Zeiten auch zu erreichen, wenn es auch mal einen Ticken länger wird beim Trail. Dann spielen wir das Thema natürlich auch Everyday Runner mit unserem, wo wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sind, Tempus. Das wird der neue Tempus sein. Hier arbeitet schon sehr viel Anklang gefunden. Genau, der allein hier schon mal einen Augenstecher mitgenommen hat. Wo wir hier auch ein bisschen ein anderes Thema mittlerweile spielen, ist einfach auch einen Schuh zu produzieren, einen Läufer, der vielleicht ein bisschen mehr Stabilität benötigt. Ja, das macht den Schuh etwas einzigartig, dass wir hier mit 2 Dämpfungsmaterialien arbeiten. Zum einen auch mit unserem leichten reaktiven Material, mit unserem Power Run PB. Und zum anderen werden wir wie in so einer Gabeltechnik, wo man hier auch schön in diesem Grau mit einzieht, nochmal eine zweite Struktur mitbieten. Das heißt, wenn der Läufer ermüdet, greift hier die Struktur und der Läufer kann weiterhin dynamisch und verletzungsfrei weiterlaufen. Ja, gerne, gerne. Ja. Okay.
Du hast noch mehr Produkte mitgebracht. Wir haben noch ein Highlight. Noch ein Highlight? Wir beschränken uns nicht auf wenig, sondern gern auf viel, aber dafür viel in Qualität. Das heißt, zum einen werden wir auch natürlich im Thema Speed-Bereich ein neues Produkt bringen. Speed ist deshalb für uns auch ein wichtiges Thema, dass wir sagen, okay, was auch ein großer Trend ja bei anderen Herstellern ist, dass es nicht nur Richtung Carbon geht, was ja wirklich Spitze und Nische bedeutet, sondern dazu ist wirklich unser Endorphin Speed ein Thema, wo wir mit Nylonplatte arbeiten, was den Schuh etwas konsumiger macht. Das heißt, nicht nur vielleicht im Wettkampf getragen werden kann, sondern auch eben für seine klassischen normalen Trainingsläufe oder Intervalle genutzt werden kann, wo dann das Thema Speed einen großen Anklang findet in unserem Endorphin Speed eben. Genau. Und ich frage jetzt mal so dazwischen, weil ich mich ja dann in die Position der Zuhörer versetze, was macht das denn alles so anders als bei anderen? Weil augenscheinlich habt ihr ja einen anderen Marktmoment als andere Produkte oder Brands. Ist das die Antwort? Also sind viele Antworten. Ja, es sind viele Antworten. Sind viele Antworten. Gut, dass wir darüber reden. Definitiv, ich glaube, das sprengt dann die 15 Minuten. Aber gerade bei dem Speed ist es interessant, weil das große Thema vor 1-2 Jahren, was aufkam, war Carbon-Schuhe, Carbonplatte im Schuh. Und wir haben gesagt, ja, wollen wir haben auf jeden Fall. Wir haben uns mit unseren Athleten zusammengesetzt in Amerika, haben den Endorphin Pro entwickelt, unser Schuh mit einer Carbonplatte drin, unser schnellster Schuh. Aber gleichzeitig wollten wir dieses Gefühl von der Carbonplatte, dieses schneller nach vorne kommen, effizienteres Laufen, wirklich jedem anbieten. Also nicht nur den Schnellsten, die auch von der Muskulatur können, vertragen, sondern wirklich jedem da draußen einfach einen konsumigen Schuh machen und alle sollen davon profitieren, von dieser schnelleren oder ergonomischeren Laufdynamik. Dadurch ist der Speed entstanden. Der hat eben nicht die Carbonplatte, die es sehr steif macht, aber sehr also schneller im Vortrieb, sondern wir haben eine Nylonplatte genommen, die ein bisschen flexibler ist, die sich dem Fuß ein bisschen besser anpasst und so diesen Hype rund um Carbon eigentlich jedem zugänglich gemacht. Und das hat sich super gut etabliert mit 3 Schuhen. Das ist die Endorphin-Kollektion, da haben wir den Endorphin Shift, der ist wirklich der konsumige Schuh für jedermann. Egal wie oft man läuft, wie schnell man läuft, wie lange man läuft, wo man läuft. Dann haben wir den Speed mit der Nylonplatte für die schnelleren Einheiten. Jeder, der wirklich diesen Vortrieb spüren möchte. Und der Pro ist wirklich entwickelt von Athleten für Athleten. Da geht es darum, auch die Muskulatur zu haben, auch das Training in sich zu haben, um den Schuh auch laufen zu können, muss man auch dazu sagen. Und habe ich dich jetzt eben unterbrochen? Nö, du hast mich gar nicht unterbrochen. An sich in den Highlights, sind wir ist ja noch einer. Ja, Alex ist so im Produkt, den unterbricht man immer beim Produkt. Genau, der hört nie auf. Musst du unterbrechen. Vom Grundsatz könnten wir durchaus mehr als die 15 Minuten über unser Produkt sprechen. Aber das können wir gerne noch beim späteren Getränk mitbringen. Nein, das sind wirklich unsere 3 Highlights an sich im Produkt. Was wir sonst noch mitgebracht haben, ist unser Endorphin. Endorphin ist nicht alles bei uns, sondern der Peregrine. Peregrine ist so ein bisschen die Spiegelwelt zu unserem Xodus Ultra, wo wir an sich deutlich auch wieder hier mehr Richtung Speed-Bereich gehen, mit einem etwas direkteren Dämpfungsmaterial, was den Schuh einfach wahnsinnig direkt und aggressiv im Trail macht, um dazu aber auch nicht nur direkt und Stoßkraft spüren zu können, verarbeiten wir zum Beispiel vorne auch im Vorderfußbereich nochmal eine Carbonplatte, was die Stoßfestigkeit diesem Schuh nochmal gibt. Okay. Ja, also einfach auch da dem Läufer wieder diesen Switch zu geben zwischen Komfortabilität, was einfach nochmal das schöne Dämpfungsmaterial mit sich bringt, Griffigkeit von unserer Außensohle, wo wir wirklich sehr, sehr griffig sind, und aber auch Festigkeit, wo nochmal im Vorderfuß mit Carbon gearbeitet wird, dass die Stoßfestigkeit einfach vorhanden ist. Ja. Okay. Genau. Auch das spiegelnd, was wir eben hier oben hatten, bevor wir angefangen haben, die Kamera anzumachen. Was sind denn die Preispunkte? Ist das was entscheidend ist für die Konzeption und der Mitbewerber, oder ist das ein... Preispunkt geht natürlich von bis, wie bei allen Gütern, die wir konsumieren. Grundsätzlich sind wir darauf bedacht, wirklich jedem Läufer, sei es wie das Portemonnaie aussieht, aber auch wie die Konstitution ist, das beste Produkt an den Fuß geben zu können. Das heißt, wir sprechen über verschiedene Dämpfungsmaterialien, die abgestuft werden. Natürlich, je hochwertiger die komfortabler die Dämpfung ist, sprechen wir auch schon über den Preis natürlich. Aber wir bieten wirklich auf jedem Preispunkt, geht los bei 110, 120 Euro, bis hin zu dem Schuh, der wirklich die neuesten, innovativsten Produkte drin hat, wo natürlich auch die Entwicklung drin steckt. Carbonmaterialien, da sind wir dann schon bei knapp 200, 250 Euro für dieses spitze Nischenprodukt. Aber eigentlich ist es ein sehr, sehr konsumig und wir bieten für jeden Läufertypen den perfekten Schuh an. Nicht nur um schnell zu laufen, sondern auch um gesund zu laufen und überall zu laufen.
spannend. Ich bin auch tatsächlich nur drauf gekommen, weil der Kollege eben gefragt hat. Wenn ihr jetzt ein kleines bisschen in die nächsten Monate und in die Zukunft schaut und wünscht, was sind denn da so eure Gedanken und eure Antworten für die nächsten Entwicklungsschritte? Entwicklungsschritte grundsätzlich vom Läufer, Läuferin her. Alle, die während Corona das Laufen begonnen haben, bitte weitermachen. Spreche ich nicht nur aus Markensicht, sondern auch für die Gesundheit ist einfach super. Und wir haben doch sehr gemerkt, dass viel mehr in die Laufschuhe reingeschlupft sind. Achtet bitte drauf, und spreche auch nicht nur für Saucony, achtet drauf, dass ihr einen gesunden, ordentlichen Laufschuh für euch selbst habt. Geht in den Fachhandel und holt euch den Schuh, der individuell zu einem passt, damit man lange Spaß am Laufen hat. Ich glaube, das ist aktuell gerade auch unser Thema. Hatte ich ganz am Anfang schon angesprochen. Wer ist eigentlich ein Läufer, wer ist eine Läuferin? Wer bezeichnet sich selbst so? Viele bezeichnen sich selbst nicht als Läufer oder Läuferin, aber laufen, weil sie das einfach in ihren Alltag integrieren, morgens vor der Arbeit, abends noch eine kleine Runde, Social Networking. Die verbinden sich digital und das ist einfach ein Riesenthema, was aufrechterhalten werden muss im Sportbereich, weil es einfach ein super flexibler, individueller Sport eigentlich ist, aber gerade eine große Massenbewegung wird. Und das macht, finde ich, echt Spaß. In Physical Activity. Absolut, gerade nach den letzten 2 Jahren, wo wir dann doch alle vielleicht 1-2 Mal öfter zu Hause geblieben sind oder mussten, ist es, glaube ich, die Message von uns auf jeden Fall, auch im Marketing, vor allem als Positionierung der Marke. Wir sind für alle da, wir bieten den perfekten Schuh für jeden an. Holt euch unbedingt, das ist mein Appell an die Konsumenten, holt euch das muss man ja immer dazu sagen, selbst wenn wir in so einem Bubble-Zirkel-Bereich sind, wir sind ja alle dann Konsumenten. Eben, wir laufen ja alle und es ist ein Produkt, wo wir Beratung brauchen. Holt euch den perfekten Schuh und habt ihr lange Spaß. Und wir bieten wirklich für jeden den perfekten Schuh an. Beratung ist key. Gerade, glaube ich, weiß jetzt gerade auch eben nach 2 Jahren, wo man doch einfach, wie es der Flo gerade gesagt hat, zu Hause saß. Das ist einfach ein perfekter Touchpoint. Egal mit wem du zum Laufen gehst, wie lange du zum Laufen gehst, in welchem Bereich man zum Laufen geht. Laufen kann für jedermann da sein. Und der das jetzt über Corona angefangen hat, kann es wirklich, gibt es einige Beispiele, auch so im privaten Bereich bei mir. Ja, ich habe mit einem Freund, der über 105 Kilo gewogen hat, angefangen hat zu laufen und der mittlerweile 20 Kilo davon abgenommen hat, mittlerweile im Competition-Bereich mittlerweile aktiv ist. Also Laufen ist wirklich mit dem richtigen Produkt einfach ein wahnsinniger, ein verbindendes Element, wo einfach auch viele zusammenkommen. Und ich denke, das kann jeder wieder brauchen in der jetzigen Zeit, kann auch viel integrieren und dazu, Laufen mit dem richtigen Produkt kann einfach nur Spaß machen. Absolut. Ja. Vielen Dank euch. Also für mich persönlich kommt da auch vor allen Dingen nicht nur die Technologie schon seit Jahren. Das ist das, wofür ihr steht, sondern hinzu kommt halt noch echt eine Menge Style. Deswegen vielen Dank. Style und Spaß, absolut. Style und absolut. Spaß, genau. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag hier. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer der anderen Plattformen und in unserem Sympathy Lab mit euren tollen Lösungen. Und euch einen guten Tag heute. Ja, dir auch. Vielen Dank. Dankeschön. We have 1 minute break in front of us. I'll switch from German to English again because our next brand will show their dedication to outdoor in a complete different way. It will be Cake, the e-mobility bikes. And I'm pretty curious and come back in a minute.
Welcome back to a Sympathy Lab, live and mobile version of Sympathy Lab here in the Sport Media Outdoor Days in Munich. After several interviews, I'm pretty excited that it's so diverse, of course, because we have several brands and products and ideas and solutions. I guess my next guest is pretty special in delivering solutions, in bringing up a complete new potential to a new market. I'm going to switch to German because I have the honor of Sinje Gottwald, sales for the DACH region, Germany, Austria and Switzerland. And we're going to have our conversation in German. Herzlich willkommen, liebe Sinje. Dankeschön. Wie schön, dass du da bist. Und Cake ist sehr, sehr spannend, nicht nur im Sinne des Produkts, sondern auch der Kommunikation. Bevor wir eintauchen, vielleicht stellst du dich kurz vor, gerne, wer du bist und wo du herkommst und was machst du denn eigentlich hier? Gerne. Ich komme aus Stuttgart ursprünglich, wohne seit 1,5 Jahren in Barcelona und bin eigentlich eine Person, die grundsätzlich immer draußen sein möchte. Ich fahre gern Motorrad. Passt ganz gut dann zu dem. Genau, richtig. Also es ist eigentlich die perfekte Kombination, mein absoluter Traumarbeitgeber natürlich. Und bin selbst 3 Jahre um die Welt gefahren mit Motorrad und bin danach praktisch auch über den Weg dann zu Cake gekommen. Schön. Also ich glaube, wir hoffen, dass wir sehr, sehr viele Zuschauer haben, die aus anderen Ecken kommen. Vielleicht kennt nicht jeder Cake. Erklär, was es ist. Gerne. Cake ist ein schwedischer Hersteller von elektrischen Motorrädern und Mopeds. Es sind ganz leichte, leise und saubere Vehikel, also Fahrzeuge auf 2 Rädern. Und unser Gründer Stefan Itterborn hat lustigerweise 2012 auf der ISPO, damals noch Gründer von der POC, von der Firma, die auch vielleicht der eine oder andere kennt, ein Fahrzeug gesehen, das er so noch nicht kannte. Leichter als Motorrad, schwerer als ein Mountainbike. Hat sich das sofort gekauft auf der ISPO, hat es dann in sein Ferienhaus gestellt und hat dann immer wieder weitere elektrische Fahrzeuge dazu gekauft und hat dann festgestellt, das sieht gar nicht so schlecht aus, hat Freunde eingeladen, die sind alle damit gefahren, waren alle begeistert. Auch Leute, die normalerweise nicht Motorrad fahren, waren danach total begeistert. Und dann hat er gesagt, naja, das ist die Zukunft. Ich durfte es tatsächlich damals auch ausprobieren und es ging wirklich allen so. Allen. Genau, alle waren sehr begeistert. Ja. 2016 hat er dann Cake gegründet und 2018 wurde dann das erste Motorrad auf den Markt gebracht. Und das ist auch sehr gut angekommen. Und seither hat sich natürlich viel getan. Also wir sind sehr gewachsen und haben jetzt auch weitere Modelle auf den Markt gebracht, die nicht nur in dem Offroad-Bereich dann einzuordnen sind, sondern auch im Urban Mobility-Bereich und dann auch im Kontext von Unternehmen genutzt werden können. Auch da ein riesen Kompliment ist ja fast Quatsch, aber es ist schon beeindruckend, mit welcher visionären Haltung euer CEO sowohl POC als auch jetzt Cake anschiebt. Bevor du vielleicht gleich nochmal den Markt so beschreibst, weil das müssen wir, glaube ich, auch noch verstehen. Sag noch mal kurz, wie arbeitet ihr, wie seid ihr aufgestellt, wie viele Menschen, ist schon ein bisschen was gesagt, aber gib uns noch mal so einen Fact- und Figure-Überblick über Cake. Ja, gerne. Also hat, wie gesagt, 2016 angefangen, damals Stefan mit seinen 2 Söhnen und inzwischen sind wir rund 150 Mitarbeiter in Schweden, hauptsächlich im Headquarter, dann in Europa verteilt und dann noch in den USA, die natürlich den ganzen Bereich abdecken. Gibt es einen stärksten Markt gerade? Ja, Schweden natürlich, weil wir da am bekanntesten sind. Also die Marke ist dort sehr bekannt, Stefan ist dort sehr bekannt und dort ist auch die Infrastruktur des Unternehmens natürlich schon perfekt aufgebaut. Die restlichen Regionen wachsen gerade natürlich und dementsprechend sind sie noch nicht ganz so stark wie jetzt Schweden. Aber da sieht man jetzt auch schon einen extremen Unterschied zwischen vor einem Jahr und jetzt. Da hat sich viel getan. Spannend. Genau, aber das liegt natürlich auch an der ganzen Entwicklung, die wir jetzt durchgemacht haben in den letzten 2 Jahren. Die Pandemie, so tragisch das alles ist, hat natürlich diese Entwicklung für uns auch gepusht. Natürlich. Also die Nachfrage Richtung, wie kann man in der eigenen nahen Umgebung kleine Mikroabenteuer erleben, wie kann man mobil sein, wie kann man da irgendwelche kleinen Erlebnisse haben, die in der Pandemie natürlich nur in dem engeren Umfeld möglich waren. Es hat natürlich auch geholfen, dass da Leute viel umgedacht haben und dann auch auf uns gekommen sind, ganz einfach. Wir fangen noch mal bei so diesen Grunddingern an. Brauche ich irgendeine Art von Führerschein? Es ist unterschiedlich. Also wir haben ja verschiedene Modelle. Die Modelle, die 90 km/h fahren, ja, das ist vergleichbar mit einer 125er, also mit einem Motorrad, da braucht man einen Führerschein. Aber es gibt auch kleinere, das heißt 45 km/h Maximalgeschwindigkeit und dafür braucht man keinen Motorradführerschein, aber natürlich einen Autoführerschein. Okay. Und in der Preisrange bewege ich mich wo, wenn ich jetzt das haben will?
fängt bei 3.500 € an und geht bis 13.500 €. Ist natürlich abhängig davon, für was man sich interessiert. Es gibt dieses kleine Macker, das jetzt seit letztem Jahr auf dem Markt ist. Das ist für die Stadt perfekt. Da kann ich gut von A nach B fahren, sehr leicht und wendig. Das kostet 3.500 €. Wenn ich aber wirklich Offroad gehen möchte und das Kalk fahren möchte, dann liegt das natürlich dementsprechend auch höher. Das ist dann das Bike, das auch die meisten kennen, die Cake auch irgendwo schon mal gehört oder gesehen haben. Genau. Und was gibt es noch zu verstehen, was wichtig ist, um euch gut zu kennen? Und das ist ja jetzt, wir sprechen eigentlich in unserem B2B und haben sicher auch welche dabei, die das für sich privat ganz spannend finden. Also was gibt es noch, was du teilen möchtest? Also ganz viel kann ich teilen, aber ich glaube, interessant ist das Konzept. Es ist eine neue Kategorie, die da geschaffen wurde. Also wir ordnen uns nicht ein im Motorradsegment, aber auch nicht im Fahrradsegment. Wir sind eine Kategorie dazwischen, ist auch ganz bewusst so gewählt worden. Es gibt natürlich inzwischen viele Hersteller, die elektrische Motorräder zum Beispiel herstellen. Der E-Bike-Markt ist natürlich extrem gewachsen, das wissen wir alle. Was oftmals passiert ist, dass elektrische Motorräder basieren auf normalen, also vom Design her, auf normalen Motorrädern dann neu entwickelt werden. Das heißt eigentlich vom Design das gleiche Motorrad wie Benziner, aber mit einer Batterie eben. Und wir sind bewusst eben nicht in diese Richtung gegangen und haben gesagt, das ist eine neue Kategorie. Wir möchten ganz leichte Motorräder haben, die praktisch auch von jedem gefahren werden können. Das Ziel ist, und das ist auch eine ganz klare Mission und der Ansatz von Stefan gewesen, ursprünglich zu sagen, nur wenn es Fahrzeuge gibt, die wirklich Spaß machen, also wo man Lust drauf hat, drauf zu sitzen, wo man Lust hat, damit rumzufahren, kann man auch Leute dazu bewegen, diese Fahrzeuge zu fahren. Und nur dann kann man auch diese Entwicklung Richtung Zero Emission und Nachhaltigkeit, die Themen schneller vorantreiben, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Also dieser Spaßfaktor und Nachhaltigkeit in Kombination ist eigentlich das, was am möchte mir was wünschen. Ja. Wir kommen heute gar noch nicht mal in die Nähe der Fragen, die ich dir gerne stellen wollen würde. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir also das Sympathy Lab werden wir jeden Monat aufbauen. Und wir haben Schwerpunktthemen zu Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung, sowas wie Bewegung attraktiv gestalten. Und gerade zum Thema Mobilität und den sich verändernden Faktoren würde ich euch wahnsinnig gerne nicht nur einladen, sondern eigentlich mit euch gerne zusammen kuratieren, wen wir dann da sehen und wer dann mit wem diskutiert. Und das hatte ich schon auf dem Zettel, deswegen freue ich mich umso mehr. Und wenn du einverstanden bist, sehr gerne. Werden wir uns da was ausdenken und eine komplette Sendung drum machen, weil es ist so schade, wenn wir das alles durchstreifen. Ich glaube, da gibt es auch so viel zu reden und zu erzählen. Genau. Ja, sehr gerne. Toll, dann will ich mich hiermit schon mal bei dir bedanken, dir einen erfolgreichen Tag mit dem Format von Matthias Aßmann, dass du hoffentlich gute Gespräche haben wirst. Dankeschön. Und wir sind verabredet. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ich auch. Danke, Sinje. Dankeschön. Und für unsere Zuschauer freue ich mich jetzt auf das nächste Gespräch. Weil wir das jetzt so angefangen haben, gibt es sowohl An- und Abkündigungen jeweils auf Englisch und auf Deutsch. The next session in our Sympathy Lab here on the Sport and Media Outdoor Days, Sport and Outdoor Media Days, will be with Sympatex, one of the sponsors of this event. And I'm looking very much forward to Dr. Rüdiger Fox, who is the CEO of Sympatex, here on my couch. See you in a minute, and thank you, Sinje. Dankeschön.
Welcome back to the Sympathy Lab Mobile Edition here on the Sport and Outdoor Media Days in Munich. The long and wonderful possibilities here to understand where the brands come from, what they seek for, and what the market delivers continues now with the conversation with Dr. Rüdiger Fox from Sympatex Technologies. Very warm welcome. Hi, Kim. It's a pleasure to have our conversation here. It's also very much supported the Sympathy Lab by Sympatex, so it is now mainly on Sympatex to make sure that we deliver the right messages and you deliver the right messages for the markets, for what's going on at the moment. I know that you have disruptive and visionary thinking, not only for the market itself, but also in textile complete business. We support here, each brand which is here, a media and different kind of show format. So ideally we have a conversation on what Sympatex is doing at the moment and what do you see collaboration platforms like this is. But before we start with the questions, maybe you can explain a little who you are and what you stand for, a little about yourself. Thank you, Kim. I think disruptive and visionary is a bit exaggerated. My advantage and disadvantage at the same time is I'm an outsider. I came to this industry pretty much from aerospace, automotive and different industries, which probably at the beginning was irritating for many people, that I started voicing pretty early my opinion. But I would say I try to combine the external perspective with a growing level of love for the industry. And what is indeed beautiful is that the potential we have in improvement, which some people might just criticize, is at the same time a fantastic opportunity for all of us to do what we have done so far and bring it up on a very different level, on a higher level where we combine the optimization of sports with a focus on sustainability without making compromises. So in a way I fell in love. It took a while. It took some years. But I think my contribution, I try to inspire a bit with a bit of the helicopter view on an industry which is full of specialists. So we don't need more specialists. I think sometimes we need to have the outside perspective. Maybe for a summary, before we go deeper into that thoughts, which also links to Sympatex market position, etc., you can a short wrap up. What is Sympatex? What is it standing for? What is the product? What's Sympatex? I would say in principle Sympatex is a brand nobody should know and everybody should know at the same time. Nobody should know because we are invisible. Ideally speaking, we're invisible. We are a membrane producer, a membrane developer that actually transforms textiles into functional textiles. So breathable, waterproof, windproof, and our mission and perhaps the opportunity we have with the brand is that the material we are using is the same material 80% of the synthetic industry is using, which is polyester. So what our ambition is actually providing functional materials that suit at the same time the performance levels we're all used to and the sustainability requirements of the future. What is your perspective on the markets right now? If it's the, what you say, disruptive and visionary thinking of what you are in a business role, seeing Sympatex as one key player, there's a lot of different things coming up, let's call it like this, different things coming up in terms of EU regulations and changes for textile industry. Can you sum up your thoughts and your position? I can try, and as I said at the beginning, it's always an outside view. So in a way, it's perhaps a bit more distant perspective or broader perspective, and not to the details. But what I can see at the moment is that we are overtaken by the politics. The awareness level of the impact our industry is having in the world, whether that is in chemical terms or in waste terms or in other terms, is enormous and can't be overlooked anymore. And seeing this on our industry and putting the focus on our industry is a movement which is on one side extremely new, like 2017-18 it started with the first focus on climate change, getting more and more into waste.
But honestly speaking, I've never seen, especially in Europe, the European Commission to taking such an accelerated speed to entirely transform the conditions under which we're allowed to operate from a classical linear thinking, so we produce, we sell, and whatever we throw away at some point, into a circular process. So the challenge I think we will see is that we are used to being the front runners with innovations and new styles and new technologies. Now I think we need to become aware that we actually will run behind. In 3-4 years, the permission to operate will have fundamentally changed in entire Europe, especially with regards to climate, but also with regards to circularity, plus of course the whole discussion around chemicals, where we need to align with responsibilities which until now we could largely ignore, especially in third countries. So I think we see at the moment a transformation process where we urgently need to wake up, because that's not just a trend, but it completely changes framework conditions to operate for us. Seeing what Sympatex is standing for as a brand, closing the loop, that was one of your first claims, what you put it into the industry, not only for outdoor, but for all the fields of play. Closing the loop, what's next? What are the next steps? What is there from message from yourself, but also from the brand to the industry and to our listeners? I mean, in a way, as I said, we're a brand nobody should know and everybody should know. We shouldn't be known because what we actually want is to inspire. We want to see the things which are coming towards our industry. And we have very early started to create pilot projects by which we can show that things are feasible. So we want actually to motivate the industry to try things out. On circularity, we have decided in 2016 that is our strategic focus, not because of any marketing things or any sales reflection, but mainly because we felt that that is absolutely necessary for our industry. And our commitment is by 2025 that we are 50% circular, and by 2030 we're 100% circular, which means we actually pull from the market raw materials only which origin from old textiles, and we bring back only materials in the market that can be easily recycled. And that is our ambition, and I think on the trajectory we're pretty advanced. There are still new movements which will happen. We will see a much bigger focus on national collection systems. We see investments shifting gradually on recycling, which is fantastic, because turning garbage into gold has been since hundreds of years the human ambition. In a way, it's with the Middle Ages come now into reality. And what we want to inspire is mainly that we all have the guts to try things out, rather than searching for excuses and slowing things down, that we actually accelerate. And I would say it's about time, because 3-4 years is nothing in our industry. That's so far I learned. So you have 2 or 3 collections to come, and then you need to comply with requirements we have never seen before. And of course the end customer is expecting us that we can manage this without compromising performance. So for the brands which want to work with you as Sympatex, what is the call to action? What is how concrete can you go, and how far can you use this channel right now to make sure that brands understand what you aim for? Well, I think the first thing we all need to learn is that we carefully use the word sustainability, and we have heard it a couple of times already. We need to understand sustainability in a comprehensive way. So on one side, in the upstream production process, that we don't leave traces, but that's also we embrace the responsibility of the products we bring out to the world, that in one way or the other they can be taken back and being recycled. And I think this fundamental understanding that sustainability is not a little nitty-gritty improvement in a product, but a fundamental rethinking of responsibilities is the first step. From that onwards, and as I said, as an outsider, I try to simplify, I try to take examples from my previous experiences. But when you look how the paper industry works, how the aluminum industry works, how the glass industry works, we will have collection systems where the end consumer will collect. That's kind of given. And behind that, we need to see how the products that actually end up in those systems
can then be turned back into the products or in the raw material for our future products. And I think this kind of thinking, circularity in the focus, and on the process of circularity, leaving as little traces as possible, ideally no traces, is kind of a very simple mission statement we should all embrace as an industry. And I don't think there will be excuses for anybody in a few years that we are not going that trajectory. So it needs to be a strategic focus. It cannot be a delegated task to a CSR department that kind of surveys nitty-gritty improvement. It's a fundamental change in the way we run business. Thank you very much. We will have a lot of room and space for discussion in the next weeks anyhow with Sympathy Lab and with all the future of the textile industry. I thank you for your visit. Pleasure. Thank you for having me here. And we'll hand over to a brand which is Sunto in the next session. And I'm looking very forward to it. And we have 1 minute break and see you then.
Hello, hello, and welcome back to Sympathy Lab here on the Sport and Outdoor Media Days. As you maybe realized, if you are following for quite a while, we switch between German, English, and whatever is needed for the brands, for their market to use afterwards. And this is why we do it, to really make a collaborative format together with Matthias Aßmann and his new press days, but also with the brands who use our stage from Sympathy Lab in a collaborative format, but also, of course, to have the right outcome with the right messages. And now I'm pretty proud to have you here in our mobile studio. Thank you. Nico Holzmeier. You work for Sunto. Yes, I'm the marketing manager for Sunto for Germany, Austria, Switzerland. It's great to have you here, even if we both have a German accent, but I guess it's fine because we see what we can make use of it afterwards. Is it, when we just had our first conversation, it would be great if you say who you are, why you love your job, and what brought you there, just as a short intro, so that our visitors and listeners can hear you on a different ear. Okay, so well, my name is Nicolas Holzmeier. I'm the marketing manager Sunto, Germany, Austria, Switzerland. I'm working for Sunto for 3 years now, and what brought me to the company is also the reason why I like working for it. It's my passion for outdoor sports. I used to work more in the marketing agency business, and then being a trail runner, being an outdoor sports person, I was looking for a brand that fit my passion for the sports, and Sunto was a great fit for me because it's a product that I wear 24/7. Whatever I do, whatever sports I do, it's my partner, it's with me. So it's cool to work for that and build the future of the brand now. It's always so lovely to hear where all the passion comes from, and if it's like all the personalities we have here have their passion in what they do. And before we deep dive into like market situation and plans for Sunto, maybe you can describe, based on facts and figures, what is Sunto? Maybe we have some listeners who don't even know what Sunto is. Well, it's funny because this is actually always the first thing I do with Sunto is say like, okay, you all pretend you know Sunto, but do you really know Sunto? Do you really know Sunto? Exactly. Of course you know the product we have, but do you know that we are over 100 years old? We are founded 1936 by Thomas Wolonen, a Finnish guy, a Finnish orienteer who wanted to have a super precise compass, and he invented the first liquid-filled compass that did not freeze. So that was 1936, and then during the Winter War, pretty accurate at the moment, like Finland against Russia, we invented a lot, used a lot of the compasses there, and that was kind of the foundation for the company. And then a couple of years later, British divers went with the compass underwater and figured out that the compass also worked for diving. So that's where we started. That's around in the 60s. We started to be also a diving company, and up to today we are the market leader for dive computers and dive compasses. And around in the 90s we invented the Sunto Vector, and Vector was by then the first super accurate altimeter barometer compass watch. So some people claim it was impossible to reach the top of Mount Everest without using a Sunto watch. So this is kind of the original real deal where the heritage of the brand comes from. Okay, thank you very much. And in preparation, it was important for you that we have a little specific view on design, correct? Yes, design is an important part. I mean, we are a Finnish company. We are from Helsinki. We still produce in Helsinki up to date, and also the design, we call it Nordic design. It's a minimalistic design, and this is something where we are proud of and we want to differentiate from others. Okay. Is there something specific you personally admire on your products? Well, on the new watch, the Sunto 9 Peak, what I'm wearing here at the moment, I really like that we were able to... Maybe you put it in one of the cameras. I don't know which one. We really like that we came from the big bulky watches that you're used to and reduce it down to a super light, just around 50-gram watch, without reducing any hardware, without cutting down on battery life. And this is also regarding female athletes, that we don't say, you're a woman, you want to have a smaller watch, that means you cannot have the same battery life. No,
We have one watch for everyone with the full package, and it's a really small, lightweight, and super nice design watch. Interesting, thank you very much. There is something on partnerships, which is important for your brand situation, for the market potentials, for everything which comes together in communication. Guide us through your pillars. We're Sunto, we are a hardware brand, but also we're a software brand. So we live in two worlds. And in the software brand, nowadays it's super important to have the right partners, because we cannot build our own Strava. We should not do that. So there are super great services out there that the people in the outdoor industry, in the sports industry, they use them. So we want to be compatible. So we have partnership with Strava, with Komoot. Now super new partnership is with Outdoor Active. And we have over 200 partners now. Over 200? Over 200 partners that we work together, and we have an open platform, and there's new things coming now. So it's so-called Sunto Guides. They will involve a new Training Peaks features. We're gonna have Gretel, which is a platform that helps to dial in your food and your drinks during trail running events, and all this will be possible to use with your Sunto watch, and more to come. Where can we check that out on your website? On Sunto.com, yeah. There's a specific site for partners and Sunto Plus. Yeah. How exciting. Yes. I knew parts of them, but I did not know the full picture. So the thing on sustainability is something what you had in your mind when we prepared this speech. So it's on renewable energies, and there's something you want to call out for. In general, I think every outdoor brand at the moment has realized that they need to do something, because we live from the outdoors, and so we need to protect our playgrounds as well. Sunto has always had a sustainable approach just by the way how we produce. So we are manufacturing our watches in Finland. That means the watches are built by some girl, some guy in Finland by hand, and if anything breaks, you send it back, we open it, we repair it, and we send it back. And this is something we do since ever, so this comes natural to us, but we also have changed now the production to 100% renewable energy. Right. And this is also something that we can do because we produce in Finland and not somewhere in China, in Asia. Okay, yeah. And for what your watches deliver in terms of lifestyle and attitude, it's all on adventure, right? Yes, it's something where we have our heritage on, and we don't want to be the brand who's all about the numbers and the calories burned and the faster and so on. It's all there. So if you want to track how fast you reach the top of the mountain, how fast you run a flat 10K, you get all the data, all the statistics, but the attitude of the watch and the brand is more towards adventurous, trying something new, going out there, and this is something very personal. So for someone, an adventure can mean you need to climb the Mount Everest to be an adventure. For somebody else, it's running a 5K run somewhere you've never run before, or at night, or the same look backwards. So it's super personal, and we want to cater all of them, and we want to be there as the perfect guide for them. You know what, you're doing a perfect job. You do deliver technical device emotions, so yeah, thank you very much for that. If you want to say something to the industry for now, for here, for cooperations, I guess you already put some pillars in place, and I'm sure we will have different opportunities to have discussions on that. The only thing I would like to ask you as a last question is data management, digitalization. What's your opinion on that, and where do you see the next month? What's happening there? Well, that's a difficult question. You I need know. to be a bit I'm more sorry. specific. It's more, I think you're managing data, and Yes. there is it's a soft line. It's a thin thing to have data to measure and to develop projects forward, Yeah. but also, of course, question how much we share. So in terms of data, of course, we have tons of data. So and we collect all of them, and I'm offering this data also to the press, to the media. So
For example, if you want to know in the region of Munich, how many people do cross-country skiing, at what time, how old are they more female, more men, whatever, so they can approach us, and we're really happy to help and to really give insights into the data. And this is something interesting, and of course we use that for us, for producing our watches and developing our softwares. But also we like to give that to our partners, and be it in tourism, be it with other brands, to be in... Brilliant call to action, because it's all combinable for a good, sustainable approach in all that areas. Of course, we need that kind of management. During the first COVID lockdown, that was the first thing we put out in the media was how does the sports behavior change of people now with the lockdown. Definitely. So the rise of biking, the rise of running versus the decline of indoor swimming, for example. And then we took a look with some bigger newspapers in Germany and also in Spain on how did it change after the first lockdown. So were people still running as much or not? And this is, so it's all there. So it just need to combine the right And it's exactly what happens here, because everybody who was here during the day right now said, we have data management and we base our research on, so ideal moment to share. Yeah, but I think we have the most data because we collect it every day. Tell the others, please. Tell them all. Thank you very much for your time, and I think hopefully we meet again in the shows in the next months. Yes, thank you very much. Take care. Thank you for your time. Cool. And we'll have the next session in a minute, which is RTLect with Wolfgang Jahn, Sales Director Europe. See you in a minute, and be there.
and welcome back to Sympathy Lab. I directly switched to German because we are currently now here in a regional format und deswegen spreche ich einfach jetzt Deutsch weiter. Freue mich wahnsinnig. Weder deine Brand kenne ich, noch sind wir uns bisher so richtig bewusst über den Weg gelaufen. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir uns unterhalten über die Brand Artilect. Und du hast mich ein bisschen beruhigt, Wolfgang Jahn, dein Name, Geschäftsführer. Ich habe keine Ahnung, was es ist und bin total gespannt. Das ist mir auch noch nicht so oft passiert. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du als erstes, bevor du deine Brand vorstellst, kurz dich vorstellst, weil dich gibt es in der Branche ja auch schon eine Weile. Ja, seit 25 Jahren. 25. Wenn man es mir auch nicht mehr ansieht nach der Maske, eigentlich. Nein, Geht mein mir Name. auch so. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Und schön, dass du da bist. bin ich natürlich total froh, dass ich die Marke Artilect dir vorstellen darf oder euch vorstellen darf. Bin seit 25 Jahren in der Branche und bin im Outdoor-Bereich, im Sportbereich tätig. Komme von Marken wie Icebreaker, Burton Snowboards und so weiter, die wir als Distributor vertrieben haben in den letzten Jahren und haben unser Modell umgestellt und machen unsere eigenen Brands und sind gestartet mit der Marke Artilect vor 2,5 Jahren. Der Gedanke ist schon lange im Hintergrund bei uns, dass wir schon immer eine Marke unser eigen nennen wollten oder schon immer eine eigene Marke kreieren wollten. Okay. Hatten aber nie die Kontakte oder einmal das war nicht der richtige Zeitpunkt, weil Marke ist nicht nur Verkauf, sondern natürlich auch das ganze Sourcing, die ganze Produktion, die ganzen Ideen und so weiter im Hintergrund und hatten mit Start der Pandemie, das wollte ich eigentlich, wir wollten heute nicht über Pandemie reden, aber es taucht doch Ja, aber gewisse Sachen haben ja auch zu was geführt, was sonst vielleicht nicht so beschleunigt hätte werden können. Ne? Hatten wir ja alle die Zeit oder mussten uns mit vielen Dingen beschäftigen, wo wir uns davor nicht beschäftigt haben. Und unser Gedanke war einfach, unser berufliches Dasein umzustellen von der klassischen Distribution auf unsere eigene Firma. Und haben einen großen Freundeskreis in der ganzen Welt, in dem Outdoor-Bereich, wenn man so lange dabei ist. Und haben Freunde gefunden oder haben mit Freunden gesprochen, die den gleichen Ansatz hatten, die schon immer was Neues machen wollten, was sie ihr eigen nennen wollten, aber einfach neue Sachen machen. Und wir denken, wir kennen den Outdoor-Bereich und wissen, wo wir uns positionieren müssen, was dem Outdoor-Markt fehlt. Da werden wahrscheinlich viele Leute lachen, weil es gibt eigentlich alles auf dem Outdoor-Markt. Spannend. Aber wir als neue Firma sind gestartet und sind für unsere Verhältnisse, unseren Erwartungen erfolgreich gestartet. Bevor du da hingehst, erklär uns kurz, was es denn genau war, was du sagst, was gefehlt hat. Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Ja. Was ist es denn eigentlich genau? Ja. Wovon sprichst du eigentlich? Ja, ich spreche von Artilect. Artilect ist der Hauptsitz. Der Hauptsitz, würde ich sagen, ist in den USA, in Boulder, in Colorado, wo Trent Bush, einer unserer Mitinhaber, sitzt. Und Trent Bush ist diese Ikone in dem Outdoor-Bereich, der von vielen, ein Designer, der für viele, viele große Firmen gearbeitet hat und einfach schon immer den Traum hatte, wie wir vom Vertriebsseite her unsere eigene Firma zu gründen. Guter Freund, gestern Abend hat er mir gesagt, wir sind wie Brüder, nachdem wir uns zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben. Alles war digital. Nach all der Zeit, Wahnsinn. Und wie gesagt, Boulder, Colorado, wir sitzen in England, in Oakham, ein ganz kleines Dörfchen. Und heute in München. Mein Büro ist, wo mein Laptop ist. Ich bin geboren in Stuttgart, was man wahrscheinlich hört, im schwäbischen Bereich. Sind eine globale Firma, das heißt, wir sitzen in England, wir sitzen in Deutschland, wir haben eine Niederlassung in Japan, wir sind auf dem nordamerikanischen Markt gestartet, also ein Neustart, was ziemlich einzigartig ist. In dem Sport-Outdoor-Bereich für eine neue Marke, die noch niemand kennt, global zu starten. Und das ist uns gelungen, im Outdoor-Sport-Lifestyle-Bereich zu starten oder unser Zuhause zu finden. Damit ich zusammen mit den Zuhörern und Zuschauern ein Bild bekomme, wir reden über Kollektionen. Jawohl. Hilfst du mir so ein bisschen, wie viele Kollektionen, wie viele Produkte, welche Price Range, mal in a nutshell? Der Hintergedanke von der Firma, der Name erstmal Artilect, gegründet aus Art, Kunst und der Intelligenz, dass wir einfach alles, was wir machen wollen, wir wollen was Neues zum Markt bringen. Das ist ein Kapuzenpullover heute, der aber andere Materialien hat. Das sind Outdoor-Bekleidungsteile. Wir sagen immer, wir können die Jacke nicht neu erfinden, weil eine Jacke hat einen Reißverschluss, 2 Ärmel und 4 Taschen oder 2 Taschen. Allerdings alles, was wir machen, ist innovationsgetrieben. Sprich, wir wollen den Kunden, den Endverbraucher mit Innovationen überraschen, die es so noch nicht am Markt gibt. Und das war eigentlich der
die Einleitung, dass ich gesagt habe, es gibt viele Sachen noch nicht am Markt und was dem Markt gefehlt hat die letzten Jahre. Alles wurde grüner, was super ist. Die Nachhaltigkeit steht absolut im Vordergrund, was wir auch sind. Aber es gab keine neuen Innovationen mehr in Sachen Technik, in Sachen Reißverschlüsse, in Sachen Membranen und so weiter. Und wir denken, dass wir da einiges an den Markt mitbringen und die neue Jacke zeigen, die aber nicht nur eine neue tolle Jacke ist, die cool ausschaut und blau und schwarz und grün ist, sondern eben diese Innovation mitbringt und unseren Kunden und den Kunden unseres Kunden überrascht und ihn überzeugt, eine neue Marke zu kaufen mit einem anderen Auftreten. Wir denken, wir machen das ganz cool. Wir denken, dieser Shift von Outdoor-Technik in den Bergen ist ganz wichtig, aber ich möchte trotzdem auch, wenn ich vom Berg komme, nicht unbedingt aussehen, als ob ich gerade vom Berg komme, sondern möchte cooler, ein bisschen jünger ausschauen oder einfach Trend ist immer schwierig, finde ich, weil ein Trend kommt und geht. Aber wir wollen die coole neue Marke sein, die diese Community hat, wo jeder mitmachen möchte und jeder eingeladen ist, der mitmachen möchte. Jetzt kann ich es ja auch verraten, der Ruf eilt dem Ganzen natürlich etwas voraus. Ich bin wahnsinnig gespannt. Und was wären denn so die nächsten Schritte, die du erwartest vom Markt und von dem, wie euch das dann auch beeinflusst als High Potential? Was wir natürlich gemacht haben als wirtschaftliches Unternehmen, wir haben einen Salesplan aufgestellt über die nächsten 5 Jahre. Was unser Salesplan ist, was ganz wichtig ist. Also es steht jetzt niemand über mir und sagt, wir ändern alles, wir brauchen 5 Millionen Euro mehr. Was oftmals in der normalen Industrie einfach, nicht, dass wir nicht normal sind, aber Industrie der Fall ist, sondern wir haben einen klaren Plan, wo wir hinwollen, mit welchen Händlern, mit welchen Partnern. Was ein großes Wort ist, das Wort Partnerschaft ist für uns wirklich wichtig. Das schreiben sich alle Firmen und alle groß drüber, aber am Ende vom Tag ist es immer die Partnerschaft, ich weiß es nicht. Wir wollen wirklich Partner sein und gemeinsam mit einem Händler eine neue Marke an den Start bringen, die Spaß macht, die überrascht, die anders ist und die von der Distribution sauber aufgestellt ist. Weil das ist ja oft, wir werden oft hungrig. Wenn wir erfolgreich sind, wird man hungrig und dann geht ein bisschen mehr und darf es noch ein bisschen mehr sein. Und wir wollen wachsen, wir wollen gesund wachsen, was auch immer große Worte sind, die lange eingehalten werden, aber dann irgendwann nicht mehr eingehalten werden, weil man dann doch den großen Kuchen sieht. Und wir sagen, uns geht's gut, wir haben Spaß und der Spaß und uns geht's gut reicht uns eigentlich schon. Und wenn wir die Kunden, die wir wollen, gewinnen, die das Gleiche empfinden, sind wir nicht aufhaltbar. Wir denken, wir können das nächste Big Thing sein in dem Outdoor-Bereich, wo es lange nicht gab. Es gibt tolle Marken im Outdoor-Bereich, die tolle Produkte machen, aber die schon seit langem gleich sind und tolle Sachen machen, aber nichts Neues, nichts den neuen Big Punch bringen, sage ich mal auf Schwäbisch. Und du hast uns was mitgebracht. Vielleicht möchtest du uns das zum Schluss unserer Frage Ich habe einfach mitgebracht unser Unterwäschenbox. Das ist eine Unterwäschenbox, die anders ausschaut. Wir arbeiten mit Künstlern zusammen. Natürlich wichtig ist das Produkt, was drin ist. Wir arbeiten im Systemgedanke. System 1 ist die Base Layer, System 2 ist der Mid Layer, System 3 ist die Insulation Layer, System 4 ist die Daune, die warme Layering-Geschichte. Sieht ganz toll aus. Es ist einfach was anderes und bis dato war es immer so, dass sich die natürlich nachhaltig produziert, was wichtig ist. Aber die Ware ist wichtig, aber wir treten anders auf, wir sind anders und bis dato werden wir sehr, sehr gut wahrgenommen und haben einen guten Start gehabt mit Wäsche im Winter 21 und bringen jetzt im Winter 22 unseren Systemgedanken auf den Markt. Sprich, wir bringen Mid-Layer, Outer-Layer, 3-Lagenjacken, 2-Lagenjacken, Daunenjacken auf den Markt, die alle ein bisschen anders ausschauen, die alle ein bisschen mehr Tech mitbringen, als es seither gibt. Mir gefällt es schon sehr gut, wie es aufgemacht ist. Vielen Dank. Sieht ganz toll aus. Ich bin sehr neugierig, was ihr alles noch bringen werdet. Ja, vielen Dank. Und natürlich vielen Dank für die Unterstützung, die Marke bekannt zu machen. Ja, ich denke, wir sollten dranbleiben und uns im Rahmen von den ganzen Kollaborationsprojekten, die hoffentlich jetzt... Ja. Es wird sicherlich nicht zu den Showformaten zurückkommen, wo es war, aber ich glaube... Wir hoffen, dass es eine Show in irgendeiner geben wird, Form um natürlich zusammen ist, neue Firmen, neue Produkte vorzustellen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf
Und ich bin neugierig. Ich werde gleich bei euch noch vorbeischauen und es mir angucken in echt. Und für die Zuschauer ist es wahrscheinlich im Web zu finden. Und absolut. Wir teilen es dann auch, wenn es im Stream ist. Super. Recht herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Ebenso. Dank. Hat mich auch Ganz gefreut. viel Erfolg heute noch und ich hoffe, wir sehen uns bald zum Austausch. Bitte. Und wir machen eine kurze Minute Pause. Diesmal wird es ein bisschen weniger lang von der Pause und wir sehen Mountain Hardware in der nächsten Session. Und ich freue mich drauf. Bis gleich.
and a welcome back to Sympathy Lab mobile show here on Outdoor Sports and Media Days. I have the honor of my next partner for Sympathy Lab session, which we will host in German. Ich habe die Möglichkeit heute mit Johannes Braun zu sprechen, Produktmanager für Deuter. Und ich freue mich natürlich sehr, weil ich sehr gespannt bin, was es für Entwicklungen gibt, Produktneuheiten gibt, wie du den Markt einschätzt. Und damit wir da alle auf dem richtigen Ohr zuhören können, wäre es toll, wenn du dich uns einmal kurz vorstellst. Was macht dich aus? Was macht deinen Job aus? Vielleicht so ein kleines bisschen. Wer bist du denn eigentlich? Also, wie schon so nett angekündigt wurde, ich bin Johannes Braun, bin Produktmanager bei Deuter, jetzt seit einem Jahr. Bin da eigentlich zuständig für alle Outdoor-Rucksäcke und Schlafsäcke, da wo auch so meine private Passion liegt, nämlich halt eigentlich alles so, was man draußen in der Natur an Bewegung machen kann. Und da dann halt jetzt zu schauen, dass man von Produktseite da die passenden Unterstützungen bietet und die Produkte dahingehend halt auch optimiert, weil je nachdem, was am Markt im Moment die Trends sind etc., darauf einzugehen und dann die passenden Produkte für diese Aktivitäten, die ich im Privaten auch gern mache, sei es jetzt Skitouren, Wandern, Trailrunning, alles Mögliche eigentlich, was man in den Bergen machen kann. Deshalb wohne ich auch in der Nähe von den Bergen im Allgäu. Da ist der Weg dann nicht so weit, um so Sachen mal zu machen und bietet sich auch für den einen oder anderen Produkttest durchaus an. Bevor du uns vielleicht ein bisschen was zur Marktposition von Deuter sagst, ich hoffe ja, dass wir auch sehr, sehr viele Menschen erreichen mit unserem Sympathy Lab und mit der Veranstaltung von Matthias Aßmann, die sagen, boah, ich möchte unbedingt in der Outdoor- und Sportbranche arbeiten. Wie wird man denn Produktmanager? Was hast du denn gelernt? Tatsächlich ist es bei mir alles andere als ein straighter Weg gewesen. Also ich habe tatsächlich mal Maschinenbau studiert. Passt irgendwie oder passt gar nicht? Ja, es ist so, dass es halt, da war schon immer so das Interesse für Innovation und Sachen zu entwickeln und zu verbessern und sowas da gewesen. Aber ich hatte auch immer schon eine große Leidenschaft für Sport und Bergsport, weshalb ich dann auch schon neben dem Studium in einem Bergsportgeschäft gearbeitet hatte. Habe da eigentlich alles Mögliche gemacht, habe mich auch mal Bootfitter geschimpft und habe Einkauf gemacht und Kundenberatung und dadurch auch recht viel mitgenommen, was so am Markt gefordert ist, wie die Kunden Produkte wahrnehmen auch tatsächlich oder auch was sie sich manchmal wünschen, was es noch nicht gibt. Und ich habe halt gemerkt mit der Zeit, dass das so was ist, wo mein Herzblut für schlägt, für die Outdoor-Branche. Und habe dann mir meinen Weg gesucht, dass ich da dann gemerkt habe, okay, so strategisches Vorausdenken und gucken, wo sind die Bedürfnisse und darauf dann einzugehen, dass das eigentlich eine Stärke von mir ist. Und dann hat sich über den Laden, wo ich gearbeitet habe, dann auch das Netzwerk gebildet, wo sich dann der Kontakt zu Deuter ergeben hat. Und dann hatte ich da mit dem Praktikum tatsächlich angefangen, hatte da Marktanalyse dann gemacht und dann wollte man mich nicht mehr gehen lassen und ich hatte super viel Spaß da. Ach, schön. Ja. Dann erzähl doch mal, was jetzt gerade dein Produktmanagement ausmacht. Im Besonderen, vielleicht sagst du kurz, wo Deuter im Markt steht und was das an neuen Also ich sag mal, Deuter ist halt, vor allem hat sich das auch nochmal durch die Pandemie nochmal gefestigt im Wanderbereich. Einfach vor allem im deutschen Markt Marktführer auf jeden Fall und global auch was Kindertragen angeht. Marktführer und das sind Sachen, wo wir natürlich schauen, dass wir in den Bereichen, wo wir schon stark sind, auf jeden Fall nicht nachlassen und da weiter mit Innovationen und mit Deuter bekannten Werten wie Verantwortung, also auch Nachhaltigkeit, aber auch Sachen wie Langlebigkeit und Reparatur, dass wir da natürlich weiter dranbleiben und das auch ausbauen. Aber Sachen, die für uns alle eigentlich so eine Herzensangelegenheit wie Bergsport ist und wofür wir auch stehen, haben wir in der Vergangenheit ein bisschen nachgelassen oder auch Anteile abgeben müssen. Sind wir aber jetzt auf jeden Fall auch wieder deutlich am Vormarsch, auch da wieder mehr zu machen. Deshalb auch hier das Produkt, was ich mitgebracht habe. Ja, da kommen wir gleich zu. Da haben wir den All-Proof und da ist dann auch Sachen, wo wir dann auch wieder sagen, okay, Bergsport ist das, wo wir herkommen und wo auch eigentlich
viel Know-how auch in die Wanderrucksäcke und sowas fließt, wo wir gesagt haben, okay, da müsste jetzt wieder ein bisschen mehr angezogen werden. Und da kann man sich auf jeden Fall auf viele Neuigkeiten und viele neue Produkte in den nächsten ich bin sehr Monaten gespannt. und Jahren freuen. Deswegen erzähl doch mal, was hast du denn mitgebracht und was ist das ganz für dich? Ne? Was ist das Besondere? Weil also, aus deinen Produktaugen, Hauptsache wir verstehen dich trotzdem. Ja, ich versuche es zu reduzieren und nicht zu viel ins Detail zu gehen. Es ist jetzt, sagen wir mal so, dass Deuter länger nicht mehr was mit Airbag-Rucksäcken oder so gemacht hat für Skitourengänger oder Freerider. Und jetzt hat man halt gesagt, es ist auf jeden Fall immer noch der Need da. Und auch wenn jetzt klimabedingt Schnee jetzt nicht mal zuversichtlich ist, dass es überall da ist, ist trotzdem in der Bevölkerung immer noch großes Interesse, da irgendwie Wintersport zu betreiben. Und da wollten wir halt auch wieder dann die ganze Bandbreite bieten, weil auch immer Nachfragen kam, warum wir denn nicht mit unserem Tragekomfort und sowas Ja. Und deshalb haben wir dann gesagt, Was ist passiert? Ein Ton? Ja. Aber muss ich jetzt was sagen? Ich habe dich nicht verstanden, leider. Okay, wir haben ein kleines technisches Problem und müssen eine kurze Pause machen. Das ist unsere Live-Session. Bis gleich. Da ist uns zwischendurch leider ein Mikro kaputt gegangen, dafür sind wir jetzt aber wieder da. Und das Besondere, wo wir jetzt noch mal drauf eingehen, ist diese neue Produktinnovation, die eigentlich nicht neu ist, aber für euch schon ein großer Schritt. Du musst noch mal sagen, um was es geht. Also wir haben jetzt wieder Airbag-Rucksäcke ab nächsten Winter im Sortiment. Also wir sind wieder zurück in dem Business. Wir hatten schon mal welche und dann gab es verschiedene Hintergründe, warum das dann nicht mehr der Fall war. Aber jetzt haben wir dann gesagt, okay, die Nachfrage ist so groß, dass wir mit unserem bekannten Tragekomfort da wieder Produkte anbieten und haben jetzt dann uns auch für ein elektronisches System entschieden. Ich wollte gerade fragen, gibt es vergleichbare, also sag noch ein paar technische... Also es ist ein elektronisches System von Alpride, also ein Schweizer Unternehmen. Das neue System heißt E2, das kommt auch generell erst nächsten Herbst dann auf den Markt, unter anderem in dem Rucksack. Und das hat die Vorteile, dass man den Airbag auch mehrmals auslösen kann. Darf ich es anschauen? Ja, gerne. Erzähl weiter. Was halt natürlich ein Sicherheitsaspekt ist. Ja, der ist wirklich leicht. Krass. Also der wiegt jetzt 2400 Gramm. Und das System ist halt nochmal deutlich leichter geworden. Ja, das ist leider zu, wegen Packen. Verstehe. Und wo wir halt wirklich drauf geachtet haben, was uns eine Herzensangelegenheit war, dass halt das Handling im Vordergrund steht. Deshalb sind so Sachen wie zum Beispiel die Beinschlaufe, die kann man einfach mit dem Karabiner einhängen, ohne den Hüftgurt wieder aufmachen zu müssen. Super. Man hat vorne in Orange diesen großen Zipper, der hier einmal so umläuft, dass man das so aufklappen kann wie ein Koffer und dann an alles schnell drankommt. Da ist vorne drin auch ein separates Sicherheitsfach, was dann die Sicherheitsausrüstung wie Lawinensonde, Schaufel und so gut organisiert. Und auch Sachen wie jetzt Pickelhalterungen, die wir auch in unseren Mountaineering-Rucksäcken haben, sind so, dass man auch mit Handschuhen die gut bedienen kann, dass man das zum Beispiel einfach so aufstellen kann, den Pickel drauf, umklappen und dann ist das alles schon erledigt.
Dann kann man auch die Griffe Höhen verstellen. Dann haben wir noch ein größeres Modell, das ist ein bisschen schwerer. Da kann man noch ein bisschen mehr organisieren. Da kann man dann auch wählen, auf welcher Seite der Griff ist. Und so ist dann einfach für uns in dem Konzept eines der wichtigsten Punkte einfach das einfache Handling gewesen, weil das immer ein Sicherheitsaspekt ist. Deshalb auch ein elektronisches System, weil man dann auch das Auslösen üben kann. Und ich nehme an, alle Informationen auch findbar auf eurer Seite? Ja, also dann, wenn das Produkt offiziell verfügbar ist, dann findet man das alles ganz normal auf der Webseite. Und sonst ist es im Moment auch für Händler etc. ist das alles im Quasi Media Room verfügbar bei euch schon. direkt zu erfragen schon. Ja. Das ist ja wirklich spannend. Okay. Ja. Danke für diese Neuheit. Gerne. Super. Das heißt, ich würde dich jetzt wieder zu den anderen Partnern und Journalisten entlassen. Danke dir sehr für das Intro. Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest, was ich jetzt noch nicht... Was auch noch ganz cool ist, was man sagen kann, ist, dass Deuter ja den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat. Für die lange Partnerschaft, die wir jetzt mit unserem Produzenten in Vietnam hatten oder haben. Und das ist was, wo man auf jeden Fall stolz drauf sein kann, was halt auch einfach zu dem Thema Verantwortung passt. Da sind halt auch nachhaltige Partnerschaften. Und für die Werte, für die ihr steht. Voll, ne? definitiv. Das ist definitiv, aber das kann ich, glaube ich, aus meiner Seite noch sagen, branchenprägend für die Arbeit deiner Kollegen und deiner Geschäftsführung. Das ist gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Beeindruckend. Dankeschön für deine Zeit. Danke für die Einladung. Einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns bei verschiedenen Veranstaltungen demnächst dann auch in Live wieder. Mit Sicherheit. Und ich freue mich auf meine nächsten Gäste. In dem Fall jetzt dann Mountain Hardwear und Grail. Und wir sind zurück in einer Minute.
Herzlich willkommen zurück beim Sympathy Lab, bei den Sport- und Outdoor-Medientagen hier in München. Wir haben einen fantastischen Tag, weil ich nicht nur wahnsinnig viel über die schönen neuen Produkte, Projekte und Menschen lernen darf, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich eine erste Veranstaltung seit langem wieder ist, wo wir uns gegenseitig helfen. Und gegenseitig helfen für Inspirationen, Innovationen und auch neue Ideen, die vielleicht das gemeinsame Arbeiten etwas verändern. Und deswegen ist es jetzt besonders spannend, nochmal zurück zum Anfang. Wir haben mehrere Marken hier, wir haben unterschiedliche PR-Agenturen, die zusammenarbeiten. Und meine kommenden Gäste machen schon seit Jahren einen fantastischen Job für unterschiedliche Firmen, die Distribution zu machen und auch die Kommunikation zu gestalten. Agentur heißt ET Marketing, steht für Edgar Tremmel. Und euch beide, zweimal Max, habe ich jetzt als erste Repräsentanten hier für die Marken Mountain Hardwear und Grail. Viel wichtiger ist aber eigentlich, was sich hinter den Konzepten verbirgt, dahinter steht, was ihr für unterschiedliche Marken ansetzt. Und deswegen, ich muss es leider ablesen, Max Streetz, Max Tremmel. Genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz vorstellt, weil wir ja im besten Fall auch Zuschauer und Zuhörer haben, die auch in unserer fantastischen Branche arbeiten wollen. Kleines bisschen Werdegang, kleines bisschen Persönlichkeit. Warum macht ihr das, was ihr macht? Und dann kommen wir zu ET Marketing und eurem Job. Klar, Möchtest du anfangen? Gut. Mein Name ist Max Streetz. Ich bin Produktmanager von Mountain Hardwear bei uns. Ich habe nach meinem Studium überlegt, was mache ich denn später mal, und habe seit einigen Jahren schon bei ET Marketing gearbeitet, und mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht und sehr gefallen. Und genau, jetzt bin ich Vollzeit da für Mountain Hardwear. Sag noch kurz 2 bis 3 Wörter, Sätze zu, was ist ein Produktmanager bei euch im Haus? Also es fängt an mit Sales, dann geht es zu Marketing, Einkauf, Verkauf. Also ich betreue quasi komplett die Marke Mountain Hardwear bei uns im Haus. Okay, verstanden. Lieber Max? Mach ich weiter, oder? Ja, bitte. Also ich bin der Max Tremmel, der Sohn vom Edgar, und ich habe in Innsbruck studiert, klassischer BWL-Studiengang, und bin dann eben auch zu ET Marketing, weil ich schon ewig die Leidenschaft, auch durch meine Familie und durch meinen Vater, habe für den Actionsport oder Skisport, zumindest im Winter, und betreue bei uns im Haus die Marketingabteilung und ein neues Produkt, das jetzt dazugekommen ist, das heißt Cardo Systems, ist ein Kommunikationstool zum Skifahren aus Israel, und auch da bin ich eben Produktmanager, was eben bedeutet, dass es eben einmal die Account- und Kundenbetreuung ist, bis hin dann über die Verwaltung der Logistik, was ja momentan eigentlich auch ein ganz spannendes Thema ist. Genau. Es ist alles sehr spannend. Ich habe, glaube ich, sogar ein bisschen den Faden verloren, was nicht alles an Marken bei euch im Haus ist. Vielleicht könnt ihr mir und den Zuschauern, Zuhörern kurz sagen, welche Bereiche ihr... Also wir haben ein sehr, sehr großes Produktportfolio. Man kann eigentlich im Outdoor-Bereich alles bei uns erwerben, von Bekleidung über Rucksäcke, über Schlafsäcke, über Zelte, über Wasserfilterflaschen, Thermosflaschen, Skistöcke. Es wäre jetzt zu lang, alle Marken aufzuzählen, dann verweisen wir mal die Marken auf können wir gern kurz aufzählen, wenn Dafür seid ihr da. Ja, klar. Unbedingt, dafür seid ihr da. Ich starte vielleicht einfach mal, ich sage immer, bei uns kann man ein Ski-Outfit komplett bekommen, bis auf die Skischuhe. Also wir starten mal unten, von unten nach oben. Da wäre einmal DPS-Ski aus Amerika mit ihrem Ski, nicht direkt Wachs, das ist Phantom. Dann haben wir in Bekleidung, wie der Max schon gesagt hat, Mountain Hardwear und Sweet Protection. Das gleiche gilt dann eben auch für Helme und Brillen. Cardo als Kommunikationstool. Kang Poles wären die Stöcke. Und jetzt habe ich garantiert jemanden vergessen. Grail Wasserfilter, genau, und die Earthwell Thermosflaschen. Es ist tatsächlich auch wirklich, ich habe es eben schon zum Edgar gesagt, weil man sich ja in der Branche dann schon, ihr habt einfach Premium-Auswahl und auch Premium-Produkte. Ich bin schwer begeistert. Vielen Dank. Wir haben uns vorgenommen, heute die Viertelstunde, 10 Minuten Viertelstunde für euch zu nutzen, um sagen wir, Schwerpunkte zu setzen und zu fokussieren. Ihr wolltet euch gerne auf Mountain Hardwear und Grail fokussieren. Damit fangen wir jetzt vielleicht so ein bisschen mal an, dass ihr Richtung Produkte geht, und du sagtest, es ist auch so ein bisschen die Kommunikation dahinter, die das Ganze ausmacht, Marketingkonzepte. Vielleicht könnt ihr euch da, starten wir mal mit Mountain Hardwear, worum geht's, was ist der Status Quo, was ist das, was in den nächsten Wochen und Monaten euch besonders wichtig ist? Ja. Also Mountain Hardwear wurde 1993 ja gegründet von einer ganz kleinen Gruppe von Outdoor-Enthusiasten, und
das Ziel von Mountain Hardwear ist immer eine hochwertige technische Bekleidung anzubieten, die in einem guten Preissegment ist. Und über die letzten Jahre ist das Thema Nachhaltigkeit auch noch extrem wichtig geworden bei Mountain Hardwear. Jetzt zum Beispiel unser Eigenmembran im Regenshell-Bereich, die Stretchosonic, ist jetzt ab diesem Sommer 100% recycelt, was davor noch nicht. Genau. Ja, und gerade im Thema, wenn man den Sport selber betreibt, man kennt es ja selber, man steht dann plötzlich am Berg und hat sich eigentlich top eingekleidet und merkt dann aber trotzdem für die eigene Experience, da sitzt mal eine Tasche zu hoch, es hat mal irgendwo eine Tasche zu wenig, mal ist die Jacke zu kalt, zu schwer, zu globig. Und Mountain Hardwear bietet halt eben auf einem ganz hohen Niveau eine technische Lösung für jedermann. Also Mountain Hardwear hat eine breit gefächerte Produktkollektion, was wirklich hingeht bis zu einem, ich sage jetzt mal Mount Everest Overall für den extremen Bergsteiger, bietet aber eigentlich auch die richtige Ausrüstung für den fortgeschrittenen Skifahrer, der vielleicht Wert legt, dass er sich gut bewegen kann. Der braucht aber nicht unbedingt eine komplette Gore-Tex-Membran. Okay. Genau. Und jetzt, wenn ihr sagt, auf die nächsten Monate gesehen, wir gehen jetzt mal nicht dahin, was sich im Klima verschiebt, was das für Marken bedeutet. Es gibt 1000 Sachen, die können wir jetzt sehr lange besprechen, machen wir hoffentlich in Folgeformaten. 2, 3 Schwerpunkte, worum geht es bei Mountain Hardwear in den nächsten Monaten? Was vielleicht ein bisschen neue Kollektionen oder was du sagst, Marketingkonzepte. Was ist es wert zu teilen? Ihr habt die Bühne. Okay, möchtest du anfangen, soll ich? Dann starte ich immer mal. Mountain Hardwear würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein großes Argument leichter, aber trotzdem gleich warm oder gleich robust, dass man eben die Sportarten noch besser ausüben kann mit dem gleichen Komfort wie bisher, nur damit eben das Produkt weniger Gewicht hat und eben die gleichen Standards trotzdem bietet. Dann Mountain Hardwear wächst und wird größer, ist angesehener in der Branche und kann sich auch gegen andere Firmen aus dem Segment gut durchsetzen durch ihre Qualität und ein nachhaltiges Wachstum. Und gerade aus Marketing-Sicht ist es natürlich auch so, dass es jetzt durch Corona wieder möglich ist, auch extremere Bergtouren anzugehen oder in den Skigebieten besser vertreten zu sein. Deshalb glauben wir, dass jetzt auch nach der Pause von Corona Mountain Hardwear sich wieder in dem Mountain-Segment oder Bergsegment marketingtechnisch wieder stark nach vorne, dass es wieder stark nach vorne gehen wird. Okay. Möchtest du was ergänzen? Ich würde nur gerne noch mal was ergänzen zu der Produktseite. Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, was das untermauert. Ein paar Fakten Genau, bitte. Es kommt jetzt zum Beispiel in Kooperation mit Polartech eine sehr, sehr große Kollektion raus im Sommer und auch im Winter, die dann erweitert wird. Sag kurz, sehr groß, versuch so ein bisschen, was heißt das? Viele verschiedene Varianten tatsächlich. Polartech hat ja auch viele verschiedene Stoffe. Und Mountain Hardwear bietet das quasi die komplette Palette an. Okay. Genau. Und das ist sehr, sehr hochwertiges synthetisches Vlies, was auch heutzutage immer wichtiger wird. Die Leute gehen weg vom tierischen Produkt eher zum synthetischen Produkt, möchten aber keine Abstriche machen in der Performance. Und der Grat ist dann immer relativ schmal, sage ich mal, auf dem man sich da bewegt. Dann kommen 2 neue Daunenreihen raus. Also wir sind noch nicht weg von der Daune tatsächlich. Die Daune ist sehr, sehr wichtig bei Mountain Hardwear. Auch bei unseren wichtigsten Produkten. Also ich nenne jetzt mal ein Modell, das ist die Ghost Whisperer Jacke. Das ist die Daunenjacke, mit der Mountain Hardwear bekannt geworden ist. Da wird Mountain Hardwear nicht wegkommen von der Daune, aber man versucht trotzdem immer mehr irgendwie in der synthetischen Richtung anzubieten. Okay, ja, ist ja DNA, die dann ist in dem Bereich Nachhaltigkeit etwas zu berichten. Du hast sogar was mitgebracht. Das wäre sogar jetzt gerade die Ghost Whisperer, deswegen habe ich gedacht, greife ich zufällig ist sie gerade da. Zufällig ist sie gerade aufgetaucht. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommt. Genau, das Besondere an der Jacke ist, das ist eine Tausender Daune. Also bedeutet, da ist nur Daune, keine Feder drin. Und die Jacke wiegt nur 189 Gramm. Hab ich. Ja, also es ist Wow. brutal. Ja. So geht es jedem, der die das erste Mal in die Hand nimmt. Und die Wärme, die sie widerspiegelt, ist extrem. Also diese dünne Jacke hält halt einfach warm wie eine Tausender Daunenjacke. Und vom Gefühl her wie halt so eine dicke Daunenjacke.
Also sie ist federleicht und alle Leute, Ich bin kurz sprachlos, ihr müsst jetzt reden. Ja, also sie ist federleicht und auch alle Leute, denen wir sie bisher verkauft haben, die sie beim Sport verwenden, sind auch sehr gewillt, die Jacke im Alltag zu verwenden, weil ich kann sie entweder ins Auto, auf Fahrrad, den Rucksack, sie passt überall rein und sieht stylisch aus und ist halt wirklich federleicht. Und trotzdem atmungsaktiv. Also toll. Die kann man auch gut zum Sport anziehen. Genau, die Besonderheit ist auch, in jeder Jacke ist ein Etikett drin mit einem QR-Code und da lässt sich die Herkunft der Daune bis aufs einzelne Tier zurückverfolgen vom Endverbraucher. Das heißt, der Partner ist Light Feathers, oder? Genau. Das machen viele andere Hersteller auch. Track my down. Ja, vielen Dank. Gibt es dem für Mountain Hardwear noch was hinzuzufügen? Ansonsten würden wir einen kleinen Mini-Switch machen, um deinen Vater auf unsere Stage zu holen, den Edgar. Von meiner Seite nicht. Nee. Gut, dann sage ich vielen Dank. Ebenso, danke. Wir machen eine kurze Pause von einer halben Minute und sind gleich wieder da. Willkommen zurück im Sympathy Lab, Sport- und Outdoor-Medientage. Und ich habe sehr, sehr großen Spaß an dem kurzen Szenenwechsel, Vater und Sohn jetzt im Sympathy Lab zu Gast zu haben. Ich habe es zu Eingang schon gesagt, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die in meinen Augen Boardsport, Actionsport auf Distributionsseite so geprägt haben wie Edgar Tremmel. Deswegen musst du dich jetzt natürlich selber noch vorstellen, aber ich hatte das große Bedürfnis, das zumindest mal zu unseren Zuhörern und Zuschauern zu sagen, herzlich willkommen. Und leider ist das Format zu kurz, um so richtig in deinen Kopf hineingucken zu können, was du alles schon angeschoben, bewegt und verändert hast. Ja. Vielleicht kannst du dich trotzdem denen, die dich nicht kennen, ganz kurz vorstellen, um dann über die Produkte zu sprechen, die du mitgebracht hast. Aber erstmal geht es nur um dich. Okay, mein Name ist Edgar Tremmel. Ich habe 1984 in der Branche Fuß gefasst. Wir waren die allerersten, die zum Beispiel die Schweizer Swiss Swatch Uhr an den Markt gebracht hat. Und da gibt es wirklich wichtige Gedanken zurück, wenn man so wie der Herr Angstl vom Sporthaus Schuster, heute Geschäftsführer, war damals Einkäufer beim Sportcheck. Seine erste Bestellung waren 24 Uhren und Ende vom Jahr waren es 24.000. Und jetzt bald, vielen Jahrzehnten später, geht es uns fast ähnlich. Seit 2 Jahren vertreiben wir die amerikanische Marke Grail. Niemand weiß, dass es sowas gibt und jeder braucht es eigentlich. Du musst erst bei dir bleiben. Ich weiß, dass du sofort... Du darfst erst noch mal kurz. Okay.
Was macht es denn so besonders? Du findest Dinge, die kein anderer findet und du bringst es auf eine Art und Weise vorwärts. Was ist es denn? Weil ich glaube eher, dass die Firmen... Lass mich kurz noch, weil wir ja hoffentlich Menschen wie dein Sohn jetzt gerade zuhören, die dann auch Bock haben, bei uns in der Branche zu arbeiten und davon was lernen. Und das ist, ich würde es gerne von dir hören. Okay, wir finden die Produkte, aber meistens finden uns die Produkte. Okay. Es gibt Produkte, wo einfach kommen und sagen, kannst du uns helfen, wir haben eine gute Idee und wir nehmen uns der Idee an und setzen die Idee nachher in den Vertrieb um und bringen auch meistens das Produkt so weit, dass es halt nachher auch kommerziell ist. Es ist eine Gabe, bleib dabei. Ja, man muss irgendwie ein gutes Gefühl dazu haben und auch die Kombination, ein Produkt am Markt zu bringen, die ganze Logistik, das ganze Marketing, alles in einem Haus zu machen und somit halt extrem schnell zu sein. Ja, wir haben jetzt eben schon gehört, welche Marken sich jetzt alle bei euch im Haus befinden und das ist ja tatsächlich von oben bis unten einfach sehr viel, sehr cooles Zeug. Jetzt darfst du. Okay. Worum geht es dir heute und eingebunden in den wir freuen Tag uns, jetzt hier? Dass wir hier eingeladen wurden, um unsere Produkte hier der Presse vorzustellen. Und ja, wie gesagt, seit 2 Jahren vertreiben wir die amerikanische Marke Grail und hatten natürlich, also leider wegen Corona, kam halt ein extremer Bedarf auf, dass jeder so eine Flasche gerne haben möchte. Das Coole ist an so einem... Schau mal, wenn du hilfst, genau, ist das Das Coole an so einem Produkt ist, das ist ein Wasserfilter und keine Wasserflasche. Der Filter filtert 99,9% Viren, Bakterien, Mikroplastik, Benzin, Öl, alles raus. Darf ich mir anschauen? Achso, Ja, genau, du machst, okay, ich mach's mal vor. Du nimmst aus einem normalen Bach oder aus dem Stadtbrunnen oder aus dem See das Wasser, öffnest gleich die Schraube hier oben und presst es so durch. Und du hast absolut trinkbares Wasser. Bist absolut autark unterwegs. Stell dir mal vor, du bist auf einer Wandertour, du musst dir im Tal nicht mehr überlegen, wie viele Grumbach-Flaschen ich mit am Berg hochnehme. Wir haben auch jetzt zum Beispiel wegen dem Krieg, haben wir gestern mit der Firma Fischer zusammen viele Leute auf den Weg geschickt, die die Flaschen in die Ukraine bringen. Weil für alle, die da zum Beispiel auch keine Wasserversorgung haben, ist es ja existenziell, ja, überlebenswichtig. Und ja, ich habe die Flasche mit zu uns in die Firma gebracht und habe gesagt, das Projekt heißt 100.000 und hat jeder gesagt, was bedeutet 100.000? In 3 Jahren verkaufen wir 100.000 Flaschen und heute sind wir fast dran. Wenn wir sie bekommen würden, hätten wir sie schon erreicht. Und das ist wirklich ein 365 Tage Artikel, wo nie reduziert werden muss, wo auf Jahres gleich ist. Und ja, wenn man es vermitteln kann an den Konsumenten, dann geht kein Mensch mehr aus dem Laden raus und nicht so eine Flasche mitnimmt. Und nach 250 Litern muss der nur den Filter wechseln. Ja. Und er spürt es nachher, weil es sich nicht mehr durchdrücken lässt. Ich bin jetzt schon wieder von der Technologie fasziniert. Gibt es, was möchtest du dazu noch teilen? Sind es Preispunkte oder ist es eher Technik? Nee, also der Preis ist einfach so, obwohl alles teurer geworden ist, unsere Container kosten wirklich das 10-fache und nicht nur ein bisschen mehr, das 10-fache von dem wie vor Corona. Wir haben jetzt uns einfach entschlossen, keine großen Preiserhöhungen zu machen, einfach durch mehr Volumen immer noch den Konsumenten das zu ermöglichen, so eine Flasche für 89 € zu kaufen. Und bevor man dann mal sagt 99, 110, 120, irgendwann wird halt alles viel zu teuer. Dankeschön. Das war so. Möchtest du aus Marketing-Sicht deinem Vater noch etwas zur Seite stehen? Gibt es etwas dazu hinzuzufügen? Ja, ich meine, tatsächlich ist das jetzt endlich mal ein Produkt, was von Marketing-Sicht eigentlich nur aufgegriffen werden müsste. Aber es gab noch keine Kampagne, die von jetzt auf gleich jeden Menschen auf der Welt erreicht hat, leider. Weil es wirklich ein Produkt ist, wo es halt für jedermann Bedarf gibt. Also es gibt keinen, das reicht der normale Urlauber, der gerne mal nach Thailand in Urlaub fliegt und die ersten 3 Tage des Urlaubs in Ungarn auf der Toilette verbringt, der könnte sich einfach vorher sein Wasser abfiltern, dann wäre er da virenfrei, hätte 3 Tage mehr Urlaub und am Ende sogar noch was gespart. Und auf der anderen Seite ist es der Mountainbiker oder Wanderer, der mit Leergewicht in die Berge starten kann und keine Wasserflasche dabei haben muss und somit eben auch noch den sportlichen Nutzen daraus zieht. Es gibt unterschiedliche Farbmöglichkeiten, das Design ist sehr puristisch gehalten, es wird dauerhaft kommen neue Innovationen, wobei der Filter an sich immer gleich bleibt. Also technisch
wird es keine ausgereiftere Version mehr geben oder wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber marketingmäßig, also aus Marketing-Sicht gesehen, müsste man die Message nur noch der Welt mitteilen, quasi, dass es die Flasche gibt und dass sie was du hiermit getan hast. Was ich hiermit hoffentlich getan habe. Yeah. Aber wir haben uns auch entschieden, schon letztes Jahr, wir haben 500.000 24-seitige Kataloge drucken lassen. Und viele von unseren Kunden tun die in alle Pakete rein, wo sie verschicken oder... Okay. Das heißt, auch da schaffst du es in der Vernetzung. Weil die Leute einfach wissen müssen, dass es so ein Produkt überhaupt gibt. Ja. Unser Display, den wo man hier unten sieht, den haben wir entwickeln lassen, haben wir 500 Ladendisplays bauen lassen. Und den haben wir jetzt auch vor 2 Wochen den deutsch- und österreichischen Design Award bekommen für bestes... Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Und du hast uns noch was mitgebracht, wenn ich das richtig sehe. Und, Grail war ja ein Projekt, wo wir vor 2,5 Jahren begonnen haben und jetzt einfach am Punkt ist, wo es eigentlich so langsam durch die Decke geht. Aber wir haben natürlich auch Verantwortung für viele von unseren Mitarbeitern und darum müssen wir immer wieder was Neues in der Hand haben. Portfolio. Im Portfolio. Ja. Und im Herbst stellen wir es vor, im Herbst wird es erstmal ausgeliefert, ein Kommunikationssystem aus Israel. Das heißt Cardo System. Das verwenden jetzt schon Millionen von Motorradfahrern. Und wir haben das umgewandelt, dass man es nicht mehr am Helm tragen muss, sondern kann es am Rucksack tragen. Aber dazu ein bisschen mehr von Max. Ja, genau. Also es ist vielleicht noch ein Produkt, das ein ähnliches Potenzial hat wie Grail oder vielleicht sogar noch ein größeres. Ich meine, jeder kennt es aus dem Sportbereich. Die Kommunikation unter extremer Anstrengung oder gerade nach einem ganzen Tag mit Skischülern wird schwierig oder mit der Familie. Und Cardo bietet eben die Möglichkeit, durch dieses Tool mich mit anderen zu verbinden. Ich brauche mein Smartphone nicht dazu, kann allerdings trotzdem über Bluetooth von meinem Smartphone meine Musik und meine Anrufe entgegennehmen. Allerdings ist es eine eigene Netzwerktechnologie, was mich mit meinen anderen Sportkollegen verbindet, mit meiner Familie, wenn ich denen Skikurse gebe oder Skilehrer mit ihren Gruppen. Man kann es auf Trailrunning beziehen, auf Klettern, auf alles im Outdoor-Bereich bis hin vielleicht zu einer Stadtführung. Und ich bin mit meinen Leuten vernetzt. Ich kann mit ihnen ohne Probleme sprechen. Ich kann meine eigenen Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Ich habe es aus dem Wassersport. Das hat mir tatsächlich beim Windsurfen entscheidende Steps gemacht, weil man anders lernt, wenn du es die ganze Zeit auf dem Ohr hast. Genau, und der Trainer muss nicht mehr von Land oder von seinem Board mehrere Meter schreien, sondern er kann ganz locker ins Mikrofon reinreden. Er kann auch einzelne Coachings Einzelne geben. Steps. Genau. Gut. Aber wir haben von vornherein gesagt, dieses System, wie man es jetzt hat, eignet sich für Skischulen, aber ein normaler oder Normalverbraucher fährt so nicht Ski. Also mit einer Optik wie ein Teletubby. Also sage ich. Und genau. Okay. Und das System, wo wir jetzt verkaufen und im Herbst ausliefern, das kannst du an der Rucksack hinklipsen. Ja, das ist integriert alles und das ist bahnbrechend. Das ist wirklich... Habe ich doch gesagt, schon wieder das richtige Händchen. Nein, aber wir haben jetzt wirklich viel Geld und viel Zeit dafür investiert und bringen das jetzt wirklich am Markt und werden ganz sicher viel Erfolg damit haben. Weil die Firma, wo dahinter steckt, die macht jetzt schon 80 Millionen Umsatz. Die haben 170 Leute und alles in dem Bereich kommt sowieso aus Israel. Das ist bahnbrechend, was da geht. Sehr toll. Okay. Im Zuge von den vielen Journalisten, die auf euch warten. Ja, vielen Dank. Ich danke euch sehr und ich hoffe, wir haben noch viel Gelegenheit, gemeinsam all das vorwärts zu bringen, was es immer wieder Tolles gibt. Okay, vielen Dank. Darf Danke ich dir euch. dieses kleine Präsent Oh übergeben? ja! Ist aber nicht Compliance, ne? Nee, kostet nur 8 €. Vielen Dank und wir machen einen ganz kurzen Break und hören uns gleich mit der Firma Haglöfs hier im Studio und ich freue mich sehr. Vielen Dank und eine kurze Pause. Okay, vielen Dank. Dankeschön.
Herzlich willkommen zurück zum Sympathy Lab bei den Sport- und Outdoor-Medientagen hier in München. Unsere Live-Show hat jetzt einen weiteren Höhepunkt, nämlich mit der Firma Hugloves. Ich freue mich sehr über dich, Thomas Geier, richtig? Ich habe dich hier als Marketing-Manager, stimmt das, für die Dachregion für Hugloves? Ja. Und ich bin darauf sehr gespannt, was du erzählst, wo die Marke hingeht, was es gerade ausmacht. Und bevor du in das Brandmanagement und Sales Management gehst, wäre es toll, wenn du dich uns kurz vorstellen würdest. Was macht dich aus und warum arbeitest du überhaupt da und was ist denn das, was dich so antreibt? Cool. Ja, ich bin Thomas, bin seit 2 Jahren in München, seit 2 Jahren bei Hugloves, komme ursprünglich aus der Sporthochschulzeit. Also alle, die so mal was mit Sport zu tun hatten, haben, glaube ich, an der Sporthochschule gefühlt studiert. In Köln? Ja. Ich auch. Ja, siehst du? Yes! War dann sehr lange bei Essex, bei der Laufmarke. Bin dadurch auch an Hugloves so ein bisschen geraten, weil Hugloves zu Essex gehört. Habe dann einen kleinen Exkurs im Sales gemacht und gemerkt, Verkaufen ist cool, aber am liebsten würde ich auch für eine Marke arbeiten, bei deren Werten ich mich ganz gut selber sehe. Und habe dann vor 2 Jahren das Angebot bekommen, hey, Hugloves, wir wollen hier wirklich was Neues aufbauen im deutschen Markt. Hast du Bock? Und hatte ich. Habe München ausgetestet, liebe es. Also Bergnähe, irgendwie eine Stadt, die so viel Sport beinhaltet, hat mir eigentlich sehr gut getaugt und bin seit 2 Jahren sehr glücklich hier. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir auch ein paar Zuschauer haben, die hoffentlich hinterher sagen, es wäre wirklich toll, in der Sportbranche zu arbeiten. Ja. Was macht deinen Job aus und was findest du besonders toll? Mein Job macht eigentlich aus, dass kein Tag gleich ist. Dadurch, dass ich der einzige Marketingverantwortliche in Deutschland bin, übersehe ich alles. Es ist sehr vielseitig, sehr spannend, auch sehr arbeitsintensiv teilweise. Ich bin sehr froh, dass ich tolle Agenturen habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Unter anderem bin ich deshalb auch heute hier, weil meine PR-Agentur meinte, hey, hier gibt es so ein cooles Format, Das hast darfst du auch Lust? ruhig nennen, ne? Dafür sind wir da, dass wir alle gut zusammenhalten. Wer ist denn deine PR-Agentur? Hansmann PR. Hansmann PR. Genau, Grüße an Martina. Genau, hat mich sehr gefreut, dass es endlich wieder Events gibt, wo man sowas halt auch machen kann, wo man auch irgendwie mit den Medien wirklich sprechen kann, weil das ja jetzt die letzten 2 Jahre dann doch sehr kompliziert war. Was meine Arbeit eigentlich ausmacht, ist, dass ich eine Strategie aus Schweden bekomme, die natürlich einen ganz anderen Markt haben. Da sind wir extrem bekannt. Als schwedische Marke seit über 100 Jahren dort, wirklich jedes Kind kennt uns. Im deutschen Markt ist das etwas anders. Die Händler kennen uns, sie lieben uns. Und jetzt geht es halt wirklich dran, irgendwie unseren Endkunden zu zeigen, hey, schaut mal, Hugloves ist nicht nur irgendeine Marke, sondern wir haben richtig coole Werte. Und wenn ihr die gleichen Werte habt, dann... Welche Werte sind das? Also wir haben uns... Nur die wichtigsten, sonst bleiben wir zu lange... Ja, wir haben uns eine Vision gesetzt. Wir wollen die Nummer 1 verantwortungsbewusste Outdoor-Performance-Brand werden. Und verantwortungsbewusst heißt für uns nicht nur Nachhaltigkeit. Das ist seit Jahren eins unserer absoluten Steckenpferde. Da haben wir super viel Arbeit drin, aber auch transparent in unserer Kommunikation, wie wir mit unseren Händlern reden, mit unseren Kunden, aber auch mit unseren Fabriken. Und das sind Werte, die mir extrem wichtig sind, halt offen und ehrlich zu sein. Und Outdoor Performance, wir machen Performance Gear und das seit sehr, sehr vielen Jahren und da Produkt ist unser bestes Marketing eigentlich. Eine sehr gute Brücke. Du hast etwas mitgebracht. Ja. Ja, ein Produkt. Ja, wow. Genau. Ich habe unser ikonisches Produkt eigentlich mitgebracht. Die Spitzjacket. Die haben wir ab nächsten Winter neu aufgelegt. Die gibt es seit über 10 Jahren in unserem Sortiment. Heißt gleichzeitig gibt es jetzt noch Kunden, die in den Laden kommen und sagen, hey,
habt ihr die gleiche Jacke in einer anderen Farbe? Ich finde sie so gut, ich trage sie jeden Tag, ich hätte sie aber noch mal gerne in einer anderen Farbe. Also extrem langlebig auch, weil es unsere stärkste Performance-Jacke ist. Also wirklich mit Gore Pro und für den Bergsport konzipiert. Und jetzt auch mit unserer neuen Designsprache, die wir die letzten Jahre sukzessive immer mehr reinbringen. Die da ist? Die im Endeffekt am Logo so ein bisschen sich orientiert. Halt, ne, immer wir nennen es the Architecture of the Age, also von dem H, dem Logo, alles in Linienform, ähnlich wie... Smart. Ja, ähnlich wie das Logo. Und dann extrem wichtig, konzipiert für Langlebigkeit. Zum einen weniger Abschnitte, dadurch viel weniger Verschnitt, auch bei der Produktion, was uns extrem wichtig ist. Und dadurch, dass wir Gore-Tex Pro als Membran nutzen, halt auch wirklich extrem langlebig, was die Wasserfestigkeit angeht und die Membran an sich. Sonst hat sie alles, was eine Bergsportjacke braucht. Kann ich drauf eingehen, aber dann sprengen wir, glaube ich, hier ein bisschen den Rahmen. Ich finde auch. Also es ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ich finde eure Marke wahnsinnig attraktiv. Bin gespannt, was sich in den nächsten Monaten und Jahren auch in Bezug auf Nachhaltigkeit noch tun wird. Ich muss leider alle anderen Fragen, die ich habe, verschieben. Ja, das ist okay. Wenn du noch eine Neuigkeit, eine News, einen Ausblick loswerden möchtest, wäre das jetzt der Moment. Ansonsten entlasse ich dich zu den vielen Journalisten, die warten. Meine größte News ist, dass wir im nächsten Monat wieder unseren neuen Nachhaltigkeitsreport rausbringen, wo wir jedes Jahr sehr, sehr stolz drauf sind. Wenn man transparent wissen will, was wir als Marke machen, sehr gerne reingucken, was unsere Fabriken angeht, was die Gehälter in unseren Fabriken angeht, was unsere Nachhaltigkeitsarbeit angeht. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere da auf uns zukommt. Und sonst freue ich mich sehr, hier zu sein. Das war's. Ich hoffe auf mehr. Wir werden uns Plattformen suchen, wo wir das weitermachen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Danke für das Intro zur Jacke und viel Spaß noch unten mit den Journalisten. Und ich freue mich jetzt auf mein nächstes Gespräch mit X-Bionic und dafür machen wir eine kurze Pause und ich sage bis gleich.
willkommen zurück zum Sympathy Lab, heute in der mobilen Version bei den Sport- und Outdoor-Medientagen in München. Die nächste Brand begeistert mich ohne Ende, X-Bionic, und ich habe den Niklas Wedel da. Du sagst, du bist Country Sales Manager für X-Bionic. Und mich würde interessieren, was dich ausmacht, dass du dich ein bisschen vorstellst, damit wir dir auf dem richtigen Ohr zuhören können. Wer bist du? Ja, erstmal vielen lieben Dank. Niklas Wedel, wie du schon gesagt hast. Ich komme aus dem Münchner Süden, bin 27 Jahre jung oder alt, wie man es haben möchte. Ich finde jung. Und dann machen wir jung. Und ja, ich bin wie gesagt als Country and Sales Manager für Deutschland angestellt bei der TP Agency. Wir sind eine Sport-, Mode- und Lifestyle-Agentur. Und ja, eigentlich der Sport hat mich schon immer fasziniert. Ich komme eigentlich eher aus dem Fußballbereich, aber ja, Sport ist einfach, das ohne geht's nicht, und das ist einfach wichtig. Und ja, von daher konnte ich den Job echt damit sehr gut verknüpfen. Und ja, ich glaube, das wären so die Basics zu mir als Person. Der Bezug, der die Passion und die Leidenschaft authentisch macht. Ne? So ist es, so ist es. Und was machst du gerade? Was bedeutet das Sales Manager für X-Bionic? Vielleicht erklärst du uns kurz das Unternehmen und dann gerne. Was euch ausmacht. Also wir als Agency haben quasi verschiedene Marken im Portfolio, unter anderem X-Bionic. Und ich persönlich bin jetzt hauptverantwortlich für die Marke X-Bionic in Deutschland zuständig. Sprich, ich leite den kompletten Vertrieb in Deutschland. Und ja, da gibt es viele Challenges. Also an wen vertreibst du denn was? Also an die Händler. An die Händler? An Intersport-Händler, an Sport 2000-Händler, an diverse kleinere Händler, stationäre Händler. Vertreiben wir quasi X-Bionic und X-Socks. Und ja, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Es gibt diverse Challenges. Bevor wir zu den Challenges gehen, sag noch, welche Produkte du vertreibst, weil es möglicherweise jemanden gibt, der euch nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wir vertreiben X-Bionic und X-Socks, Super Sportswear aus der Schweiz. Wir waren tatsächlich die Ersten, die damals vor, ja, jetzt sind es schon gut 20 Jahre her, die Funktionssocken auf den Markt gebracht haben. Und seitdem haben wir uns immer weiterentwickelt. Das waren jetzt 20 Jahre Entwicklung, Forschung, haben sehr viel investiert. Und inzwischen sind es über 800 Patente, was uns wirklich auszeichnet und wofür jetzt wir inzwischen stehen. Und ja, deswegen ist ein X-Bionic. Wofür steht denn X-Bionic? X-Bionic an sich, das Wort? Oder? Ja, was hat der Name? Also es ist ja ein besonderes Produkt. Genau, ist richtig. Also im Endeffekt gehe ich dann lieber darauf ein, dass ich sage, die ganzen Konzepte, die wir haben, beziehen sich aus Naturphänomene. Also es sind quasi Konzepte aus der Natur. Und das ist dieses Wort auch X-Bionic. Und ja, das macht uns als Marke ganz besonders, weil das sonst niemand hat. Und genau, dafür steht eben auch das Wort X-Bionic. Würdest du uns ein paar Beispiele geben, wenn du sagst, es kommt aus der Natur, deine Highlights? Meine Highlights. Es gibt zum Beispiel den Wüstenfuchs. Und wir haben die Technologie, ja, es ist tatsächlich wahr. Und wir haben diese Technologie in unser Produkt mit einfließen lassen. Sprich, das Produkt ist grau und beziehungsweise sagen wir eher Silber, denn es enthält die Silberxithanitfaser. Und im Endeffekt ist es wie beim Wüstenfuchs, dem ist irgendwann auch mal warm in der Wüste. Und im Endeffekt macht das Produkt genau das Gleiche, denn es soll vor der Wärme schützen und isolieren und dem Körper Kälte zuführen. Genau. Das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Wofür wir aber auch stehen, ist unser Thermosiphon. Unser Thermosiphon 3D ist eigentlich mit das bekannteste und auch die bekannteste Technologie. Und hierbei ist es so, dass im Endeffekt der Schweiß, den wir produzieren beim Sport, wird genutzt. Er soll nicht einfach nur abperlen, damit es uns ein bisschen kühler wird, sondern er wird genutzt und gibt uns wiederum Energie. Das heißt, der Körper muss immer konstant eigentlich oder darf nicht über 37 Grad Kerntemperatur kommen. Und das soll dieser Schweiß eben verhindern, denn er wird genutzt, um den Körper zu kühlen, wenn er schwitzt, und zu wärmen, wenn er friert. Genau. Ich weiß, es sind viele Infos. Es ist super. Ja, ich bin aber nur deswegen so schweigsam, weil ich mir denke, boah, dich lasse ich einfach nur reden, das ist total cool. Es gibt die ein oder andere Herausforderung. Ich finde es eigentlich gerade viel zu cool, was du erzählst in all dem, was wir sonst so an Dings haben. Aber was möchtest du davon noch teilen, wo ihr, braucht ihr, und das ist ja ein Austauschformat hier, ne, mit viel Kooperation. Wonach würdest du suchen? Würdest du einen Appell an die Branche richten oder was du dir wünschst für die nächsten Monate? Ja, also für uns alle war es super schwierig. Ich meine, was für uns steht, ist, dass wir rausfahren können, dass wir die Händler besuchen können, dass wir mit denen reden können, kommunizieren können. Das war digital schon schwierig, es war machbar,
Aber es ist einfach schöner, wenn man wie bei uns gerade einfach face-to-face sitzt und die Produkte zeigen kann. Und dafür sind wir inzwischen wieder echt dankbar, dass wir rausfahren können, dass es wieder Messen gibt, dass wir einfach wieder uns alle sehen können, uns treffen können und uns austauschen können. Und jeder kann wieder erzählen, was jetzt wieder Positives passiert. Und ja, das ist einfach schön, deswegen hoffen wir, dass es so bleibt. Und sind auch echt dankbar, dass wir heute hier sein konnten. Ja, ich denke mal, das ist somit der Beste. Es ist total schön und ich würde viel länger gerne mit dir quatschen, aber vielleicht suchen wir uns noch andere Formate, lassen den anderen Marken noch Platz und vor allen Dingen geben wir dich zurück an die Journalisten und Kunden, die warten. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Gleichfalls, und ich freue mich auf mehr. Danke. Wir machen eine kurze Pause und meine nächsten Gäste auf unserem Sympathy Lab Sofa ist das Team von Joe Nimble. Bis gleich.
Welcome back to the next session in our Sympathy Lab on these sport and outdoor media days. There are brands which do rumble and noise, and I'm so excited and curious on what happens now for the next minutes with Joe Nimble. My guests here in the studio, Sebastian Bär, you are owner and founder and CEO. Very warm welcome. Thank you very much. And Lee Saxby, you said you were a biomechanist. I did. Because it's true. It is true. Yeah. I'm so curious. So before we start, it would be great to understand a little on your personality, like life path. What did you do before you do what you do now? And then in the next section, we will explain what Joe Nimble is. So cool. First words to you, and thank you for being here. All right. Well, I always did what I do now. Basically, I grew up selling shoes. I come from a family business, second generation shoemakers. And from childhood days on, I've been setting up booths at exhibitions, and I sold shoes all over the world, from Japan to America to Europe. And that's my passion, and my other passion is running. So basically, with the shoe that we are representing today, I put my passions together, which is shoes and running. And we your created your life story. Exactly, yeah. Summarized in just that. Great that you can make it and tell the story here with us. Yeah. I'm curious. Me? Yes, please. Hi, I'm, as you said, Lee Saxby. And my history really is as a running coach, a running technique coach. Okay. And I was a big part of the natural running, barefoot running revolution. And that's actually how I met Sebastian. He came to one of my coaching workshops to learn the secrets of barefoot running. Yeah, so. And we got into discussions about, actually, most people aren't suited for barefoot running because they have this compromised foot structure. And yeah, we thought we need to combine forces and start to bring a good plan, because you are really like noisy in a good way. Lots of rumors and innovation heritage, both mixed. Yeah, so the first thing I would love to understand is, where does the name come from? Well, Joe Nimble is, you know, it's you. That's what a lot of people think. Yeah, no. Well, it's look, Joe Nimble is we've always been a company that is very personal to its customers, right? My parents, my mom, my dad, they always sold personally on trade shows. They were always there answering the phone, always in a personal manner, and we want to transfer that heritage into the new brand. And we weren't going to call it Sebastian Bär, so we said, okay, maybe there's a better name. And nimble, with all the meaning behind it, you know, being nimble, being active, being, you know, dynamic, agile, all of that. We thought that's a very good characteristic But Joe Nimble does not really exist. Well, maybe he does. You know, I don't want to lift the secret here, and but we'll find out eventually, I'm sure, right? But Joe Nimble is your, you know, your buddy, your go-to guy, your running partner. That's Joe Nimble. Mm-hmm. Wonderful story. So let us find the way for technology, for what the main pillars for Joe Nimble are. Play us the complete picture based on the main pillars, and of course you brought some products with you, so guide us in your heads. What's going on? Yeah, what's going on, Joe? What's going on, man? So basically the story behind Joe Nimble is based on one core message, which my parents at the time, especially my father, pioneered, which is the concept of toe freedom, right? 40 years ago, nobody was interested in toe freedom. It only got popular over the last couple of years. But toe freedom means that instead of squeezing the toes in the front, like in 99% of all shoes, our shoes give the freedom to anchor and stabilize the toes in the forward motion. So you stand on a stable basis and the rest of your body can relax. Because when you stand on an unstable basis, you have to compensate that instability somewhere else in your body. And this is what we put into this shoe. The core concept of toe freedom, and we combined it with modern running shoe technology. And that basically for us is the concept of nature perfected, right? So from the biomechanic point of view, you also brought some things which we whether know from university or doctor. So I think it has a sense that you brought that with you. Explain us. Yeah, so as Sebastian said, I think the core message to runners is that if you want
a lifetime of pain-free running, it all begins with a fully functional foot. And Mother Nature is a damn good engineer. She engineered the human foot to be this very efficient shock absorber and propulsive lever. And if you believe that Mother Nature's original blueprint is a good one, it becomes sort of fairly obvious that the ultimate running shoe should only enhance and support its function, not destroy it or just provide symptom relief. So this is what the shoe is based on, you know, the function of the human foot. And having an audience which you might be new to, for a brief introduction of 3 to 5 sentences, who do you distribute to? How can people work with you? Give an active introduction for our bubble. Yes. Hopefully the biggest bubble. At runabovereason.com, basically you can find our product right now online on a global level, because we're a direct-to-consumer company. But right now we're expanding into the wholesale industry. So, you know, there's a couple of Sport Check stores, 5 stores that carry us. There's more and more retail running-specific stores that are picking us up right now. On Sport Check, on the website, they carry our shoes. But the new shoe that we're launching right now, at this time, is only available on our website, the Ultreya. That's the new edition. We just launched it last week. Is this the launch date here? Yeah, basically. We launched it today, first time to the public. Last week was How exciting! Yeah, it is, definitely. Last week was the online launch, and today is the first time we presented to the media. Was there any feedback already? Yes, very much so. I mean, we had one guy test it out, and he said, "I'm going to wear that immediately. I'm going for a run tomorrow morning." And you know, and the main point is this whole technology that we put into it. So apart from the natural aspect, you know, you have a PU foam with direct injection and dual density, right? So the technology behind it, you have a Is that soft, the model you have with you? Yes. So you have a soft cushioned landing, a smooth rolling, and a stable propulsive face, with direct injected PU foam as a midsole. And that combination of technology of 2 densities for the landing, for the cushioning, and then what you can pretty much see here is, with the insole, this toe freedom shape that we have, which always that's a key that's never changed, that's never been changed for 40 years, which enhances that stable propulsive face, which is so important in running. And this is exactly when we had our preparation, communication, it was, what do you do different with Joe Nimble? That's an interesting thing to sum up for this round, to make sure that the message is clear. What's the differentiation on a clear base? Toe freedom. Toe freedom, yeah. Nobody else does that, right? I mean, this concept of shoes that give the toes the ability to anchor, stabilize, and have a stable, guided, propulsive face. Nobody else in the industry does that. And with the combination of components, right? Yeah, yes. Of course. This combination of technology is what is absolutely new. And we've worked on the heel design. We've worked on all the little, technology advantages. Like we said, just respecting Mother Nature's design, the rounded heel, the fat pad, the wide toe box, to make this stable. That makes so perfect sense. Great that you carried that. Yeah, because that was the inspiration for the shoe. And for the future months, is there something you want to share? You brought 2 other products with you. One is that what you're wearing, right? Yeah, well, those are just 2 colorways, right? And they're still prototypes, there are small changes. But and this is our version of a recovery sandal. Okay. Yeah, so if you look at that, it has how lightweight. It has the usual cushioning you associate with the recovery sandal. But the USP, if you is that new? That's rather new, yeah. It's news to the market still, yeah. It's not launched today. It's been launched a couple of months ago, but it's fairly new, yeah. But the USP, the unique bit, is the section for the big toe. Right? It's a good way of presenting. Yeah, so that's how we begin to rehabilitate the great toe. Okay. So it provides symptom relief and also addresses a long-term cause of most people's problems, which is this hallux angle. Hallux angle. I like the winkle, but the hallux angle. Okay,
Right? So with this, with rehabilitating the stability of the big toe, especially for the runner, if you don't have that, right? If your big toe is moving to the inside, when you go into this propulsive phase, you tend to overpronate because there's nothing there to stabilize their most foot. of the runners have that problem, right? Yeah. Or when that gets painful, they go the other way. Yeah, and they So most problems actually can be traced back to the big toe. Right. And once you give it that room, and this is what the sandal does, and what the shoe promotes, the big toe is there. You can just propel straight on forward, and you have that dynamic, stable propulsion which the runner needs. We don't need any more, motion control or carbon fiber plates. All of that. That's all, I could continue for hours. There will be hopefully some stages or channels where we can discuss, because I will be very interested in sustainability and distribution ways. If you mentioned D2C, what's happened with supply chains, etc. We take this to another step for next time. I'd love to. Yeah. It was a great pleasure having you here. Thank you very much. And as I said, it's rumors like hell around you. Yeah, thank you Congratulations. very much. Appreciate it. Yeah. All right. Thanks for your time. Thank you. Thank you. We take a short break. Our next guest here on stage will be Black Yak Maxi Nords, which I'm really looking very forward to. Thank you and see you in a minute.
Und willkommen zurück beim Sympathy Lab bei den Sport- und Outdoor-Medientagen hier in München. Ich habe großes Vergnügen, mich mit den verschiedenen Marken zu unterhalten und auch den verschiedenen Menschen. Jeder hat was Neues zu erzählen nach 2 Jahren schon irgendwie sehen, aber meistens digital. Dann hat sich doch eine Menge verändert und im Besonderen auf meinen nächsten Gast freue ich mich, weil sich da in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Herzlich willkommen, lieber Maxi. Du bist Managing Director von Blackjack. Wir kennen uns aus den Zeiten der ISPO. Wir haben verschiedene Überschneidungen gehabt. Bevor wir zu Blackjack gehen und was du alles angestellt hast in deiner Rolle als Managing Director, was extrem spannend ist, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen würdest mit deiner Persönlichkeit. Vieles sieht man dir an, ganz vieles weiß man nicht. Du bist sowas wie schillernd, beeindruckend und weitreichend in all dem, was du gemacht hast. Und damit man dir für Blackjack richtig gut zuhören kann, wäre es cool, wenn du kurz sagst, wer du bist. Klar, gerne. Mein Name ist Maximilian Nord. Ich bin seit über 20 Jahren in der Sportindustrie. Sport war immer meine Leidenschaft. Habe ganz klein angefangen bei Sportcheck, meine Ausbildung. In jungen Jahren wusste ich nie wirklich, wo die Reise hingeht. Sport war immer was mir Spaß gemacht hat. Und deswegen war für mich auch immer ganz, ganz wichtig, wenn ich einer Arbeit nachgehe, sollte die Spaß machen. Das ist mein Hauptfokus immer gewesen. Und der wird es auch heute und der ist es immer noch. Und es macht auch Spaß, mit dir zu arbeiten. Das ist der Nebeneffekt. Das hoffe ich doch. Und ich glaube, wenn der Spaß nicht mehr dabei ist oder nicht dabei sein sollte, dann sollte man sich auch selbst Gedanken machen, ob das noch das Richtige ist, was man überhaupt macht. Weil Leidenschaft und Passion gehören einfach dazu. Und das ist für mich generell in meiner Aufgabe als Managing Director bei Blackjack als auch in den vorigen Aufgaben immer sehr, sehr wichtig gewesen. Weil Spaß hat man mit einem vernünftigen Team, mit einem guten Team und mit einem gewissen Vertrauen. Und da sind wir gerade, was auch Blackjack angeht, auf einem guten Weg. Und ich freue mich auf weitere Jahre. Und vor allem, das Feuer muss immer brennen. Und wenn bei uns das Feuer brennt, dann geht was. Dann geht was. Ich finde das im Besonderen deswegen so spannend, weil du nach deinen verschiedenen Stationen, vor allem Event, da hat es deine Emotionen gebraucht, auch ein bisschen deine schrägen Impulse, all das, was dich so auszeichnet. Und dann bist du zu einer Marke wie Blackjack gegangen und wir machen hoffentlich noch viele unterschiedliche Sachen zusammen, wo du davon erzählen kannst. Heute konzentrieren wir uns auf Blackjack und was da jetzt gerade passiert ist. Deswegen bist du hier auch Gast bei Matthias Aßmann in seiner Veranstaltung. Du hast Blackjack als Managing Director übernommen und eine Menge anders gemacht, als vorher war. Jetzt 2 Jahre ein kompletter Switch in verschiedenen Bereichen. Vielleicht kannst du ein bisschen Bezug nehmen auf dein abgefahrenes Office, was du hier in München angestellt hast. Ich nehme da jetzt nichts vorweg, aber gehe davon aus, dass die uns zuhören, wahrscheinlich wenig wissen. Okay. Hol uns ab. Vielleicht fange ich mal von ganz vorne an. Ich habe ja vor 8 Jahren meine Journey bei Blackjack begonnen. Blackjack ist ein familiengeführtes Unternehmen, nach wie vor, 1973 gegründet bei Tyson Klang. Und das Thema Familie ist ein ganz, ganz großes Thema und deswegen fühle ich mich auch so wohl. Und ich habe die Chance und das Vertrauen vor 8 Jahren bekommen, mit einem leeren Blatt Papier, mit einem leeren Blatt Papier, das mit Farbe zu füllen. Und dieses Vertrauen muss man erstmal bekommen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und vor allem auch hat mich gelehrt, gewisse Dinge strategisch als auch mit einem gewissen Erfahrungswert, mit einer gewissen Geduld immer anzugehen. Und da ist viel passiert in den letzten Jahren. Wir haben unheimlich viel erreicht im Positiven. Wir haben auch sehr viel gelernt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Learning ist immer ganz, ganz wichtig. Und natürlich war Corona vor 2 Jahren, wie jeden, hat es auch uns ein klein wenig getroffen. Und wir mussten uns überlegen, wo geht die Reise hin und was machen wir. Und haben uns dann, Gott sei Dank schon 1 Jahr bevor Corona uns alle getroffen hat, uns entschieden, unser eigenes Product Lab in München aufzubauen. Und haben sehr viel Blut, Schweiß und Tränen da rein investiert und haben auf der Leopoldstraße einen Spielplatz für Produkte auf 250 Quadratmeter mit allem, was man sich so vorstellen kann. Also sprich eine Micro-Factory in München, mitten in München. Vielleicht sagst du, so wie du mir die erste Führung gegeben hast, so ein bisschen was zu wie viel Nähmaschinen, wie viel Dings, dann hat man so ein bisschen ein Bild. Weil wir haben knapp in unserem Fuhrpark 50 Maschinen. Davon haben wir 5 Nähmaschinen, alle gleich. Warum 5 Nähmaschinen? Wir haben 5 Entwickler. Jeder Entwickler arbeitet an einem anderen Prototyp. Das heißt, er hat einen eigenen Faden, er hat eine eigene Nadel, er muss agil und er muss arbeiten können. Wir haben Seal-Seaming-Maschinen, wir haben Bonding, Taping, wir haben Downfilling-Maschinen, wir haben Laser, wir haben Heatpress. Also alles, was man benötigt, um ein Produkt, so wie man es kennt und wie man es an der Kleiderstange hängen sieht, das haben wir in-house, um es zu entwickeln. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil wir sehen, von der ersten Naht bis zur letzten, exakt, es geht aus einer Hand und aus einer Location. Und das macht uns unheimlich stolz und vor allem auch
zeigt es uns, dass wir in dem Moment sehr, sehr nachhaltig arbeiten können, weil wir alles in einer Hand haben und vermeiden können, dass Qualitätsansprüche, die wir uns wünschen, auch eingehalten werden. Wir testen es. Wir haben dafür extra Factory Athletes engagiert, keine offiziellen großen Sportler, sondern Athleten, die genauso ihre Passion im Sport haben und jedes Wochenende nichts anderes tun, als auf den Bergen sind, um uns dementsprechend nach jedem Wochenende das Feedback zu geben, dass wir daraus lernen können und unsere Schlüsse ziehen, um Produkte besser zu machen. Und das hat ja, zumindest hast du es mir im Vorgespräch so gesagt, dazu geführt, dass ihr ein bisschen strategisch was umgestellt habt. Richtig. Wir haben erstmal gesagt im Zuge der Pandemie, dass wir erstmal einen Break machen. Wir konnten es für uns wirtschaftlich nicht wirklich verantworten, einfach so weiterzumachen, als wenn nichts gewesen wäre. Also haben wir gesagt, wir belassen die Kollektion so, wie sie ist und machen 2 Jahre Pause, verkaufen das, was wir haben und haben in den letzten 2 Jahren eine komplett neue Kollektion auf die Beine gestellt. Spannend. Diese Sag mal die Eckpfeiler, ja. Diese Kollektion ist, würde ich mal sagen, Hauptaugenmerk less is more. Die besteht nur noch auf 65 Styles, Damen und Herren, und in jedem Segment immer das Produkt. Also Base Layer, leicht, medium, heavy, Mid Layer, leicht, medium, heavy, kurz, lang, Long Zip, Half Zip. Eine Shell, eine Pro-Shell. Wir brauchen keine 10 Pro-Shell-Jacken. Wir brauchen eine Shell, die funktioniert, dem der Kunde vertrauen kann und der eben auch in allen wetterlichen Bedingungen auch unterstützt und schützt. Dann haben wir im Isolationsbereich von Daune bis zu Hybrid alles, was man so benötigt, aber alles immer nur einmal und nicht in zigfacher Ausführung. Und das bringt uns zu dem Resultat, dass wir eine top-qualitative neue Kollektion auf den Markt bringen und mit einem Approach 365 Tage zu denken. Wir denken nicht mehr saisonal, sondern unsere Kollektion geht 365 Tage und es wird nicht jedes halbe Jahr die Kollektion ausgetauscht. Somit versuchen wir auf höchstem Standard ein Produkt zu liefern, mit dem der Kunde sehr, sehr lange Spaß hat und vor allem auch weitere Jahre Freude haben kann. Es ist sehr spannend und wir werden uns sicher den anderen Rahmen schaffen, da noch mal ein bisschen tiefer zu gehen, denn das bedeutet große Schwerpunkte für Nachhaltigkeit, von der viele Firmen auch was lernen können. Viele Produktentwickler sicherlich, hast du glaube ich auch schon gemacht, dass du Führungen gemacht hast, um zu zeigen, was nicht alles geht. Deswegen mal sehr inspirierend. Wenn du möchtest, wäre meine letzte Frage, was möchtest du noch teilen, was dir besonders wichtig ist für die nächsten Monate? Gibt es einen Appell an die Branche oder gibt es was Besonderes, was dir auf dem Herzen liegt? Ich glaube, jeder der Branche, das ist, glaube ich, der wichtigste Appell, jeder aus der Branche, in der Branche, um uns herum, Freunde, Bekannte, sollten alle Verantwortung tragen. Verantwortung tragen heißt, gucken, wie geht es dem neben mir, wie geht es den Leuten, denen es nicht so gut geht und was kann ich dazu beitragen, damit es denen besser geht. Ich glaube, das ist zur heutigen Zeit erstmal das Wichtigste und zum anderen, jeder soll das machen, wofür er seine Leidenschaft hat. Und wenn die Leidenschaft da ist, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Man sollte nie darauf gucken und sich treiben lassen, dass man irgendwo hin will und irgendwas erreichen will, sondern man soll die Freude mitnehmen und dementsprechend dann kommt das nötige Resultat. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, auch Korea. Ich finde, dafür stehst du übrigens. Ja, ja. Das absolut. Ist tatsächlich toll und sehr authentisch. Also am wichtigsten ist, man darf hinfallen und man soll hinfallen. Und nur wenn man hinfällt, dann steht man auch auf. Das ist eine Lehre und dies ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, mir hat das Hinfallen sehr, sehr geholfen. Weil wäre ich nicht hingefallen, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Und noch ein Thema auch noch zu unserer Mutterfirma in Korea. Dort sind wir auch sehr, sehr bedacht, sehr nachhaltig zu arbeiten. Wir wurden letztes Jahr von der UN ausgezeichnet als eines der nachhaltigsten Marken der Welt. Waren auch in Glasgow präsent. Das ist hier weniger bekannt, aber man sollte auch mal sagen, was dort passiert. Wir haben beispielsweise mit der koreanischen Regierung einen Automaten entwickelt, wie ein Getränkeautomat. Und dieser Automat ist in 100, 200 verschiedenen Malls verteilt. Und dort können normale Leute ihre PET-Flaschen entwerten. Die werden gecrunched. Aus den Crunch entstehen Drops und aus den Drops entstehen Yarns. Und diese Yarns vertreiben wir weiter, um Recycled Plastic herzustellen. Und das machen wir in Korea, für Korea, mit all den recycelten Müll, den die Leute dann dort auch dementsprechend recyceln. Das ist auch nochmal ein gutes Thema, was man nochmal teilen kann und teilen soll. Und für uns ist einfach wichtig, jeder sollte für sich ein bisschen tun. Und wenn jeder ein bisschen macht, dann kommt ganz viel dabei raus. Dafür sind wir hoffentlich auch alle hier, um das jetzt wieder weiterzutreiben. Egal wie hybrid oder egal, was uns für Möglichkeiten. Danke, dass du da warst. Gerne. Wir suchen uns neue Wege und machen das gut zusammen. Meine
nächste Gästin, sagt man jetzt wahrscheinlich, ist Lena Haushofer von Outdoor bei ISPO für Plattformen, für Schwerpunkte. Freue ich mich sehr drauf und wir machen eine kurze Pause. Und bis dahin 1000 Dank, Max. Danke auch. Und noch viel Erfolg mit den vielen Leuten, die auf dich warten. Danke.
Willkommen zurück im Sympathy Lab. Sport- und Outdoor-Medientage in München. Wir haben jetzt eine besondere Gästin, sagt man, für die Branche, was Plattformen betrifft. Wir haben nach 2 Jahren nicht nur die Plattformen vermisst, es entstehen neue Formate, so auch hier, für Kollaboration, Zusammenarbeit, Innovationen, Inspirationen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, ein bisschen Insights herauskitzeln zu dürfen. Ich komme schon in der Sprache durcheinander. Von Lena Haushofer, Projektmanagerin von Outdoor bei ISPO und ISPO, wenn ich es richtig sage. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, Kim. Freue ich mich auch. Bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und damit wir auf dem richtigen Ohr hören können, wenn ich dich von dem, was ich von dir weiß, richtig kennengelernt habe, bist du Herzenssportlerin. Du hast eine Menge Leidenschaft, eine Menge Passion. Und das trifft, glaube ich, für unsere Branche immer einen wichtigen Nerv. Deswegen, bevor du in die Projekte gehst, die jetzt für uns alle richtungsweisend werden, erzähl uns doch ein bisschen von deiner Persönlichkeit. Dann können wir dir anders zuhören. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, also Lena, mein Name. Ich bin Projektleiterin jetzt von der ISPO Munich und Outdoor bei ISPO. Hab die Position jetzt zum 1. Februar übernommen und freue mich wahnsinnig, weil ich persönlich... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Weil ich persönlich leidenschaftliche Outdoor-Sportlerin bin. Ja, mein Herz hängt wirklich in den Bergen. Ich bin am liebsten auf den Trails unterwegs, am liebsten die Langdistanzen tatsächlich. Darauf habe ich mich so ein bisschen spezialisiert. Den langen das Atem. Sportgerät dazu sagen, ja. Du läufst, richtig? Genau, ich laufe. Am liebsten eben mit Trailrunning-Schuhen und im Winter sehr gerne aber auch Skitouren. Ja, und Berge, Natur, Outdoor ist einfach das, was irgendwie in mir steckt und was ich schon von klein auf gerne mache. Und von daher freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt die Leidenschaft zum Beruf machen konnte, in die Sportindustrie noch tiefer eintauchen kann, die Branche noch mal besser kennenlernen und eben halt einfach auch diesen Austausch mit den spannenden Marken und dann natürlich auf unseren Plattformen der Outdoor und der ISPO Munich umsetzen kann. Ich bin sehr gespannt. Also wir haben heute hier eine Menge, ja, fast schon Freunde, Kunden, Bestandteile, was das ausmachen wird. Und ich glaube, die Art, wie der Matthias das aufgesetzt hat und die Art der Partnerschaften, die er gesucht hat, sind ja großartig. Und deswegen umso toller. Wir sind hier mit dem Tag heute in der Location, wo die Outdoor bei ISPO stattfinden wird, in ein paar Wochen im Messesprech. Es geht relativ flott. Genau. Magst du uns erzählen, wie es dir geht? Wie geht es dem Team? Was ist gerade los? Ein paar Präsentationen habe ich jetzt zumindest schon gesehen, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon einige von denen, die jetzt zuschauen. Aber vielleicht fängst du vorne an. Was macht dir am meisten Spaß? Worauf freust du dich am meisten? Was sind noch so Stolpersteine? Ja. Hol uns mal ab in deinen Kopf. Sehr gerne. Ja, also das komplette Team ist wirklich in den Last-Minute-Vorbereitungen, weil der Juni kommt schneller, als man denkt. Was ist nochmal, sag ruhig Datum und so noch mit dazu. Die Outdoor bei ISPO findet vom 12. bis zum 14. Juni genau hier im Munich Order und Convention Center statt. Wir nutzen tatsächlich auch den Kohlebunker, wo wir uns hier jetzt auch gerade befinden für den Sport- und Outdoor-Medientag. Und was für uns jetzt echt besonders ist, dass es eben sich nicht um das Messe München-Gelände in Riem handelt, sondern wir einmalig auf dem MOC-Gelände sind, was aber für die Outdoor bei ISPO jetzt als Restart nach 2 Jahren wirklich gigantisch ist, weil es familiär ist, es ist kompakt, es ist sehr bequem, es ist für die Händler auch super effizient und das Allerschönste ist halt, dass wir die Sport-, Outdoor- und Schuhmarken mit den permanenten Orderbüros schon vor Ort haben. Und das, finde ich, ist auch das, was es gerade so besonders macht, weil man in intensiven Gesprächen mit den Marken ist, weil man versucht, die beste Möglichkeit für jeden rauszuholen, sich zu beteiligen, also sei es mit der reinen Öffnung des Showrooms oder noch mit Beteiligung einer Fläche oder sogar im Außengelände, weil wir auch exklusiv das Gelände vom Drivers Club und der Motorworld nutzen dürfen. Das heißt, wir haben auch outdoor-typisch ein großes Freigelände draußen, wo wir auch eine Zeltausstellung ins Leben rufen und auch tolle Hangout-Areas planen und gleichzeitig hier den Kohlebunker auch nochmal als Event-Location nutzen. Das heißt, ich als Marke habe, wie du sagst, unterschiedliche Möglichkeiten, weil es ein Orderzentrum gegenüber gibt. Ich habe da vielleicht schon einen Showroom oder ich überlege mir mit deinem Team, wie ich eine bestmögliche Präsenz. Ich habe heute von Dometic gehört. Faszinierend, was Sie vorhaben. Sie haben einen Product Lounge, den machen Sie, glaube ich, dann mit dir und dem Team, richtig? Das ist richtig, genau. Wir haben verschiedene Marken, wir haben verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, wie du schon sagst. Beispielsweise Dometic wird sowohl in der Halle ausstellen, als aber auch draußen im Freigelände. Es gibt da verschiedene Produkte. Manche können einfach nur draußen vorgeführt und getestet werden, deswegen an der freien Luft. Andere Marken sagen,
ich nutze meinen Showroom nochmal als Meetingraum. Also das ist, finde ich, gerade so das Spannende, weil wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben. Sehr unterschiedlich die Aktivierung. Genau, ne? richtig. Toll. Und sich jetzt hier auch schon einige Marken befinden bei dem Medientag, die teilnehmen werden. Und umso schöner, dass man hier auch nochmal persönlich ins Gespräch kommen kann. Worauf freust du dich am meisten? Aufs Wiedersehen der Branche. Also wirklich so nach 2 Jahren die Gesichter wieder zu sehen, mit den Marken zu sprechen, aber auch die Plattform zu schaffen, wieder Marke und Händler zusammenzubringen, in persönlichen Gesprächen, nicht auf digitalen Plattformen. Und auch dadurch, dass wir den früheren Termin gewählt haben mit dem Juni, dass es tatsächlich auch Produkt-Highlights, Innovationen, Produkt-Launches, wie jetzt bei Dometic, geben wird. Also darauf freue ich mich am allermeisten. Sehr aufregend. Ja. Gibt es noch was, was du sagst, was du gerne loswerden möchtest? Also natürlich buchen und Beteiligungsmodelle suchen, aber hast du noch einen Bestandteil, der dir wichtig ist, was du sagen möchtest zur Outdoor by ISPO, zu ISPO, zu dem, was die Branche von dir erwarten darf und andersrum? Was erwartest du dir? Ja, ich erwarte oder würde mich natürlich freuen, wenn sehr, sehr viele Teilnehmer an der Outdoor by ISPO, dass die Plattform auch wieder genutzt wird, dass man sich traut. Ohne Plattform geht es nicht. Genau, ohne Plattform geht es nicht, dass man sich wieder traut, auch rauszugehen, sich zu treffen, dass eben auch Unternehmen ja teilweise ihre Mitarbeiter endlich mal nach 2 Jahren sehen, persönlich in die Augen schauen können. Und ich freue mich natürlich, einfach alle persönlich kennenzulernen. Und ja, kommt vorbei, feiert mit uns, lasst uns einfach das Outdoor-Leben mal wieder aufleben und ja, wieder einen Restart gestalten und zusammenkommen. Schön. Dankeschön. Danke dir. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Und wir haben ein bisschen Zeit noch bis dahin und ich hoffe, alle von uns können das gut nutzen, dass es wirklich dann wieder zusammenkommt. Absolut. Heute war ja schon mal ein guter Start. Ne? Ja. Kann man nur ein Riesenlob an Matthias loswerden. Ja. Und wir haben in der nächsten Session die fantastische PR-Agentur Krautz mit dem Thomas mit jede Menge Marken und Produkten, auf die ich mich freue. Wir brauchen eine kleine kurze Unterbrechung und sind in einer Minute wieder da.
welcome back to Sympathy Lab on the Sport and Outdoor Media Days. We have a wonderful, exciting day here with a lot of brands, a lot of personalities, and a lot of things to share for the future, for platforms, for collaborative thinking, and for inspirations. Right now, I have the honor to have colleagues on stage which are really, really long-time part of the industry and share visions and thoughts for the future months, how to take care of products, how to take care of activities, actions, and events. Very warm welcome, Vibeke Selford, Thomas Briel. Thomas is part of lots of my stations, where what I did in industry in terms of media and communication systems, and you with your life, you need to explain what you do yourself. So if we could do this as an intro, some sentence, what are you in terms of your personality, what makes you tick, so that our visitors or listeners can listen different on your projects. So some words on your personality and your life. That's wonderful. Thank you so much. And it's an honor to be here. Thank you so much for having me. So I'm from Norway and I'm a mountain climber, and I've been climbing all my life, I think. My mom tells me so. She had to have me in a rope in the garden when I was little. So, well, yeah, I'm climbing, and I'm climbing the highest mountains in the world. So the 8,000ers. And I have a big project coming up in a year. So I'm training for that. I will try to do half of the 14 8,000er within 6 months. So that's a good one, yeah. But yeah, I'm climbing the highest, and I'm also one of my proudest moments, I think, was when I guided the first Afghan female to the top of the highest mountain in Afghanistan. So that's what I do. We could fill in days and days what you did and what you changed. And Thomas told me so much of what you are doing. So this is somehow a pity, but on the other hand, we can maybe find some more channels and collaborative formats to share what you do. I'm like overwhelmed of that your... That would be wonderful, yeah, because I do, when I'm not climbing, I try to do as much charity work as I can, because this little planet Earth we only have one of, so I'm trying to do the best I can for the planet Earth. We need to put our forces together, so... Thank you. Some words on you before we go into the brands you work for. First of all, I'm here for a couple of brands. Unfortunately, no brand representatives had time because the event was on very short notice. But I think... But you do such a brilliant job, they trust you so much. Yeah, So that's what I wanted to say right now. You know, we've been doing such a brilliant job. Buying you in the company. We have the complete trust. No, it's great. It's absolutely great to be here. You know, it's the first kind of live physical event in such a long time for all of us, and you know, meeting all the industry faces and the friends. It's a great pleasure. It's a great pleasure to be here, and. We are here to talk about Aclima and La Sportiva and Big Agnes. Very warm welcome to the brands, and big honor as a representative, because there are so many things going on which you can share in a kind of format like this in a different way than a product manager can do. So the mixture of the day was exactly that. So we had deep technical biomechanic things, and for you, maybe you can, before you introduce the brands itself, is there something which makes them all somehow in your bubble? Why do you have these brands in your portfolio? Because they do the best products in their category, please. Yes, right answer. No, not joking. I mean, you know, usually, historically, we have always been working for brands that we're really convinced of. I mean, it is hard to really communicate or market brands that you're not 100% behind. What makes some of those brands so special is that they're all family held. So Aclima is like a fourth generation family company. The same with La Sportiva. You know, the fourth generation is already working with Julia, and the fifth generation is already waiting in line, as far as I know. And with Big Agnes, it was founded by three guys. The CEO is Bill Gamber, but it is, if you know the history and the story of Big Agnes a little bit,
you can definitely say this is a family brand as well, because all of them are family. And maybe we want to start off. Yes, before you show the products, it would be great to, because you're part of the family, right? I would As say an so. ambassador, you are. I am. And what is special for you, and why have you chosen them, or they chose you? There is some kind of, this is why it works. I have chosen them. I have actually contacted them because I have tried several brands, and then I find out what is actually durable, what actually fulfill all my wishes. And that goes for like a Klima I've worked a long time with now, and it's so sustainable, durable, and also how they are thinking animal welfare. It's right to my heart. So because they are taking care of all the things from the sheep out in the field to the end where you see that the product, I can have one shirt for expedition and expedition and expedition. It's not that I have to change it after 1 or 2 expeditions. So I can have it. It is really good quality. And then you come to Big Agnes, Music which in your is ears. like Big Agnes, which is like so lightweight. And for me, that is so important. I have to carry everything myself for my expeditions. So lightweight, and then the quality, superb. So that's what I go for. What an intro for your product presentation, right? Oh, yeah. So stage is yours. But we're gonna keep it really short on the products. I know time is running out, so I just want to show you some highlights. Some highlights what makes Aklima so special in my eyes, because I have 3 products here that are truly unique in the market, more or less. But first of all, we're going to start off with Vivi's favorite piece. That is the expedition piece. Yeah. Yes. Yeah, that's my favorite. Can I say why? You see here, they are using what we call the fishnet. You see its holes. That's the same technique as all animals living in the Arctic environment use. Every single hair on, like for instance, a reindeer is like a straw. So it's like air inside every single hair. This is what we are trying to do the same here. We are making these air pockets because the fabric itself is not keeping you warm. It's actually it's your own heat. So we are actually keeping your body heat inside all the small pockets. And when you are sweating, the wool will keep you warm, and it's also airing out with these pockets. So that's my favorite. Okay. Yeah. Thank for you. Sure. This is a piece, this isn't new to Aklima anymore. This is, I think, already like the 3rd season. They are producing this, but this is a truly unique product. They call it fleece wool. Aklima has a lot of different types of wool. It's called light wool, leisure wool, fleece wool, wool shell. So you gotta have to feel it, because you know the devil lies in the haptical experience. How does it feel? It feels like fleece, correct? Wow. Yes. So, but what's the problem with fleece? It is plastic, to be honest. You know, often it is recycled. Nevertheless, if you wear fleece, you wear plastic. And this is 100% wool. So they were able to some very, you can't give out the secrets, but it's some very unique spinning and brushing techniques where the end result comes out like this. Wow. There is so many steps and so much work involved in this one product. You wouldn't see it just looking at it. But it is also, and Vibeke can attest to it, this is it looks wonderful. It looks so stylish. And one of the warmest products you will ever wear. Okay. If you wear this by room temperature, you're really sweating. When you're up in your little mountain lodge or sitting in front of the campfire, you just have to have it. And they have pants also in the same. Yeah. Okay. The second one, this is also a very technical piece. This is what Aklima calls wool shell. So you have to touch it again on the outside. Yes. So on the outside, it clearly feels like a soft shell, but it is also made
out of wool completely, except those little inlets. So this means you have a highly breathable, nevertheless water repellent and wind repellent. I mean, you can walk with those pants for hours and it is snowing and it will keep you dry. So it doesn't need any membrane, to keep the water out, but it is highly breathable. This is, for really, high level activities out in the mountains in spring, fall, winter. Great product. That's where the strategy goes, right? With 365 days products, what you can Absolutely. I mean, generally it is the Aclima philosophy that, you don't need anything but wool. I mean, maybe in the fiercest conditions you might need a waterproof shell, but other than that, you can completely dress in wool. And I have actually tested for them when I have been working in Africa to train and to walk in my wool t-shirt. And it's perfect, even if it's 40 plus degrees. Perfect. Okay. And they just came out with, which I think is something extremely clever for end consumers and retailers. They call it the Aclima wool layering system. So this means they have 4 layers. It's underwear, first layer, second layer, third layer, all made out of wool. And at the point of sale, all the boxes have a certain color. So underwear is gray, first layer is orange, and so on, so on. So end consumers, buyers, retailers will always know this is meant to be next to skin. This is meant to be second layer. A very simple, easy guidance. Yeah. A very simple but a very clever kind of idea. And last but not least, those were very technical products. I want to show you something that is a little bit more on the leisure and lifestyle side. It doesn't look any spectacular. I mean, it's a cool style, but this is the first shirt that is made from recycled merino wool. This is a super challenging process, to say the least. And as Aclima is, so high on sustainability, and they really put their money where their mouth is. And it is known they have their own production facility in Estonia. So they're going to take all the cut-offs from their, their regular merino wool products. They collect the products. They're sent to Italy, and for those people in the know with sourcing, there is 2 Italian companies involved, Omega Filati and Ponte Torto. And for those familiar with sourcing, this certainly rings a bell. And so the cut-offs are basically recycled by Omega Filati into a yarn. The yarn is sent to Ponte Torto. They weave a new fabric, and then it is basically reassembled in the Estonian production facility. They're not re-dyeing the yarn, so they call it Aclima Reborn, so every reborn shirt might have a little bit of a different tint. By not re-dyeing, you save a lot of water, you save a lot of chemicals. What a solution. Thank you very much for sharing. Yes, and to recycle merino wool, this was certainly not heard of before. Wonderful. Keeping in mind that we need to look for lots of formats in the next months, it would be somehow the strategic thing, how you want to have the adventure story shared and you for the work with the wonderful brands, but I guess this would not tick into our time frame right now. I got adventure stories to tell as well. I know. But seeing it for what we have here now and for all the brand presences, I would highly appreciate if you show what Big Agnes is coming up and La Sportiva, because those 2 really push also Absolutely. Like Aclima does. Yeah. Big Agnes, I mean, it is a brand that is not so well known in Germany. I mean, they came to the market several years ago, but we're considered certainly some kind of a niche brand. But you can definitely tell that they have reached a very good level in terms of sales. Retailers are absolutely excited about Big Agnes gear. What they have always been known for is extremely lightweight tents,
very clever, detailed solutions to their products. Big Agnes never produces a product that the market doesn't need, just to have a new product. They come out with a product when they see a problem. This is how the whole company started with Bill Gamber, because he was kind of getting tired of always slipping from his mat in the sleeping bag. So he came up with a system, like a 2-in-1 system, where the sleeping bag is basically attached to the mat. You have it with you, right? No, I have the 3-in-1. Ah, you have the 3-in-1. Yeah. The evolution went further. But I do this. What I said before, as a family company, I mean, they're around 70 employees. They have often, the Big Agnes has been voted one of the top employers in the US over and over, because they really live what they are doing. So, if there's, I think, 10 inches of snow, it's powder day. Nobody has to go to work. Some of the great ideas were born on the ski lift. It's unbelievable. And you know what, Thomas? I have a little pressure from timing-wise with our technical stuff. So if you can, I can show you the 3-in-1. All right. I go make this quick. So this is basically a system with a double sleeping bag. You have one very light and thin sleeping bag on the outside for warm temperatures. You have a much warmer sleeping bag on the inside for colder temperatures, but you can connect both of them together. And so you have a range from, let's say, 15 plus to 20 minus. Wow. The great thing is that, they also attach the mat to it. This is a typical Big Agnes solution. So there is the mat inside, and you can basically just fix the whole system by a pull of the string. And basically mat, sleeping pad, and 2 sleeping bags are attached to each other. Thank you very much. We're going to do a short break before we head over to La Sportiva. I'm so sorry, because we have a technical issue going on as far as I see it, and we are back in a minute. Oh. Alle technischen Lösungen wieder am Start. Wir sind mitten in der Produktpräsentation von Big Agnes und ich übergebe wieder an dich. And what's really new with Big Agnes is they just range the whole collection of backpacks. Sometimes you wonder, well, they're specialists for tents and sleeping pads and sleeping systems and sleeping bags. I was a bit skeptical in the beginning as well, but once we saw the product, and I showed it to Vibeke already, and I mean, she is a
She is a really experienced mountaineer. She said this is some of the best backpacks she has ever seen. There's so many little details in it, extremely sturdy. You have 20, 32 liters, 45 and 63, always in M and in large, and you always have a women's version, which is the shape is a bit different. It caters to women, and there is a men's version. But I'm pretty sure that the whole range will be shown at the upcoming Outdoor by ISPO. You're so curious. Yeah, it's amazing. I have to say, it's super light, and the back is fitting very well to your back. And I'm sorry that we have to rush, but No problem. ideally you bring us like a super sharp intro on La Sportiva. There's going on a lot. Yes, La Sportiva. I'm gonna spare you with tons of product news because I think everybody in the industry knows that they, launch Super at least innovative, launch at least 10 killer products every season. The big topic for La Sportiva right now is sustainability, but it all is facets. So they have been doing a lot in the Fleimstal in Val di Fiemme. They are completely relying on renewable energies, for the entire factory. Their offices, there's 30% derived from solar energy. The rest they source locally in the valley with water power, and they also use like a sawmill with like wooden chips for thermal energy. All right. The sustainability efforts can be seen in some of the products. This is the brand new Crystal Evo shell. This is also the first time that La Sportiva is working with Sympatex. This, I brought this on purpose. This is made with a Sympatex membrane. It is the first. I mean, La Sportiva has so far been using Gore-Tex and their own membrane. On your explanation now. Right. And a couple of the shoe highlights. So what they have launched now for this spring is really a very extensive hiking collection, because I think La Sportiva was always known to be the leader of the pack for high-end climbing and mountaineering shoes. But they definitely see a lot of potential in the hiking and trekking market. So there's a lot of new products introduced there. And I brought just two examples. Those are approach shoes. It's the TX2. There is a leather version, and there is a recycled mesh version. And the interesting part here is, if you see, you can take this off, and the sole construction, this is part of what they call the resoling platform. There is like certified retailers and cobblers that will be able to resole those shoes. And this can be done with Vibram soles, as you see here, and also with their own soles. Super good idea. And for the guys who like it a bit more technical, and then I really come to the end, this is a new ice climbing boot with the Bauer system. This is really for pure ice climbing, mixed climbing, couloirs, super sturdy. Bauer system works with Vibram spring lock technology. And I think some people might have seen the Cyclone, and this is basically the evolution of the Cyclone. It's the Cyclone Cross GTX. You can see here it has an inner sleeve, a super fit, and then you have basically an outside with Gore-Tex, so there's absolutely no water coming in here. This is very tight, and you can basically close and loosen it with the BOA system. So many innovations coming up. Thank you very much for sharing. I guess there will be lots of channels where we can share it, and hopefully now you have another speech for the journalists. I wish you good luck. We are very happy to host your channel for the next week. We got some more stories to tell. Yes, we do. Right. Thank you for the audience. Thanks you for too. having us. Now, next session will be with Rap Low Alpine. Stay tuned. We'll be back in a second.
willkommen zurück beim Sympathy Lab auf den Sport- und Outdoor-Medientagen in München. Ich freue mich riesig über meine nächsten Gäste, weil sie eine wahnsinns spannende, interessante Brand betreuen. Das ist ReClosing. Es hat sich in Sachen Nachhaltigkeit richtig viel getan. Es ist ein inspiratives, großes System rund um das, was ReClosing auf die Beine gestellt hat. Wir sind aber heute unter anderem da, ein bisschen über die neuen Produkte zu lernen. Ich freue mich riesig über meine zwei Gäste. Sarah Kampf, hallo. Communication und PR Manager. Genau. Und Global Sales Director Andi Schimek. Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein können. Ich freue mich auch sehr. Und bevor wir in eure Marke direkt eintauchen, wäre es schön, wenn ihr 2, 3 Sätze zu dem sagen würdet, was euch ausmacht, damit unsere Zuhörer und Zuschauer euch auch so zuhören können. Macht ihr Sport? Seid ihr gerne draußen? Nehme ich mal an. Ich nehme es wahrscheinlich jetzt vorweg, aber vielleicht könnt ihr 2, 3 Worte zu euch sagen, was euch ausmacht. Fangen wir mit dir an. Ja, total gerne. Ja, ich mache tatsächlich Sport. Ich mache ganz viel Outdoor-Sport. Schon ganz lang. Ich selber klettere sehr viel, gehe aber auch Skitour, gehe in die Berge, gehe raus zum Laufen. Bin eigentlich jeden Tag, wenn es irgendwie geht, aktiv und ja, versuche das auch neben Job, Familie irgendwie immer mit unterzukriegen. Ja, habe ich einfach inzwischen so für uns dazu von der Authentizität wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja, genau. Apropos Authentizität, ich musste heute schon ein paar Mal lachen, weil es um Vanlife häufiger ging. Bitte stell du dich doch vor. Ja, ich schließe mich der Sarah an. Ich bin schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, seitdem ich denken kann, draußen und in den Bergen unterwegs. Von daher passt es natürlich auch sehr gut. Jetzt seit mittlerweile 3,5 Jahren für eine Marke zu arbeiten, die The Mountain People nicht nur als Claim hat, sondern lebt. Wir leben Bergsport. Sind nicht nur wir beide, die aktiv sind, sondern das ganze Team, egal ob die Kollegen in Deutschland oder in Holland oder aus unser Kernteam im Head Office in England. Die Marke kommt ja aus dem englischen Markt, in Schottland geboren, in den schottischen Bergen. Und da ergänzt sich das natürlich super, wenn man die Passion, die man hat, draußen aktiv zu sein, auch mit dem Job verbinden kann, weil dann ist es mehr wie ein Job, dann lebt man eigentlich die Passion und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um dann auch erfolgreich zu sein in dem, was man tut, dass man es nicht nur versteht, sondern auch eben mit dem nötigen Engagement macht, um Menschen zu begeistern, nicht nur für unsere Produkte, sondern auch um draußen aktiv zu sein. Ich glaube, das ist auch das, was so ein Tag wie hier besonders macht, dass hier ja eigentlich Menschen zusammenkommen, die könnten jetzt genauso gut alle zusammen in den Bergen sein und hätten da dann auch einen großen Tag zusammen. Jetzt sind wir aber aus unserer, sagen wir, Business-Bubble hier. Wir haben eine Menge Interviews heute schon den Tag gehabt. Ihr habt auch den Medientag eigentlich jetzt ja quasi hinter euch in den nächsten Minuten. Was gibt es, was ihr am liebsten teilen möchtet? Ist es so ein bisschen das, was ihr von den anderen Marken gehört habt, was gerade in der Branche los ist? Oder wollt ihr ein bisschen darüber erzählen, was uns mit ReClosing in den nächsten Monaten erwartet? Vielleicht könnt ihr eine Kombination aus beiden machen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bietet es sich ja auch an, beides zu machen. Also ich glaube, der Tag heute war für alle super spannend und endlich mal wieder eine Gelegenheit, sich zu treffen, Leute zu sehen, die man lange nicht gesehen hat, neue Gesichter kennenzulernen, einfach mal wieder so ein Kennenlernen, austauschen, was wir jetzt lange nicht hatten. Von daher glaube ich, dass es ein super Zeitpunkt war, das jetzt auf heute auch zu setzen, nachdem jetzt wirklich alle... Matthias Aßmann und sein Team. Absolut, absolut. Also die Atmosphäre war super cool und es war einfach schön, sich in so einer lockeren, entspannten Atmosphäre mal wieder zu sehen und Hallo zu sagen. Und wie gesagt, auch neue Gesichter kennenzulernen tatsächlich. Ich meine, die Outdoor-Branche ist ja schon relativ überschaubar und trotzdem ist es schön, da immer wieder neue Leute auch kennenzulernen, diese Community einfach zu erweitern und sich auszutauschen. Und vielleicht eben auch da im Gespräch immer wieder auch neue Lösungen für Probleme irgendwie zu entwickeln, die uns ja auch alle betreffen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Verdienst von heute und generell von solchen Events, einfach gemeinsam zu gucken, wo soll es hingehen, als Branche auch, natürlich als Marke, das ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch als Branche, wo wollen wir gemeinsam hin, wie können wir gemeinsam zusammenhelfen und eben gewisse Dinge zu realisieren, Herausforderungen zu meistern. Gibt es was hinzuzufügen? Ich würde bei der Gemeinsamkeit gern anschließen, weil wir haben ja die großen Themen vor uns für die Branche, aber nicht nur für die Branche, die wir einfach nur gemeinsam lösen können. Weil du hast selber angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist in der Branche wahnsinnig wichtig. Und da gibt es so viele Bereiche, die wir einfach immer nur gemeinsam, also in Partnerschaft von der Marke zum Handel, aber auch in Partnerschaft der Marken untereinander lösen können. Egal, ob wir über Single-Use-Plastik reden, müssen wir Lösungen gemeinsam finden. Wenn wir den Kreis schließen wollen, wir reden viel über recycelte Materialien, wir reden über PFC-freie Materialien, aber wenn wir den Kreis wirklich schließen wollen, dass wir zirkulär werden, können wir es nur gemeinsam schaffen, weil ansonsten die Mengen von einzelnen Marken für jeden Recycler auf diesem Planeten viel zu gering sind. Und darum sind so
beispielhaft so Tage wie heute, wo die Branche gemeinsam was schafft, jetzt hier zwar nur mehr Außenwirkung für die Marken zu schaffen, der Presse gegenüber und den Medien, die Messen, der Austausch, die Arbeitsgruppen in der European Outdoor Group, in den Landesverbänden wie im BSI in Deutschland oder in der Scandinavian Outdoor Group. Alle Kanäle nutzen. Das ist einfach so wahnsinnig wichtig und ich glaube, das unterscheidet uns auch von anderen Branchen, dass wir alle bereit sind, das Thema gemeinsam anzugehen und nicht jeder sich abgrenzt und Angst vor dem Wettbewerber hat. Und so ist es auch tatsächlich mit dem Format hier. Als wir angefangen haben, darüber zu reden, wie viel geht dann, dass wir es wirklich alles miteinander teilen können. Ich nehme an, wir werden einige Kanäle finden in den nächsten Monaten, wo wir das ausbauen und freue mich riesig drauf, weil ich auch merke, auf wen man sich dann verlässt, was dann auch vorwärts geht. Damit wir die anderen noch zu Wort kommen lassen, würde ich mich freuen, wenn du vorstellst, was ihr uns denn mitgebracht habt. Genau, also wir haben die Mythic Ultra Jacket mitgebracht, die jetzt im Herbst auf den Markt kommt. Und der Andi hat es gerade eben angesprochen, recycelte Materialien, nachhaltigere Produktion. Das ist ein Beispiel für uns, wo man eben sagt, man verbindet extrem technische Performance mit einer extrem leistungsstarken, warmen, leichten Jacke mit dem Versuch, nachhaltiger oder umweltfreundlicher eben auch zu produzieren. Magst du gerne Produkte anfassen? Darf ich? Ja. Erzähl weiter. Also ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Das ist tatsächlich, um das zu ergänzen, was die Sarah gesagt hat, das ist tatsächlich, wir sind ja, warme Bekleidung, Daunenbekleidung ist die Heritage von Raab, da kommen wir her. Einer unserer Subclaims ist Masters of Insulation und ich glaube, es gibt kaum ein Produkt, das es besser ausdrückt wie diese Mythic Ultra. Das ist mit Abstand die wärmste im Verhältnis zum Gewicht Jacke, die wir jemals gemacht haben. Sie ist deutlich wärmer wie alles andere, was wir haben und das bei einem so geringen Gewicht. Erreicht wird es nicht nur durch eine 900er Daune und wir sind seit Anbeginn ja zertifiziert mit RDS, verwenden also RDS-zertifizierte Daune, 900er Gänsedaune, in dem Fall von der Fill Power her. Wir gehen davon aus, dass nicht alle unsere Abkürzungen verstehen. Recycled Down Standard. Responsible Down Standard. Responsible Down Standard. Und das ist ja auch tatsächlich einer der Hauptschwerpunkte gewesen der letzten 2 Jahre Arbeit bei euch. Genau, also Responsible Down Standard ist schon relativ lange im Programm. Wir waren einer der ersten Partner. Aber was eben schon Schwerpunkt ist, ist eben der Versuch, immer mehr recycelte Materialien auch einzusetzen und eben auch in den technischsten Produkten. Die Jacke ist aus 100% recycelten Außenmaterialien. Und ja, das ist für uns eben auch ein Bestandteil unserer globalen CSR-Strategie. Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen seit 2020, als eines der ersten Outdoor-Unternehmen überhaupt und wollen bis 2030 Net Zero erreichen. Und es geht eben nur, indem wir auch die gesamte Kollektion umstellen auf nachhaltigere, auf nachhaltigere Materialien. Und ja, genau, das ist ein Beispiel eben dafür. Die Mythic Ultra Jacket. Ich muss meine Begeisterung im Zaum halten, um jetzt auch unseren Tag gemeinsam abzuschließen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich wollte noch eins ergänzen ja, zum bitte. Abschluss, Kim. Bitte, bitte. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich glaube, eine der Aufgaben, die wir als Industrie auch gemeinsam haben, ist dieser erziehende und lenkende Effekt, den wir nicht vergessen sollten. Wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass immer mehr Menschen in die Berge gehen, die rausgehen, die draußen aktiv sein wollen, was sensationell gut ist für unsere Gesellschaft, wenn sich die Menschen in der Natur bewegen. Nur dann müssen wir alle gemeinsam unserer Aufgabe eben gerecht werden, lenkend und erziehend einzuwirken, dass sich die Menschen sicher am Berg verhalten, dass sie sich eben nicht selber und dadurch auch andere in Gefahr bringen und dass wir natürlich auch die Natur dahingehend bewahren, dass man auf dem Weg bleibt. Und das sind so viele Dinge, die wir jetzt erst anfangen müssen, durch diesen neuen Zustrom auch wir als Industrie zu lernen, wie vermitteln wir das, ohne oberlehrerhaft zu wirken, ohne die Begeisterung zu nehmen. Aber ich glaube, das ist eine große Verantwortung, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ja, und ich verspreche dir, ich werde auch keinen Weg auslassen, dafür zu sorgen, weil es mich auch antreibt. Ja. Nicht nur, wir unterstützen dich gern dabei. Dankeschön. Und ich finde auch, das wäre das gewesen, was Anfang der Karriere und was man so gemacht hat. Man braucht einfach tatsächlich ein paar Leitgedanken, nicht Leitbilder oder Menschen, sondern Leitgedanken, die einem helfen, das auch vorwärts zu bringen. Ja. Also vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke an dich. Ich freue mich wie immer. Wir danken euch. Wir machen weiter. Wir bleiben im Austausch. Ja, danke schön. Wir haben eine kurze Pause, bevor wir Outra hören. Neue Lösungen für den Handel. Und ich freue mich darauf sehr. Und wir machen eine mini kurze Pause.
Welcome back to Sympathy Lab Sport and Outdoor Media Days, and we finally hit the last sessions today. I'm so excited on all the combination of brands, impressing people, collaborative partnerships, and after or within the session with Siegbert right now. Siegbert Müller is the owner, founder, and creator of Outra, which he will explain to us. Also, Matthias Aßmann will join us within the next minutes after this unbelievable collaboration day. Before we go there, we have something very collaborative in your heart. You brought up a solution, you founded Outra, and before taking too much away from that, please tell us who you are before you come to Outra, because then we can listen to you on a different ear. Who are you, Siegbert Müller? Hi Kim, nice to meet you here. My name is Siegbert Müller. I'm the founder of Outra. I live in Stuttgart. I studied there. I studied informatics, so computer science. And after a few years... what a surprise, by the way. Surprise? I was joking. So I studied computer science, and after a few years in consulting, I made my mind up to see what can I do on my own, and I found out that the outdoor industry is really interesting because I'm on my own. I'm in the mountains often, and I'd like to go outdoors, and so I founded something I had looked for possibilities to found something in the outdoor industry. And then I made some projects with my colleague, and in 2016 we started with Outra. And today... So your background is passion on informatic, right? Exactly, computer science. Yeah. Combination to outdoor industry and the business people we share our passion with. And when you founded Outra, it's important to understand what's the base, not only technically wise, but what kind of solution did you want to provide, what then was delivered by, or what now is delivered by Outra? Absolutely. So the problem right now is that many people are searching for product information on the brand websites. And on the brand websites, they get the best information there, but there's not the easy possibility to see where you can buy this product. At some brands, you can buy it in the online shop of the brand, but there's no connection to local retailers, for example. And we got thousands of local retailers, especially in Germany, but all over Europe. And there was no possibility till now to get the available stock of this product in the local retailers. And that's what we try to make here, and yeah, we're in a good way, I think. I think so too. There's so many noise around you, and as far as I understood it, you already delivered project by project, out year after year, and you already changed the market, right? Yeah, we hope so. And we started 2016 with one brand, with Chillas. They came to us and to talk about what is possible here. And then the second brand was Fisher. After that, Orthovox came on, and that was 2020. So 2023 brands, we are now at 20. It's unbelievable. Congratulations. I think we had a good spot here, and there's something the industry needs. Absolutely. And saying that industry needs spots and collaboration ideas, I warmly welcome Matthias. After this day, hello. Hi, Matthias. And before having that kind of speech, what the collaboration solutions are you fine? Are you okay? Are you happy? What's short before fainting or relaxing? We have a first beer, first bottle with us. We're very happy, the whole team. Okay. Everybody did a fantastic job building up. So come. Wonderful the whole day. I don't know how you do this. Me? Yes. You're this a guest. Absolutely. No. All the guests. All the guests. This is you spreading energy and it just fights back. Wonderful. Thank you very much. We just talked about Outra. Yes. Maybe we could do like a vice versa. What do you think about Outra? I think they're in the middle of the market. This is where they belong. I would like to put them in every little market in Europe. That's it. And have them with us. Yeah. That's a potential. So you have the mindset. Of course, you have the technology at the forefront, but I would like to see you in every market playing a role, participating, being transparent with what you do. People believe you. I believe them. So resource saving and everything. Yes, the solution is of course. It's Brilliant. it might look simple, but it takes a lot of work to
to get the knots together, to help and to implement it, to onboard the retailers, the brands, and this is what they do fantastic. If you are fine with that, without commenting, because the day was long, I leave it there where it is, and we do the game on the other way around. Absolutely. What do you think of the day here? We need you as the personal activated code and quote. How was your day in Mandl showroom? So Sport and Outdoor Media Days. Matthias, thanks for organizing this. It was great again, I have to say. This is a great community here. You're a real community builder here. Absolutely. You're doing something which is really important for the industry, because we are in a people business. So people like to talk to each other, and that's great. So thank you for organizing this. It was good to have you, because you know how it is in Stockholm when we do this. Absolutely. The same atmosphere. Did you find that here as well? You say Stockholm because there were the last media days, and maybe this could be like the summary and sum up and future for the whole day. What comes next, Matthias? You're a brilliant mind. Well, the next event we will sleep in. We will do a summary for all the fantastic exhibitors, and then the 21st of April we'll have the mother of this event. This is Mandl Media Day in Stockholm. So Stockholm is our home base for this kind of concept. And then we talk with everyone. We get feedback from the exhibitors, from the media, from the agencies who participated so lovely. And we will see, do we this event twice? Where do we do it? I was just asking for your enthusiasm. Maybe your day was long, but of course, yes. It was brilliant. You did such a great job. Partying for ourselves. So I guess that's it. Maybe there's something what you want to say to whoever listens in the industry, like a quote or a pledge for the next months, because I think we all need to stick together. We need to work together. There's sports for Ukraine going on. So the last words on the show and on the live channel is yours. Well, of course, we had our heart formed with 70 people this morning here on the floor. We shared a picture with you. We will have fantastic people to organize events like Outdoor by ISPO in 2 months. We will have, my biggest gratitude goes to you and the Sympathy Lab, because without you, we would have not been half the fun. So this is a wonderful collaboration, and thank you, Sympathy Lab. Thank you all the organizers. Thanks to all the fantastic brands who took that effort and fantastic enthusiasm here into this Kohlebunker München. Nothing to add. Thanks for listening. Share what you heard. Help everybody collaborate and change what we can do.